Wieso zeigt es mir jetzt der Chat nicht an? Das ist ich höre mich schon mal doppelt, das ist wunderbar. So. Aber das heisst schon mal, dass irgendetwas läuft. He? Sieht gut aus. Timoji ist live gegangen. Ja, wunderprächtig. Jetzt müsste ich es nur noch herbringen, dass ich den Chat hier irgendwie übernehmen kann. So sollte es eigentlich gehen. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, warum sie den Server neu Musik. Mal schauen, ob wir es heute schaffen. So, und da sind wir wieder. Vielleicht noch muten, ha? Voilà, hey Flexu, guten Abend. Moin moin. So, und somit auch für die jetzt das später auf YouTube sehen, herzlich willkommen und hallo zu einer weiteren Folge, zu einem weiteren Livestream GTA Roleplay bei Lucky V. Jetzt haben wir das Logo noch auf dem Ding. Der Konobi, moin! Wunderschönen guten Abend. Ja, dort unten links das Logo noch auf dem... Das muss ich noch schnell ändern. He? Da irgendwie so ein bisschen... das habe ich nicht wollen. Das ist ein bisschen gross. Tun wir das her. So, hier. Ich glaube, der ist nicht im Weg. Näher. Sollte okay sein. Gut, wie geht's? Wie geht's? Ja, auf jeden Fall herzlich willkommen und hallo zum weiteren Livestream GTA Roleplay. Oder zum ersten Livestream. Stimmt, für die, die sich jetzt fragen, wer ist denn der Bruno Moser und was ist da vorher passiert? Das seht ihr alles auf meinem Kanal auf YouTube. Dort findet ihr die E-Reise, der ersten Stelle, die ich vorhin hochgeladen habe, die E-Reise von Bruno Moser. Und jetzt geht es quasi weiter. Also es kommt dann noch ein zweiter Teil und nach dem Teil geht es jetzt hier weiter. Aber den werde ich dann auch erst... Ist das Auto gerade gehüpft? Den werde ich dann auch erst aufladen, wenn der zweite Teil draus ist. Genau. Also so, dass ihr nichts verpasst. Aber die E-Reise habe ich dann ein bisschen zusammengefasst, weil... ja, schaut das Video, dann wisst ihr warum. Gut, jetzt warten wir noch ganz schnell.
Gute dir? Ja, mir geht's so gut. Merci, Flexu. So. Kenobi. Wie geht's Kenobi? Der Kenobi, Entschuldigung. So, nein, was machen wir heute, ist die grosse Frage. Weil eben der Bruno ist gestern eingereist, jetzt fasse ich es gleich noch schnell ein bisschen zusammen. Der Bruno ist gestern eingereist, hat neben Mitternacht irgendwo spät hier in einem Hotel eingecheckt. Da ist übrigens der Bruno Moser hier. Und jetzt sollten wir uns auch langsam aber sicher mal um ein bisschen Geld kümmern. Also gut, wir haben gestern ein bisschen Geld eingezahlt. Das wenige, was wir noch dabei hatten, haben wir in Los Santos jetzt hier auf einem Konto eingezahlt. Da kommen wir von mal ins Räucheln. Und jetzt glaube ich, sollten wir mal zu einem Bankomat checken, ob wir unser Sozialgeld bekommen haben. Und dann mal schauen, dass wir irgendwie ein bisschen Nebenjob machen oder so, oder schauen, was sich so ergibt. Weil ich glaube, das Wichtigste in dieser Stadt ist, dass wir irgendwie mobil werden. Und das möglichst schnell, weil ich keinen Bock da immer mit Taxi und Bus und rumfahren und ja, darum brauchen wir Geld. Was ich gehört habe, ist irgendwie, dass die Karren so bei 3'000, 4'000 Steinen losgehen. Und die haben wir glaube ich noch lang nicht. Aber einfach mal gemütlich eins räucheln. An diesem schönen Sommerabend in Los Santos. Ah, schön. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Gut. So, ist fertig geraucht, Bruno. Wir dürfen leider keine Tipps geben. Yes, das ist so. Und du schaust schon darauf, dass das niemand machen würde, falls es jemand machen würde. Also beziehungsweise Tipps, was die Spielmechanik angeht. Das heisst, wenn ich jetzt irgendwie etwas nicht weiss, das ist glaube ich erlaubt. Wenn ich jetzt vergesse, mit welcher Taste man was macht. Aber das hat in Notfalls eine mit Tastenbelegung da auf den zweiten Bildschirm gelegt vor Anfang. Ich hoffe, ich komme klar. Oh, stimmt. Was ich unbedingt muss machen jetzt noch, ist einstellen, dass ich nicht jedes Mal... Hey! Uwe, ist ein geiler Sieg. Merci, gell? Dankeschön. Merci für dein Follow, ist das, glaube ich. Jawohl. Habt ihr den geilen Einblender gehört? Das habe ich auch neu. Nein, was ich einstellen ist, bei der Tastenbelegung habe ich gestern ein paar aus Versehen leider noch auf den Deckel gegeben. Und das möchte ich ungern. Jetzt muss ich schauen, ob ich das irgendwie umstellen kann. Uwe, immer gern. Freut mich. Merci. Warum steht... Aha, das ist von GTA, ich glaube, dass da noch steht. Kampf. Aber wenn es Tipps sind zur Spielmechanik, könnten wir helfen, aber alles andere bitte rauslöschen, Pedro. Mit Waffen zielen erfassen, linke Ring, Waffe abfeuern, rechte. Kann ich das einfach rauslöschen? So. Ich belege die Tasten. Ja, das ist okay. Das ist mir gleich. Ja. Hat sie jetzt das gespeichert oder nicht? Schauen wir schnell. Ja, hör mal auf Rauchen, du siehst, gibst mir noch um. Nein, er macht es immer noch. Weil jedes Mal, wenn ich mit der Maus klicke, hau ich einmal in die Schnur und das passiert aber schneller als man denkt und das ist nicht so gut. Tastenbelegung. Ja.
Mann! Das wollte immer noch nicht. Das ist jetzt eben so etwas, da könntet ihr mir zum Beispiel noch helfen. Was mache ich gerade falsch? Ja. Jetzt auswählen. Nein, das wäre eben... Man muss auch irgendetwas festlegen. Ja, was legen wir da fest? Irgendetwas, wenn ich nicht aus Versehen draufkomme und irgendetwas, was ich sonst nicht brauche. Warte, ich muss schnell die freien Tasten anschauen. Ah, eine Sekunde. Okay, die da ist zum Beispiel frei. So schnell wieder so. Und dann schnell schauen, ob wir im Teamspeak drin sind. Sie müssen ja hören, das sieht gut aus. So, also die Taste hier. So. Jetzt zurück, 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 zurück. Klicken. Passiert nichts. Ah, gut. Hey Malo! Wunderschönen guten Abend. Schön, bist du dabei. So, dann machen wir uns glaub mal auf den Weg. Würde ich sagen. Aber es ist ein schönes Hotel, das ich da ausgesucht habe gestern Abend. He? Ich meine, schaut euch das an. Alles klar bei dir? Ja, voll. Bei dir auch. Ich kann über die Straße säckeln. Nice, ja, ein bisschen müde, aber sonst voll okay. Hey, ich gehe. Ich bin so auf der Fresse, bin heute Morgen früh aufgestanden und den ganzen Tag Pläne zu aufgenommen. Weil ich ein bisschen Vorproduktion muss wieder mal. Wir laufen mal da am Strand entlang. He? Schön. Dort oben möchte ich ja eines Tages mal. Weil den ganzen Tag Pläne zu aufgenommen für Vorproduktion, weil ich eigentlich noch ein bisschen in die Ferien möchte jetzt. Das ist der Plan. Wieso bist du auf der Schnur? Was hast du wieder gemacht? He? Warte jetzt mal, dann ist eine Bank. Da hat es vielleicht auch ein Bankkomat. Ich kann dort schnell schauen. Kein Auto, gut, gib ihm. Ich kann nicht so lange säckeln, ich bin starker Raucher. Ja, auf dem Bau. Und warm. Und ja, jetzt müde. Ei, ja, das glaube ich. Lieber du als ich im Moment. Also nein, ja, sonst. Hey. TS3 Techniker. Merci, du geiler Sieg. Merci für die Follow. Hype. Ja, Mann. Ich muss jetzt mal schauen, wie das mit diesen Emotes, das muss ich auch irgendwie herbekommen. Ich brauche ein Banner-Wappen. Ah, schau da. Nein, schade, es hat gemeint, das ist der Kontostand. Das da ist nicht. Ja, aber ein kleines etwas hat es schon gegeben. Weil ich gestern $1000 eingezahlt und $72,66 Sozialhilfe hat es schon gegeben. Weil wir bekommen jetzt, glaube ich, $40 pro Stunde Sozialhilfe. Aber bis wir uns von dem können irgendetwas leisten, ja. Es reicht auch nicht mal für eine Wohnung. Also würde ich sagen, machen wir uns schleunigst auf den Weg. Irgendwie richtig. Ich habe jetzt noch keinen Bock mit denen zu reden. Dann laufen wir wieder Richtung Strand. Oder verstecken uns da schnell und schauen auf die Karte. Wir können an den Strand runter, da kann man irgendwie so einen Minijob. Ups. Hallo? Ah, so. Wieso muss bei Lucky V 18 sein? Die merken das doch eh nicht, oder? Moment schnell. Das musst du tatsächlich sie fragen und nicht mehr. Keine Ahnung. Und ob sie es merken oder nicht.
wie sie es überprüfen oder nicht, keine Ahnung. Kann ich dir leider auch nicht sagen. Also hier haben wir eine Geldverdienmöglichkeit. YouTube-Kanal vom Timo. Hey, merci vielmals, Malo. Ah ja, die könnt ihr auch noch schnell zum Dings machen. Shit, das kann ich jetzt von hier aus nicht. Ja, na dann geben wir einen Try, oder? Hey. Nur nicht, dass der heisst, die hat die angestiftet, hä? Eigene Verantwortung. Für Autos. Ich kenne die nicht, wenn sie fragen. Ja, das ist wichtig, dass du mich nicht kennst, weil das wäre ja Meta. Du weißt ja nicht, man weiss ja nicht, wer spielt auf diesem Server. Wichtig ist einfach studiert Regeln und der Fragebogen ist tricky. Weißt du, was ich meine? So, dann eben hier kann man Geld verdienen. Da oben kann man Geld verdienen. Und hier kann man Geld verdienen. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal hierher, weil das ist am nächsten. Können wir uns das irgendwie markieren? Oder geht das nur im Auto? Auch schon. Okay. Ja, laufen wir einfach mal dorthin. Und ich würde sagen, wir laufen und müssen irgendwie ein bisschen Geld sparen. Gut, man kann dann auch mal auf dem Handy schauen, ob es irgendetwas Neues gibt. Was ist das gewesen? Das ist das Police Department, da wollen wir auf keinen Fall her. Hallo? Department of Labor. Aktuelle Angebot in Los Santos. Zuverlässiger Fahrer für Wurstpumpen-Lieferservice gesucht. Auslieferung von heißen Speisen und Getränken für die... Das ist doch interessant. Vorheriges Praktikum abzulegen. Pünktlich sozial... Musst das Auto haben. Das ist schon mal nichts. Gehen wir wieder zurück. Ja, Sozialhilfe ist klar. Bauunternehmen. Nö. Friseur. Nö. Los Santos Golfclub. Bauli einsammeln. Gesetzesänderungen. Ja. Yeah. Zeitung noch etwas. LS Events, das ist dann schon interessanter. Lotterie. 3 Neuwagen. Okay. Das Los sollten wir uns eigentlich unbedingt kaufen. Das ist dann geil. Das stimmt eigentlich noch gut. Gibt es da keinen Knopf? Startseite. Ja, kannst das Auto gewinnen, das wäre mal top. Einbruchsserie. Gesetzesänderung. Paradise Entertainment. Okay. Ja, laufen wir mal Richtung Strand. Mal schauen, was es dort gibt. Ich glaube eben, bei der Einreise haben sie uns gesagt, es gäbe irgendwie... Das wäre unser Bus gewesen! Nein! Scheiße! Hey! Bus!
Oh Mann. Ja. Und das Auto. Nein, was ich vorhin noch sagen, Malo. Dir sollte ich mal noch den Ding-Status rein tun. Aber das kann ich glaube jetzt nicht. Weil ich nie das Twitch-Teil offen habe, nur das OBS offen. Ich jogge zwischen rein. Aber Bruno ist schnell mal rausgepusht, der ist nicht so sportlich. Oh, da kommt jemand. Oh, der sieht aber verletzt aus. Ist da der Kameramann? Nein, Mann! Das ist der Bruno Moser. Er ist ein DJ aus der Schweiz. Wenn du die ganze Story willst kennen zum Bruno, musst auf meinem YouTube-Kanal ist jetzt das erste Video rausgekommen. Mit der Einreise und der Erklärung, wer der Bruno Moser so ist. Aber kurz gefasst, Bruno Moser ist ein DJ aus der Schweiz, der jetzt ausgewandert ist auf Los Santos. Muss ich hier aber schon, oder? Ich glaube da vorne. Ach so. Da kann ich nicht durch, da ging es auf die Autobahn. Und gefühlt jeder hat schon ein Auto, nur der Bruno nicht. Hallo. Autostopp. Ja, ist das wieder heiß? Ist es bei euch auch so heiß? Verhitzen. Nein, eben bei Einreise hat sie uns so ein bisschen gesagt, was es für kleine Jobs gibt, die man machen kann. Trotzdem, also man bekommt dann gleich noch Sozialhilfe. Und das war glaube ich Pizzakurier, eben Golfplatz, irgendwie Bauli zusammensammeln. Und irgendetwas am Strand noch. Das Kabo unter dem Stuhl. Uwe! Hat das Abo rausgehauen, geiler Sieg. Merci viel mal. Dankeschön. Küsse gehen raus. Jetzt hast du mich ganz draus gebracht, Uwe. Das wollte ich mal sagen. Eben, genau. Am Strand gibt es noch irgendeinen Job. Scheint's. Ich glaube, das ist der, wo wir jetzt gerade herlaufen. Und da können wir jetzt mal schauen, ob wir ein bisschen Geld verdienen können. Weil der Bruno hat nicht mehr viel. Der Bruno hat alles, was er hatte, hat er gebraucht für das Ticket für daher. Machst du einen auf unten mit Küssen gehen raus? Ja, man eignet sich so Sachen an, okay? Man übernimmt automatisch. Ja, ihr müsst jetzt hören, wie der Bruno Hochdeutsch redet. Das ist das Träumchen. Nicht. Hauptsache da liegt einfach mal ein Roller. Kann ich den nehmen? Aha, kenne ich, ja. Kann ich den... Nö. Nö. Okay, da stehen wir mal zwei Typen, aber ich glaube, das sind NPCs. Von den wenigen... Ah, dort ist noch jemand. Das sind ganz viel. So, ich muss mal... Eben, Roleplay, hä? Von jetzt an. Jetzt bist du noch schnell. So. Roleplay, meine Damen und Herren, Roleplay. Jetzt kann ich nicht mehr auf alles eingehen. Also los! Aua. Hört man eigentlich Klimaanlage unter dem Tisch? Ich hoffe es nicht.
So, let's go. Pizzalieferant. Ah, okay. Ja, steht ja hier oben durch, Pizzeria. Schweizer Hochdeutsch ist das Beste. Ja, und der Bruno kann eben ganz, ganz schlecht Hochdeutsch. Also ich eigentlich zuerst noch ein bisschen schlechter Hochdeutsch reden, habe nicht gefunden, es wäre too much gewesen, beziehungsweise habe es am Anfang einfach vergessen und jetzt redet er halt so. Ja, ich habe eigentlich zuerst so richtig übertrieben, aber nein, ja, jetzt ist so ein bisschen irgendwas zwischen. Starten. Konnte nicht bestellen, du hast nicht genügend Bar. Ich muss 500 Steine haben. Ich mich verarschen, Alter. Ich muss 500 Steine haben, für ein Fahrzeug zu mieten bei ihm. Haben Sie es richtig gelesen? Jobfahrzeug für $500. Ja, wow. Toll. Ja, jetzt kann man wieder irgendwo einen scheiß Bankomat suchen. Mann! Nein, der Bruno, der spricht schon ein bisschen komisch, aber ich denke, das geht klar, ne? Nein, ist halt, das ist normal. Der Bruno ist ein Schweizer. Hey, Scheiße, wo findet jetzt der nächste Bankomat? Ah, muss ich jetzt wieder dort raufsäckeln? Da oben ist, glaube ich, eine Bank. Hat jemand gerufen? Nein. Ah, Katastrophe. 500 Steine. Ja, für die bekomme ich zurück. Weißt du, wie lange muss ich da Pizza ausliefern, für 500 Steine zu bekommen? Also ich hoffe nicht lange, aber... Ich hoffe, es ist wirklich nur ein Depot. Yeah, da vorne ist ein Bankomat. Und der Bus. Mal wieder. Ja, 500 Steine, Mann, das ist fast die Hälfte von dem, was wir haben. Und warum steht der Typ hier so komisch neben uns? Nimmt das da jetzt aus? Ja, komm, hilft nicht. Aber weißt du was, dann zahle ich den Rest, den wir noch im Sack haben. Zahle ich ein. Die $68. Weil dann wissen wir dann nach dem Arbeiten, wie viel wir effektiv verdient haben. Wenn wir jetzt sagen, no. Gut, nein, ist auch nicht schlau, wenn wir irgendwas trinken. Gut, ich habe glaube ich noch. He? Ja, ja, noch Zigaretten, ja, noch ein Bier. Ja, ja. Geht klar. Besser als mein Hochdeutsch. Ja, ich weiß es nicht. Kann ich nicht beurteilen. Aber ja, nur eben die erste Folge habe ich die ersten 55 Minuten. Also das, was ihr jetzt auf YouTube findet, ich habe die ersten 55 Minuten mein neues Mikrofon noch nicht im OBS drin gehabt, darum fehlt der Ton. Und darum musste ich jetzt alles nochmal nachher kommentieren, das heisst ja alles noch einmal selber müssen schauen. Und wenn ich etwas hasse, dann ist es mir selber hören schnurren. Und dann noch mehr selber auf Hochdeutsch hören schnurren, das ist so, Alter. Ich hätte fast wieder aufgehört mit dem Ganzen. Wie ist eigentlich so Verhältnis Spielsound gegenüber meiner Stimme und so? Ist alles okay? Checkt den Team auf YouTube ab. Merci Malo, danke. Aber ich muss dir noch den Ding-Status reinknallen. Der Mod-Status. Aber das mache ich dann irgendwann schnell zwischen. So. Was kann man eigentlich hier an? Kann man da irgendwie hin?
Und da etwas kaufen? Nö. Hey, Fettsack! Nein. Du hast den Job Pizzalieferant gestartet. Ey, ich hoffe, du gibst mir die $500 zurück. Ja, als Video auf YouTube gesehen, hast du es aber gut gerettet. Hey, merci. Hast du schon das ganze Video reingezogen? Ausparken. Falscher Sport. Ich glaube, wir bekommen jetzt... Ja. Hey. So was. Alles klar? Ja, normal, bei dir. Ja, geht. Hast du Probleme mit deinem Motorrad oder was? Nee, nur kurz was am Nachdenken. Ach so. Dankeschön. Ja, genau, ich kann mich muten, wenn ich auf den Chat antworte. Aber ich werde eben in solchen Situationen nicht wahnsinnig viel auf den Chat eingehen. Es kommt darauf an, ob es passt oder nicht. Jetzt muss ich aber ganz schnell gucken, weil ich komme nicht auf meinen Roller. Tatsächlich. Motor starten. Ich glaube, das lege ich mir hier mal neben dran. So, ich glaube, es ist safer. Nein, aber so gesehen, der Chat nicht Scheiß. So. Okay, Scheiße. Total. Fahrzeug wurde ausgeschlossen. Okay. Motor starten. Ah, okay. Steuerung ist... Okay, alles klar. Alter, mit Tasten... Ich bin noch nie in meinem Leben mit Tastatur gefahren im GTA. Das kommt hure gut. Unfall incoming. Oh mein Gott. Aber wir haben ja Roller, wir sind mobil. Wir können doch jetzt einfach mit dem fahren. Oh Gott. Also, wir müssen Pizzas ausliefern. Kann ich das irgendwie markieren hier? Wegpunkt. Ich glaube, ich bin gerade fast überfahren worden. Da ist ja ordentlich etwas los. Wo ist das Hupi eigentlich so? Fahrzeugmenü, Neon anschauen. Ah, nein, Radio, nein! Hör auf! Dann gibt es das Copyright-Problem. Nein, so. Neon anschauen. Das ist kein Neon. Hä? Kann der Bruno ein Wheelie? Ich weiss nicht, ob wir es probieren im Fall. Ich habe da ganz andere Probleme. Kann ich eigentlich auch so fahren? Nein, kann ich nicht. Das ist das Handy. Ah, das ist der Blinker! Okay! Als ob ich... Folge 2, Bruno ist tot. Denkt dran, Backseat Gaming ist nicht erlaubt. Richtig. Gut gesagt. Oder nicht mehr so just aus. Das Hupi hat mich noch Wunder genommen. Das ist das Licht. Richtig, nicht in den Chat schreiben, was ich machen soll. Ja, jetzt, was ich frage, ob der Bruno eine Wheelie kann, das ist noch im Rahmen. Aber ja, wissen Sie noch. Ja, das Hupi finde ich jetzt nicht. Also komm,
Let's go. Pizza werden kalt. Stoppstraße. Übrigens, mir kommt gerade in den Sinn. Ich war gestern bei der Polizei. Die haben gesagt, dass mein Schweizer Führerschein hier gar nicht gültig ist. Das heisst, ich fahre jetzt illegal, oder? Ich habe keine Ahnung von den Verkehrsregeln, by the way, hier im Spiel. Ich glaube, man muss im Stopp anhalten. Die Ampel da musst du nicht beachten. Geschwindigkeiten sind innerorts, ich glaube 50, ausserorts 90 und Autobahn unbegrenzt, irgendwie so. Aber ich glaube, das ist mit dem Roller noch nicht so relevant. Bien. Au. Aua! Ups. Stell ab, Roller. Wie beschließe ich das Ding schon wieder? Mit L. Okay. So. Die Pizzas werden heute, glaube ich, ein bisschen kalt ankommen. Pizza-Lieferant! Moment, kann ich da... Ich kann da Leute, da wohnt jemand, es ist einfach so geil. Wow, wow! 48 Cent Trinkgeld. Warte. Nein. Wo habe ich? Hier. Hier ist dein Trinkgeld, Mann. Aber geile Karre. Hey, wer kann sich nach irgendwie einem Monat, wo der Server online ist, an so eine Hütte leisten? Merde. Da wohnen überall Leute. Ja, das geht aber noch ewig. So. Ah, das Ding an. Im Spiel eine Fahrprüfung, ja. Ich muss tatsächlich Theorieprüfung zumindest machen. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, ob es jetzt schon Fahrschule gibt und ob man jetzt eine praktische auch schon machen muss. Ich hoffe es nicht. Ich muss mich aber ziemlich schnell mal darum tun. Oh, Alter, ich bin gerade neben dem LSPD. Ja. Moin. Ja gut, wie in der Schweiz ja kein Ausweis. Wie im Real Life. Hey, Kassel! Wunderschönen guten Abend. Warum ist jetzt da gerade Eye of the Tiger gelaufen im Hintergrund? Das sieht aber nicht so cool aus hier. So. Ja, irgendwann haben wir das Ganze so im Griff. Guten Abend, Pizza. Habt ihr eine Pizza bestellt? 46 Cent, alter Mann. Ich habe 500 Stellen ausgegeben für diesen Fick-Roller. Und da ist schon wieder nicht mehr draufgekommen. Ah, Kastelfreude auf etwas, ich sag dir's. Wer hast noch so geschlagen im Game? Hey, lass mal, schau mal. Kann mir nicht passieren, habe ich vorhin geändert. Scheiße, welche Taste ist sie? Also mal aufschließen, aufsteigen, Motor anlassen. So. Ah shit, einer wäre gut da hinten. Komme ich da irgendwie zwischen den Häusern durch? Hey Kassel, ich sag dir's. Alter, das Spiel macht mich wahnsinnig. Kann ich dort hingern oder muss ich da? Oder? Der mit seinem, jetzt kommt er mit seinem Huren Aargauer im Auto. Hey, ich kann mir das doch nicht merken. Das wird super, ja. So. Hey, die Pizzas sind schon lang kalt. Ist das hier? Hallo? Habt ihr eine Pizza bestellt? Nö. Habt ihr eine Pizza bestellt? Ja? Hallo? Ah, noch heute weiter.
die Richtung. Jetzt klettere ich da mal irgendwelche Leute durch den Garten. Ah, hier auch, hä? Hallo? Pizza! 24 Cent Trinkgeld. Alter, sind die Wichser gitzig hier. Weil wenn ich das richtig verstehe, lebe ich einfach vom Trinkgeld, hä? Ja. Wir haben noch 10 Jahre, bis wir mal ein Auto haben, Alter. Ah, Scheiße. Ja. Wir sind stark. Das könnte im Real Life auch. So. Jetzt nochmal. Tack, tack. Nein, tack, tack. So. Hey, Kassel, merci für 100 Bits. Ist jetzt die Animation gekommen? Das haben sie gar nicht gesehen. Da ist noch extra Trinkgeld. Geile Sicht, merci vielmal. Yes, sir. Das geht nochmal schnell schauen. So ist es gekommen, hä? Ah, nice, gut. Okay, jetzt tun wir hier wieder Tastenbelegung nebendran. Ein bisschen cheaten darf man ja auch noch. Muss man das da irgendwie so... So. Oh hey, Frau Henny, Ruhe auf den billigen Platz. So. Läuft die Schüssel, nein. Hei, 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 hei. Ja, im Kassel und im Mal, also die dem auch noch den Dingsstatus geben. Cruisen wir mal da rüber. Hey, ich schwöre, es wird so passen, weil es jetzt am ersten Tag, wo wir hier so ein bisschen rumfahren, einfach die Schmier rausnimmt und uns fickt, weil wir keinen Ausweis haben. Ja? Das wäre so typisch. Ups, Blinken vergessen, Entschuldigung. Also, kann der Bruno ein Wheelie? Nein, kann er nicht. Ich wüsste auch nicht wie geht. Wird er so recht bestehen, das macht man nicht. Ja, was will ich dann? Sie muss irgendwie Geld verdienen. Schau, jetzt blinke ich sogar. Und ich habe ja einen Schweizer Ausweis. Der Bruno hat einen Schweizer Ausweis. Aber die von der Polizei haben mir gestern gesagt, dass ich hier nicht gültig. Hure Sack. Dabei haben sie mir am Flughafen beim Ausreisen. Jetzt hier gekommen? Nein. Haben sie mir gesagt, dass mein Ausweis international gültig ist. Und dann komme ich hier an und die sagen, nein, akzeptieren wir nicht. Und ich habe vorher einfach 500 Steine gezahlt, für diesen huren Roller zu mieten, für dass ich Pizzas ausliefern kann. Weißt du, wie lange habe ich für schon nur den Roller wieder reinzuholen? Ich meine, ich habe jetzt einen Stutz verdient. Gut, kommt noch die Sozialhilfe dazu, aber gleich. Ja, das ist ein bisschen, das ist jetzt da die Southside, wo mich gestern der Busfahrer gewarnt hat davor, dass ich hier nicht her soll. Aber wisst ihr was, wenn ich schon mal hier bin, kann ich mal schauen, ob sie eine freie Wohnung hat. Wo ist der Eingang von dieser Wohnung hier? So. Und so. Super Deal hast du gemacht. Ja, es geht nicht anders. Der Pizza-Wichser hat mich abgezockt. Jetzt muss ich einfach 10 Jahre Pizza fahren. Aber dafür habe ich einen Roller, den ich auch sonst brauchen kann. Du musst nicht meinen, im Game bist du erfolgreich. Schon gut, schon gut. Ja, ich glaube, jetzt sind wir recht in der Hut angekommen. Wie ist mir da nicht mehr so wohl? Bin ich ehrlich. Sozialwohnung H3. Ich glaube, ich gehe jetzt hier schnell ein paar Türen abklappern. Hallo Bruno! Schnell ein paar Türen abklappern, vielleicht ist eine noch frei. Ah, hier wäre schon mal Pizza. Und die schon mal
abgegeben, 35 Cent Trinkgeld. Merci vielmals, der gitzige Sack. Nein, die ist auch nicht frei. Und jetzt eine so eine Kackwohnung wird auch noch frei sein. Sie haben mir eben gesagt, sie sind wahrscheinlich alles besetzt, aber ich kann selber probieren, ob ich irgendwo eine finde. Ich nur so, ja, merci. Hey, merci Malo, geile Sicht. Mann. Gut, eben, ich glaube, für den Anfang bleibe ich auch in einem Hotel. Aber es wird halt auf Dauer auch teuer. James anrufen. Ja komm, jetzt machen wir da noch schnell rundum fertig und dann lassen wir es. Wir werden jetzt da nicht 100 Jahre lang schauen wegen einer Wohnung. Also so wie ich es verstanden habe... Das gibt es nicht mal. So wie ich es verstanden habe, kann es eben sein, dass irgendwo noch Wohnungen frei sind. Aber da sie gestern Probleme hatten am Flughafen. Also Kassel an dieser Stelle, wenn du noch zuschaust, frage am Flughafen unbedingt bei dir, ob es Möglichkeiten gibt für zu wohnen. Ob sie dir da Tipps können geben können. Weil eigentlich sollten sie dir am Flughafen, wenn es frei hat, sollten sie dir Sozialwohnungen... Ah fuck, hier sind wir raufgekommen. Sozialwohnungen vermitteln und die sind einfach viel, viel günstiger als die es sonst gibt. Eine andere Frage, wo ist jetzt unser Roller? Irgendwie nicht hier, ja? Hier im Schild vielleicht etwas machen, nicht? Alter, schau mal da drüber. Ich glaube, das ist nicht so meine Haut. Neue Stadt, wir kennen niemanden und... Hey, kann ich bitte einfach auf meinen Roller steigen und fortfahren? Bevor es die noch eine dumme Idee kommen dort hin. Beziehungsweise ich wieder irgendeinem auf die Fresse hauen, wo ich gar nicht wollte. Aber hier sind überall Sozialwohnungen. Ich schließe jetzt nicht jedes Mal den Roller. In dieser Nachbarschaft wird man ja wohl kennen, den Roller stibitzen, oder? Guten Abend. Der eine Pizza bestellt. Hallo? Das geht irgendwie nicht. Nö. Das irgendwie ist alles ein bisschen langsam. So, bin noch ein bisschen in Verdansk unterwegs. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Hey, merci vielmals und merci dir, Malo. Schönen Abend. Weiter rechts. Schöne Pizza-Lieferung abgeben. 1,18 $. Klar, ist Southside, bekomme ich 1,18 $. Und bei den Reichen, ja aber wie gesagt, bei den Reichen bekommst du nichts. Das ist wirklich real life. Gut. Ah, weißt du was? Nein, wir shooten jetzt nicht den Tisch. Die haben uns viel Trinkgeld gegeben. Ich muss ein bisschen angewöhnen, gerade zu hocken, man. Sonst stirb ich eines Tages noch. Habe ich so parkiert? Nein, das ist nicht, oder?
So, wo sind die nächsten Bestellungen? Ja, Halleluja. Aber nicht noch. Ja, es befürchtet. Oh Gott. Da brauche ich ja mehr für Benzin als. Ja. Wenn wir jemanden einen neuen Bürostuhl sponsern, wäre auch kein Seich. Ui. Hey, es stockt gerade ein bisschen, he? Kann das sein? Ich hoffe, es ist nicht mein Internet. Stockt es bei euch an? Und schon jetzt stoppt kein Thema mehr. Ja, ist ja gut. Lag. Also der ganze Stream oder nur das Spiel? Also hat meine Stimme auch gestockt. Himalaya, 2TV, Dankeschön. James, wo bist du? Nur Game, okay. Dort bist. Bis dort bist, sind die Pizzas verdorben, ja. Definitiv, Mann. James, wo bist du? Ja, ich glaube, ich müsste mit PC mal ein bisschen frisieren noch. Heute nicht geschafft, ja, ich auch leider erst jetzt. Bruno musste ausschlafen. Nur Spiel, ah, okay. Ja, dann kann es sein. Also, entweder ist es wegen meinem PC oder dass der Server im Moment wieder ein bisschen Probleme hat. No risk, no fun! Woohoo! Wie schnell geht das Ding eigentlich? Ah gut, man kann eh Vollgas fahren. Aber ich glaube, wir müssen unbedingt das Kästchen suchen tun. Ui. Sonst fallen wir gleich mal die Finger ab. Es ist einfach nicht geil so zu fahren. Du würdest gescheiter auf GVMP gehen. Was ist GVMP? Nein, glaub mir, das ist der geilste Roleplay-Server, den ich bis jetzt je gesehen habe. Roleplay-Server. Auch mit GTA oder was? Ja. Ja, muss ich dann mal schauen, aber eben, das hier ist wirklich, wie es aufgebaut ist, es ist sehr, sehr geil, glaubt mir. Aber das kommt alles erst noch, das braucht noch ein bisschen Zeit. Alter, mal so eine Hütte haben. Ja, wenn ich mal der grösste DJ von dieser Stadt werde hier, dann kaufe ich mir so eine Hütte hier oben. Und dann mache ich da so einen Pool. Hey, Himalaya TTV, danke viel mal für dein Abo. Dankeschön. Dann kaufe ich mir irgendwann hier so eine Hütte, wenn ihr alle abonniert. Ah, Mann. Ja, jetzt liefern wir einfach mal noch ein bisschen Pizzas aus. Auch ein Roleplay-Server, also auch GTA Roleplay. Da. Es geht doch ein bisschen lang, bis da alles annimmt. 25 Cent.
Gerne, mein Lieber, ich verstehe euer Schweizerdeutsch leider nicht. Ha! Geheimsprache, ne? Aber den Bruno, den verstehst du, oder? Ja, komm, schieß auf den Helm. Wenn wir jetzt wirklich da rauffahren, ist das wahr? Alter, dann haben wir 3 Jahre. Nein, leck mir, wir fahren zurück zum Pizza-Ding und sagen dem, es kann mich am Arsch lecken. Bruno versteht man, bester Mann. Danke dir. Mit dem besten Anwalt. Scheiße, wo lass die hure Schüssel an? Hey! So. Ja, habe ich auch gehört. Man munkelt. Hat's mir jetzt meine Markierung nicht gesetzt? Ah Gott, hey! Und ich habe gehört, Bruno hat gar keinen Führerschein, ne? Ins Hotel checken wir rein. Ey, du hast so scheiß lange gebraucht. Und ich konnte es dir nicht sagen. Ich hab fast durchgedreht, ne? Dass die Bonze nicht mehr Trinkgeld geben, ist eine Frechheit. Das sind alles Riesenwichser da oben. Ich weiss eben nicht, wenn ich jetzt auf Sandy Shores rausfahren, ob die mehr würden zahlen oder nicht. Aber es scheisst mich ganz ehrlich an. Wenn wir es probieren. Wenn wir es ein einziges Mal kommen, das erste Mal machen wir es. Das erste Mal machen wir es. Aber nein, nicht mehr. Und das erste Mal machen wir es. Tun wir uns das an. Die Pizza ist 3-mal kalt bis dann, aber egal. Es ist dein Job. Ja, aber der Bruno schießt auf seinen Job. Er will DJ werden. Sorry, mein erstes Roleplay-Erlebnis. Hey, kein Problem, Alter. Meins auch. Aber ich wusste es, weil ich viele andere Streams geschaut habe. Mach's ähnlich mal richtig. Man muss immer anfangen. Ja, aber sorry, irgendwo hat es Grenzen. Es muss so rendieren. Also, wenn ich mehr Benzin brauche, als dass ich verdiene, dann musst du hören. Ich komme ja nicht mal hier der Hocker auf mit dem Scheissding. Aber ja, wir machen es jetzt mal. Nein, es nimmt mich nur Wunder, es kann uns die 10 $ Trinkgeld geben dort oben. Und Himalaya. Das mit dem Rathaus hast du auch nicht gecheckt, ne? Hat auch lange gedauert. Ach, und Himalaya, schau mal. Moment. Schau mal. Ich schlage niemand mehr. Das check ich bis heute nicht. Musst in den Support gehen. So viel ich weiß. Auf den TS und dann in den Support. Warum hat es mir jetzt Markierung dort unten? Hä? Weil das war das, was sie dir die ganze Zeit erklären wollten. Glaube ich. Also keine Garantie, aber ich glaube es. Alter, wir kriegen jetzt schon die Finger ab. Dann hure Kackroller. Kann ich auch mit der Pfeiltaste fahren? Nein, das habe ich vorher schon probiert, wenn ich mit dem Handy führe. Ja. Ja. Ui. Hey, bis bald, Himalaya.
Ruf mich an mal, James. Sag ihm das, wenn du ihn siehst. Der würde ja auch kein Trinkgeld geben, wenn so lange geht, bis meine Pizza kommt. Ja, Digga, ich muss endlich die ganze... Ja, es sind nur 5 Kilometer. Mhm. Rechne mal aus, wenn ich hier 50 Meilen fahre, wie da unten rechts steht. Oder 60 zum Teil. Wie schnell dass ich eigentlich schon dort sein sollte. Nach der Zeit, so, als ich jetzt gefahren bin. Also es sind nicht nur 5 Kilometer, aber das Navi sagt, da ist irgendetwas nicht just. Hat irgendeiner bei Google wieder geschlafen? Ich sollte nicht so rasen. Wenn ich hier aus einem Unfall baue, bin ich auch am Arsch. Ich wüsste nicht mal, wo anrufen. Oder auch einfach die Polizei. Ich weiss nicht mal, ob ich könnte anrufen. Aber 50 Meilen sind 80 km/h. Auf diesem Teil, ja Mann. Aber jetzt rechnen wir mal aus 80 km/h. Fahre ich im Durchschnitt, ja, vielleicht ein bisschen weniger, sagen wir, ich fahre 50 km/h. Und jetzt habe ich 2,5 Kilometer gemacht, nach der Zeit, als ich gefahren bin. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr als 5 Kilometer. Weiß nicht. Ich kann ja mal einen rechnen, wenn ihr könnt rechnen. Wenn irgendeiner von euch kann rechnen, rechnet es mal von mir. Ich darf einfach hier ausgehen. Stoppschild. Ups. Hier aussen Wohnung wäre, glaube ich, auch noch chillig. Irgendwo am See vorne da. Und dann hast du deine Ruhe. Aber erst wenn ich ein Auto habe, bitte. Gut, vorher kann ich mir das eh nicht leisten. Nothing can stop me, I'm all the way up. Und hier könnte ich sogar, glaube ich, 90 fahren. Ich muss übrigens dann noch für meine Fahrprüfung lernen. Aber ich habe keine Ahnung, wo dass ich die Verkehrsregeln finde. Jetzt gibt es sicher nur 25 Cent oder so. Ja, das wird so sein. Hey, wir tun jetzt schon die Finger vom WASD fahren. Kassel, du hast bei dir GTA 5 im PC mit dem Kästchen zum Laufen gebracht, gell? Yes, musst du mir den... Wie hast du das eigentlich gemacht? Weil ich has nicht geschafft. Also wenn ich jetzt hier mehr Geld bekomme als in der Villa vorhin, den PS-Controller mit dem Kabel. Ja, so weit ist klar, aber bei mir hat es beim GTA nicht erkannt nachher. Oder wenn die mir jetzt hier mehr Trinkgeld geben als die vorhin oben, ha? Weiß ich auch nicht, weil hier sieht er so aus, als würde Cousine und Cousine... Ja, nein, lassen wir's. Sweet Home Alabama. Pizza! 1,26 $! Geiler Sieg, merci viel mal. Okay, also bei den Assis bekommst du mehr... Entschuldigung. Also bei mir war Plug and Play gewesen. Scheiße, okay. Ja, jetzt bei mir eben noch im Steam eingestellt, aber vielleicht muss ich das mal abstellen, für dass es näher geht. Wie ist jetzt das gegangen? Hier. Jetzt drüber. Da haben wir wieder 3 Jahre, Alter. Sweet Home Alabama. Ja, weil es wäre einfach schon von Vorteil. Und ja, gut, kann das sein, dass für eine Occasion Xbox Controller wirklich heutzutage noch über 50 Steine zahlst? Hast du GTA über Steam gekauft? Nein, ich glaube das 5 nicht.
Moment. Ja. Ich glaube, das 5 habe ich nicht über Steam gekauft. Ich bin nicht mehr sicher. Ich glaube, das 3 und das 4 habe ich über Steam gekauft. Ich muss da schauen. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ein Code gekauft und dann im Launcher reingegeben. Aber Mensch, es könnte mit Steam zusammenhängen in dem Fall. Weil das Einzige, was kommt, wenn ich es anlasse, ist das Xbox-Kästchen, also wenn ich die Steuerung gehe. Und bei Vice City, wo über Steam läuft, funktioniert es. Also nicht super, aber es funktioniert. Also schau mal, wie ich fahre, das kann es nicht sein. Vor allem muss ich jetzt schon die rechte Hand nehmen, weil ich mich links komplett verkrampfe. Vielleicht, okay, ja, muss ich dann mal probieren. Hast du schon mal mit dem PS-Controller probiert? Ja. Nein, eben nur mit dem PS-Controller habe ich probiert. Xbox habe ich eben nicht. Weil Xbox würde safe gehen, darum habe ich mir eben überlegt, den Xbox-Controller zu ziehen. Obwohl sie Xbox-Controller eigentlich gar nicht feiern. Und auch noch mehr Probleme. Also es wäre schon besser als mit Maus und Tastatur. Aber eben mit dem PS-Controller habe ich angesteckt, hat so alles erkannt, aber einfach nicht funktioniert nachher. Aber nur im GTA rein. Alles andere ist gegangen. Also es kann wirklich mit Steam zusammenhängen. Wie findest du eigentlich mein schönes neues Mikrofon? Ist das Sound noch gut, wenn ich da ein bisschen hinterher schaue? Alter, ich komme hier fast nicht rauf. Sweet Home Alabama. Das ist der hure Puckelkiste da. Ich will ein bisschen umdisponieren. Ist fast das gleiche wie ich habe. Ah, das Mikrofon. Welches hast du? Weil ich habe jetzt am Anfang immer so das günstigste Trust, was es überhaupt noch gibt, gehabt. Und das hat immer den ganzen Raum aufgenommen. Wenn du hinterher schauen musst, du so cutten, dann passt es. Ja, aber da habe ich eben extra montiert, aus dem Grund, dass ich die Tastatur, ich habe eine relativ laute Tastatur und eine relativ laute Maus. Und für das ein klein einzudämmen, darum habe ich auch den Pegel recht zurückgenommen. Aber ich habe also die anderen in-game sollten es nicht hören, weil dort haben wir noch Filter drin. Und im Stream spielt es ja nicht mehr so eine Rolle. Wenn du zurückgehst, hört man mich nicht mehr so gut. Also so, ja, okay. Muss ich meine schlechte Körperhaltung beibehalten. Soll ja auch ein bisschen leiden für das Geld, ha? Ja, kann ich jetzt hier reinfahren oder nicht? Oder muss ich jetzt da zu Fuß aber? Auch ein Rücken kann entzücken, ja vor allem nach rum. Jetzt mal so frech, wir schieben da langsam das Tor auf. Au! Das habe ich mit dem echten Roller auch gerne gemacht früher. Nein, wirklich jetzt. Das wäre doch eine geile Hütte. Für den Bruno. Weißt du, da deine Ruhe hast? Oh nein. Abstellen. Eieiei, so. Wenn wir die Hütte kaufe ich sie gut. Pizza-Lieferung abgeben, 71 Cent. Fick mein Leben. Also wir sind jetzt glaube ich irgendwie seit einer Stunde oder so, wie lange sind wir im Stream? Etwas über eine Stunde, vielleicht seit einer Stunde im Pizza ausliefern. Und wir haben verdient $4,93. Oh, das Auto kostet irgendwie $3.000, Mann. Ah. Jetzt einfach so frech, die Hütte steht da zum Verkauf, da wohnt sicher niemand da. Raucht jetzt hier mal eins.
Best Job ever, ja, du sagst es. Nein, aber der grosse Vorteil ist, ich kann den Roller einfach auch sonst brauchen. Komme ich wenigstens irgendwie von A nach B. Ich muss laufen. Eines Tages werden andere für die Pizza fahren. Ich hoffe es. Und weißt du, ich gehe ja noch das Risiko ein, dass mir jederzeit irgendwie die Schmier pickt. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn du ohne Führerschein hier Auto fährst. Ja, Mann, der Kassel kann für mich Pizza fahren. Nein, wenn ich bis dann ein Auto habe, kannst du mein Auto nehmen. Aber ich glaube, das rendiert auch nicht, weil das Benzin ist, glaube ich, recht teuer hier. Ah, ich kann laufen und rauchen, das finde ich gut. Wo ist mein Roller? Hier. Ein bisschen creepy hier nicht. Aber Stil hat es gleich, so eine Hütte zu haben. Oh. Hallo? Okay, nein, die Hütte gefällt mir gleich nicht so. Okay. Raub aus! Go for it. Modern. Nein, das Gute ist ja, wir bekommen noch $40 Sozialhilfe pro Stunde. Also von dem her haben wir jetzt $43 verdient, immerhin. Aber auch wie gesagt, ich habe $500 ausgegeben für den Kackroller zu mieten. Ich weiss nicht, ich hoffe nicht, dass ich das jedes Mal muss zahlen muss, wenn ich diesen Job mache. Ich hoffe, das zahlst du einmal als Depot und wenn du kündigst, bekommst du es vielleicht sogar wieder zurück. Hoffen Sie jetzt mal. Nein, hier geht's nicht raus. Hey, ich habe schon eine Hälfte Tank gebraucht. Au, au, au. Langsam. Ich habe schon eine Hälfte Tank gebraucht, Mann. Nein. Das wollte ich machen. Jetzt tanke ich aber da oben noch irgendwo. Ich nehme mal schwer an. Ah ja, 1 Liter Sprit kostet $2. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, hier oben ist es ein bisschen günstiger. Hoffe ich. Ist hier irgendwo eine Tankstelle unterwegs? Ich glaube, hier im Ecke hat es eine. Also das weiss der Bruno natürlich nicht, aber... wir sind ja vorhin dran vorbeigefahren, das kann er wissen. Ja, let's go. Ja, vielleicht muss ich mich gleich irgendwie mal nach einem anderen Job umschauen. Aber wie gesagt, go auflegen. Weil ich habe gestern gehört, dass schon die ersten Clubs und Bars haben aufgetan. Vielleicht sollte ich dort mal einfach fragen, ob ich mich auflegen kann. Tiki Lala haben sie mir gesagt. Und Vanilla Unicorn, wobei das scheint ein Stripclub ist. Aber das würde ja passen. Und dann gehe ich im echten Leben dort auf. Ich glaube, dort können wir nicht mal vorbei. Für $40 auf den Putz holen. Ah ja. Du, das Benzin geht ein schnell runter. Hey, jetzt kommt es verdammt darauf an, wie viel ich hier muss tanken muss. Ja, das zahle ich dir auch noch selber. Ja? Nein, aber da fahre ich nie mehr, das rendiert nicht. Also falls wir wirklich nur das Trinkgeld bekommen, ich weiß nicht, ob wir sonst noch Lohn bekommen. Was sehen wir denn noch? Da steht hier ein Roller rum. Oh, Highspeed. Ja, ja, Bruno sein Moser ist... Bruno sein Moser. Bruno sein Leben ist noch nicht wahnsinnig krass im Moment. Aber so habe ich wenigstens noch Zeit, mich mit euch zu unterhalten. Das finde ich schön. Das ist echt da. Ah. Bitte komm, Fall. So, hier habe ich gedacht, ich kann eine Tankstelle haben. Das war auch nichts, aber ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal hier links.
Darf ich mit dem Roller auf die Autobahn? Das wird teuer mit dem Most. Ja, du sagst es. Ich hoffe, dass ich überhaupt irgendwie ankomme. Alter, ich habe nur noch 3 Strichli. Wenn es da vorne am Kaff keine Tankstelle kommt. Oder ich jetzt schon eine verpasst habe. Ich habe doch noch nie geachtet im GTA, was Tankstelle hat. Ich fahre jetzt einfach mal in das Dorf, ins Kaff hinein. Hier, Gas. Ich sehe aber nicht so aus, als gäbe es da noch etwas Scheisse. Alter, die am Arsch. Hey Gil, wenn du jetzt musst latschen, gehe ich runter. Ja, ich gehe. Sandy Shore Flugplatz hat es. Darf ich nicht verwenden, Kastel! Psst! Das darfst du nicht sagen. Da musst du bei dir auch hure aufpassen, dass du jemanden hast, der das Zeug moderiert. Hier jetzt eine! Huch. Nein, weil du bist schneller vom Server, als du auf 3 kannst zählen, glaub mir. So. Drücke E, um das Tankmenü zu öffnen. E. Benzin, der Liter $1,05. Was ist das für Geräusch? Ja. Warte. 1 Liter habe ich getankt. Ah, okay, das geht. Ja, ist er denn jetzt voll? Nö. Geht die Anzeige jetzt rauf? 'Schon geil gemacht, ja, es ist der Wahnsinn, ich liebe es. Ah, da muss ich noch die Liter einstellen, oder wie? Alter, das wird teuer. Du hast nicht genug Geld, um 20 Liter zu tanken. Ich weiss ja nicht mal, wie viel es drin geht, Alter. Wie viel Geld habe ich denn? Das habe ich vorhin gesagt. Ja. 3 Liter für 3,15 $. Alter, ich gebe mein ganzes Geld aus für das Tanken. Ist euch das bewusst? Und der wird nicht mal voll sein. Ich weiß ja nicht mal, wie viel es da drin geht. Der ist nicht gestiegen. Ist jetzt das ein Bug oder bin ich zu blöd? Das Geld ist weg. Jetzt muss ich es einfach riskieren. Das Halbs ist er rauf. 4 Liter! Alter, ja $40 für die. Ich komme mit weniger heim, als ich begangen, ich schwöre. Das mache ich nie mehr. Also da rauffahren. Das sieht nicht gut aus. Nein, definitiv nicht. Und ich habe nicht mal einen grossen Umweg gemacht, glaube ich. Habe ich wenigstens noch den richtigen Ort markiert. Halber Strich ist er gestiegen. Ja, das dürfte mir eben auch nicht sagen, liebe Leute. Ha? Ah nein, ich habe noch falsch markiert hier. Ich darf keine Informationen, die das Spiel betreffen, brauchen.
100 Liter, ja. Kann sein. Ich weiss es nicht. Nein, wahrscheinlich 20. Aber du bräuchtest $20. Und ich habe 4 verdient. Come on. Und 500 ausgeben für einen Roller. Hey, ich hoffe so sehr, dass es einfach ein Depot ist. Hui! Weil es kann sein, dass sie das Depot eingeführt haben, weil die Leute immer die Roller genommen haben und nicht zurückgebracht. Und dann macht es natürlich Sinn. Alter, wenn ich mit dem Ding bleibe liegen, ich schwöre. Ich hätte nicht mal Geld für ein Taxi, ich habe nicht mehr nachher. Ich habe 73 Cent. Ja, ab auf die Autobahn. Wie lange hast du auf die Antwort gewartet beim Anmelden? Lang. Ich habe es 2,5 Monate probiert. Im Gesamten. Also vom ersten Moment an, wo ich mich das erste Mal probiert anzumelden, bis gestern, wo ich wirklich auch einreisen konnte, waren über 2,5 Monate. Aber es kann ganz schnell gehen, wenn du Glück hast, kann aber auch lang gehen. Also der Kassel hat, glaube ich, innerhalb von 1-2 Tagen schon Antwort bekommen. Oder? Aber einfach, komm nicht auf die Idee, ihn irgendwie zu schreiben oder sie zu stressen, weil dann hast du deine Chance wahrscheinlich schon vergeben. Das haben sie nicht so gern. Du musst abwarten und Geduld haben. Weil es geht noch, glaube ich, auch ein bisschen darum, zu schauen, dass du eben Geduld hast und auch Zeit investierst. Das ist schon ganz wichtig, wenn du Biografie schreibst, dass du ausführlich und dir wirklich Zeit nimmst. Nein, sicher nimmst du sie ja seriös. Ja, voilà, eben. In der 48 Stunden 2-mal. Okay. Aber eben, es kommt gerne auch darauf an, wie schnell oder wie viel es sich gut anmelden, denke ich. Ja, bei mir ist es ewig gegangen, aber das ist halt auch relativ von Anfang an. Und dann haben sie wahrscheinlich all die grossen YouTuber zuerst mal draufgeladen. Und dann mehr. Ganz als letztes. So, wir haben noch 3 Strichchen. Ich schwöre, ich gebe dem den Roller jetzt zurück, der soll den wieder tanken. Außerdem muss ich dann wieder 500 Steine zahlen, aber dann liefere ich nie mehr Pizza aus. Dann chill ich einfach in der Stadt und kassiere Sozialhilfe, bis ich mir ein Auto leisten kann. Ja, jetzt easy, mit meiner Sozialhilfe muss das Zeug zahlen. Corona hat sicher 10-fache Anmeldungen gehabt, ja, das kann natürlich auch sein. Nein, und der Server gibt es ja auch erst seit 2-3 Monaten, glaube ich, offiziell. Oder nur 2 sogar. Ui, es laggt wieder. Ich weiß gar nicht, wie viele Spieler es jetzt online sind, aber... Ja, könnte ich schauen. Safe ein paar hundert. Es sind eigentlich immer so 300-400 Spieler, es werden immer mehr. Und dafür haben die wahrscheinlich langsam Probleme an. Und bis jetzt läuft der Gang hure super. Wo muss ich durch? Hier. 2,5 Strichchen. Alter, meine Nerven. Ich weiß gar nicht, ob ich auf die Autobahn darf, Mann. Ohne Ausweis auf die Autobahn. Und ich habe schon lange keine anderen Spieler mehr gesehen. Irgendwie. No risk, no fun, man. Hey. Mein Rücken. Alter, wie das Benzin runtergeht. Jetzt könnt ihr Wette abschließen, ob wir es schaffen oder nicht. Gut, es sind nur noch 1,5 Kilometer. Jetzt könnte ein schlauer Mensch könnte jetzt noch den Verbrauch ausrechnen. Wir haben Geschwindigkeitsanzeige, Distanz und Anzeige für ja, sind alle Indikatoren sind gegeben. Schau da, das Taxi!
Wenn wir fallen die Finger ab. Ehrlich, einfach nur vom Drücken. So. Ich hoffe, ich kann jetzt den einparken und wieder ausparken. Und der ist dann wieder volltankt. Geil parkiert, Homie. So, unsere erste Schicht als Pizzakurier geschafft. Nein, nicht hier. Hallo! Bringen den Roller zurück. So. Kann jetzt da wieder einparken? Einparken. Faccia. Wurde eingeparkt. Ausparken, Faccia. Guten Abend. Guten Abend! Ich glaube, der hat mich jetzt nicht gehört. Leck, der mir klopft, Mann. Ich hab ganz vergessen, dass ich hier auf einem Server bin, wo andere Menschen sind. Nein, er ist nicht voll tankt. Nein, ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich muss Geld abhaben irgendwo. Oder soll ich einfach künden, Mann? Nein, komm, wir brauchen ein Verkehrsmittel. Ah, aber Pizza fahren ist echt scheiße. Ja, komm. Cruisen wir noch ein bisschen rum, beziehungsweise geht das Ding tanken. Jetzt mal meine Reichweite noch ein bisschen aufstellen. Jetzt spielt echt böse Verzögerung. Aber ihr seid noch da, oder? Oder ist mein Internet komplett am Arsch? Kann man etwas in den Chat holen? Funktioniert noch alles. Quickline. Beste. Ja! Ehrlich schon. Aber ich glaube, ich überfordere es ein bisschen. Wo ist der Timo? Hier bin ich. Ich bin noch da. Okay. Also der Stream läuft noch super, oder? Es nimmt mich nur Wunder, ob es mein Internet ist oder ihr Server, der abkackt. Habt ihr gesehen, wie lange es geht, bis das Menü da ist, zum Beispiel? So, noch $640. Wir haben heute mit 1000 angefangen, hä? Geil. Ah, ja, komm. Camelot flüssig und das Mic auch. Okay, der ist schon mal nicht mein Internet die schuld. So weit, so gut. Obwohl es mir da OBS dauernd irgendwelche, jetzt sehe ich erst jetzt, Moment mal. OBS hat mir dauernd irgendwelche Warnmeldungen. Framerates erkannt. Übersprungene Frames erkannt, 16%. Okay, das ist nicht so gut. Stream läuft normal bis aufs Game halt. Ja, aber es kann eben, die Meldung kann auch vom Game herkommen. Ich muss da mal dran schrauben noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder am Server. $40,66. Ja, komm, das Cent ist unser Glückscent. So, dann gehen wir mal das Ding irgendwo tanken. Moin.
Keine Ahnung, wo die nächste Tankstelle ist. Wird mal einfach den Roller voll tanken aus Sicherheitsgründen. Stoppschild, ich weiss. Uhu! Ah! Nochmal. Uhu! Ah! Ja, vielleicht muss ich dann mal neu starten. Wo hat es eine Tankstelle? Weiterladen. Wo hat es eine Tankstelle? Mama Kassel. Hat's schon. Glaubt mir. Die sind alle irgendwo. Aber nicht bei mir hier. Was ist das eigentlich für ein Job? Ah, das ist glaube ich der Stadtpark. Da fahre ich mal her, dann siehst du, dass es Leute hat. Warte. Aber ich müsste irgendwo mal eine Tankstelle. Wenn sie dich kontrollieren, bist du am Arsch. Ja! Weiss nicht, was nicht passiert. Wahrscheinlich gibt es einen Bus und wenn ich die nicht zahlen kann, dann komme ich in die Kiste. Ah, hier jetzt eine Tankstelle. Hoffen mal, die haben offen. Blinken. Nice. So. Da. Den Schlauch nehmen. Da rein tun. Zack. Und jetzt. Danke. Benzin. Fahrt schon. 26. Was ist jetzt los? Ja, ich glaube, jetzt ist Server-Error. Okay. Dann starten wir mal schnell das Spiel neu. Sali Ronny! Hoi! Du kommst jetzt, wenn der Ronny online kommt, kackt das Spiel ab. So. Jetzt schaue ich aber ganz schnell auf Discord, ob es irgendwelche Infos gibt. 22, 30. Ja, genau. Starten sie neu. Die Kassel, gang unbedingt mal im Discord lesen, was sie jetzt gerade im Changelog innen geschrieben haben. Das ist für dich noch relevant. Wegen irgendwie Timeout von 90 Tagen und bla bla bla. Ja, dann kann ich wieder. Nein, Ronny! Bleib da! Bleib da! So habe ich es nicht gemeint, Ronny. Aber ich hole mir jetzt schnell etwas zu trinken. Hey, ich verhitze fast in diesem Huren-Büro. Komm ich wieder. Einen Moment.
Ja, die sieht man, wenn du durchläufst. Ausser du läufst hinter dem Greenscreen durch. Ja, man sieht die und man hört die. Hallo. Okay, überzeugt. Was ist dort gestanden? Bist ja nicht im Game, da kannst du ja reden. Was ist wo gestanden? Jetzt habe ich nicht auf das WC wollen. Im Discord. Ich konnte es eben nicht können lesen. Geh einfach schnell schauen. Im Changelog. Irgendwie, ab wie viel Versuche, dass sie die 30 Tage Timeout und so und 90 Tage und keine Ahnung. Es hat allgemein, finde ich, ein paar wichtige Sachen. Und Ronny, hast du nicht gesagt, willst du dich mal anmelden? So. Schau mal, was ich geholt habe. Eine ganze Tasse eiskalten, geilen Kaffee. Aber ich habe vergessen, Zucker drin zu tun. Das hätte ich das erst vorher machen können. Jetzt muss ich nur schütteln. Shake it, shake, shake it, shake it, shake. Ich hoffe, das Ding hat. Nein, es wäre verdammt nicht lustig. So. Und die schaut mich an da unten. Was schon heute Hallo sagen? Du kommst gerne, du bist einfach Fame-Geil. Du bist einfach Fame-Geil. Mit deiner neuen Frisur. Willst du etwas sagen? Hallo. So, ist gut. Ich will zocken. Ja, also. Ich kann es wieder kuscheln. Der Hund ist Arsch, ich sage es ja. So, ich gehe noch schnell auf die Toilette, komm ich wieder. 1 Sekunde. He? Warum steht echt oben bei erst seit 39 Minuten live? Und da unten steht bis seit 1 Stunde 38 live. Hat es irgendwann mal Unterbruch gegeben? Ich hoffe es nicht. Ja, Item. Ich komme gleich wieder. Sekunde. Ich muss erst schnell warten, weil sie der Server die etwas rumbasteln. Salut zusammen, geht's bei euch? Schön. Warte, da sage ich noch schnell diesen. Oh, aber. Nothing can stop me, I'm all the way up. Merci Timo G für dein Abo. So. Ich habe jetzt mal das Fenster auf, in der Hoffnung, dass wir die Mucke nicht fressen und dass es draussen vielleicht schon mittlerweile ein bisschen kühler ist als da drinnen. Ronny stinkt. So, weiter geht's mit dem Bruno Moser.
Seid ihr noch da, liebe Freunde? Seid ihr noch da? Macht Lärm. Alle hängen in die Luft. Oh, vielleicht verteilt es den Zucker ein bisschen. So. Ich bin froh, sind wir da unten in der Stadt und nicht vorhin am Arsch der Welt und irgendwie am Fahren und dann ist der Roller weg, weißt du wie? Dann bist du gefickt. Oh, das ist noch ein Ringame. Ups. Hat niemand gehört. Gut, probieren wir es nochmal mit tanken. Hier, da, zack, boom. Vielleicht den Roller noch aufschließen, vermutlich. Jawohl. Vielleicht wird der Bruno ja noch Kamera, wer weiß? Wer weiß? Er will schon gerne DJ werden, aber hey, seht ihr, wie leer mein Tank ist? Er muss dringend jetzt tanken. Er will eigentlich schon gerne wieder als DJ arbeiten. So. Das mal nehmen. Da rein. So, zack. Und jetzt da eine Spitte voll tanken. Das Benzin ist jetzt hier gleich teuer wie da oben vorher, oder? So. Hau raus den Lachs. 27 $ tanket. Alter. Mein Herz. Oh. Hoppla. So, ist die Schüssel jetzt wenigstens voll? Ja, Mann. Freedom. Freedom. Au, au. So, aber wisst ihr, auf was es jetzt Bock hat? Also der Bruno, ihr natürlich nicht. Einfach mal hier schauen, was wir da noch machen. Und nachher das andere müsste irgendwo hier unten sein. Mal schauen. Tun wir mal ein bisschen die Stadt erkunden. Wir haben jetzt das Kaffee vorgestellt, das geht, ne? Das ist mir zu gefährlich. Darum haben wir es vorgestellt. Ah, davor ist PDM Premium Deluxe Motorsport. Können wir da mal reinschauen? Irgendwie sind wirklich nicht viele Leute da, denke ich. Voll leer, der Laden. Verkauf hat niemand geredet. Alter. Da könntest du vielleicht schaffen in Zukunft, Kassel. Hallo? 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 Okay, scheint niemand da zu sein. Der wird schon so zum Bruno passen. Mitnehmen das Zeug. Wir werden probieren. Auch nichts gesehen. Haben wir echt, das nimmt jetzt gedwungen, haben wir einen Schlüssel zum... Sollte jetzt eigentlich einen Schlüssel haben zum Roller, oder? Scheinbar nicht. Ja, aber der wäre noch geil. Da kannst du sicher irgendwie 10'000 stellen. Ja, aber wie gesagt, der Vorteil mit Pizza fahren ist, wenigstens haben wir das Fahrzeug. Sonst müssen wir jetzt einfach laufen, Taxi oder Bus nehmen. Und da habe ich so gar keinen Bock drauf. Kassel, glaube ich, hier sehe ich dich.
Das wäre dein Job. Also es gibt glaube ich noch ein zweites Autohaus. Habe ich etwas gehört sagen. Also der Bruno. Ich weiß gar nicht, wer jetzt noch alles im Stream ist. Ja, gesagt. Safe im echten Leben, ja Mann. So, also wenn es im Nord noch Leute hat, dann hier. Das ist nämlich der berühmt-berüchtigte Stadtpark. Ja, da ist noch einiges los. Aber ich würde es gerne wissen. Gell, dann kannst du vom Arbeiten heimkommen und daheim das Gleiche machen. Ja, das mache ich ja im Moment. Also wenn ich dann mal da in-game irgendwie auflegen kann. Das kann ich eigentlich nicht mal abchecken. Irgendwo mal fragen. Aber jetzt sollte ich zuerst mal schauen, dass man hier so ein Geld machen kann. Bei mir lag es manchmal. Was jetzt? Der Stream? Ich habe schon wieder eine Fehlermeldung. Warum das? Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie, mein PC hat irgendwie so einen Fehler, dass er immer die Uhr verstellt. Weil auf meinem PC ist jetzt also vorher auf automatisch gestellt und jetzt ist 21:46. Und ich habe das Gefühl, dass das irgendein Problem auslöst im Game. Weil das Problem ist im Game. Ja, ich habe gedacht, übernimmt die Zeit vom PC. Und es kann sein, dass er wegen dem irgendwie umbackt, weil jetzt bei mir andere Zeit ist als bei den anderen. Warte, ich stelle die mal wieder schnell nachher. Und ich habe noch nicht herausgefunden, was es könnte liegen. Also mein PC verstellt sich dauernd wieder selber die Uhr. Ja, jetzt ist es nicht aktualisiert, aber ist egal. Ja, von mir bekommen wir dann gleich Sozialgeld. Was ist jetzt da los? Okay. Du hast bereits einen anderen Job am Laufen. Okay. Ich würde sagen, es liegt im Game, weil der Rest läuft ja super. Ja, das Ding ist eben... Das ist der Müllsammler. Nein, da habe ich keinen Bock drauf, sorry. Nö. Das Ding ist eben, ich weiß auch nicht, ob es an meinem PC liegt oder am Game, also am Server. Das kann ich nicht sagen. Jetzt kommen schon die ersten Mucke rein hier. Super Idee, jetzt Fenster aufzutun. So. Ja, irgendwie nicht so Bock. Der Bruno ist ein bisschen introvertiert manchmal. Halt auch, weil er mit seinem Dialekt und so. Gut, dort wäre ein Taxifahrer. Ich könnte mal fragen, was es so kostet. Nein, komm. Ich habe etwas anderes im Sinn. Streamst du über Streamlabs? Ja, voll. Mensch, könnte an dem liegen. Ah, nein, stimmt gar nicht. Im Moment, mal ich bin auf dem Streamlabs. Aufgenommen habe ich vorhin im OBS drin. Ein Mensch könnte im Streamlabs liegen. Wo ist das hure Vanilla Unicorn? Ah. GTA läuft eigentlich hure flüssig bei mir, wenn ich nicht auf dem Roleplay-Server zocke. Aber dann bin ich natürlich auch nicht am Streamen gleichzeitig. Und OBS hat bei mir in der letzten schon hure Lampe gemacht. Also nein, OBS eben nicht, aber Streamlabs. So. Mal schauen, ob hier etwas läuft.
Streamlabs über Administrator geöffnet. Weiss ich grad nicht, was du meinst. Oha, die haben umgebaut da. Das Aquarium im echten Game an. Vanilla Unicorn. Real Class every night. Beautiful ladies. Das steht. Geil. Kannst du hier arbeiten? Ja, das ist effektiv. Steht es zur Debatte. Weil sie haben mir gestern auf dem Arbeitsamt gesagt, dass sie hier vermutlich DJs suchen. Also das steht auch wirklich zur Debatte. Und ich habe jetzt mal gefragt, aber da ist auch keiner rum. Gut, wir haben ja, was haben wir für einen Tag? Wir haben Donnerstag am Abend 11 Uhr. Ja, gut. Ich muss durchschnurren. Ich muss hier raus wegen dem Copyright wahrscheinlich, sonst tut YouTube dann wieder dumm. Na, 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 na. Hoi, lieber Gruß, die Alt vom Wargauer. Hallo! Also, da liegt es an dem, Streamlabs immer über Administrator öffnen. Rechtsklick auf Streamlabs, dann über Administrator öffnen. Ah, du meinst über Windows Administrator. Habe ich glaube eigentlich. Aber müsste ich mal schauen. Die Out vom Castle. Finde ich geil. Hast du einen Namen? Nein, sag's nicht. Nehmen wir nicht an, dass ihr den wollt liken, so wegen Privatsphäre und so. He? Schreib's mir im WhatsApp. Also, Castle. Hey, ei, da ist ich. Hier lass an. Da ist der Schlüssel. So. Ja, jetzt, im Arbeitsamt haben sie mir noch 2 Orte gesagt, was unter Umständen etwas haben könnte. Ich hätte echt den Taxifahrer vorher fragen können. Komm, wir mal schauen, ob der noch dort ist. Jetzt gerade hier lassen. Geil! Habla. Niemand gesehen. So. Eben ein Stück Rüebli-Torte. Ja, jetzt kommt dem Bruno sein geiles Hochdeutsch. Guten Abend. Hallo. Jafar! Alles klar? Ja, und selbst? Ja, geht. Danke. Gibt es irgendwelche Probleme da mit dem Herrn? Weiß ich. Nee. Okay. Ich muss mal ganz kurz was machen. Okay. Ich muss mal ganz kurz weg. Guck mal. Ja. Mann! Hey, Kassel, merci für die Pizza. Mua, bist ein Schätzel. Die haben wir nicht gern. Also wir könnten mal, weißt du, wir könnten probieren. Ich könnte mal schauen, ich hatte nämlich noch einen bei der Anreise, den ich gelernt kennen, der James. Mal schauen, ob der wach ist. Also der Bruno weiss ja jetzt nicht, ob er wach ist. Ich weiss es, weil er vorhin da war. Also ich weiss, dass er nicht geht, also wird er auch nicht abnehmen. Das ist übrigens, by the way, der Taxifahrer vorhin, hat er nicht erkannt, wer das war. Hat noch jemand erkannt? Malo spendet, ich bekomme ein Danke. Hä? Ah, fuck!
Falsch gelesen, sorry. Ziele verrutscht. Merci Malo. Dankeschön. Scheiße, Mann, hallo. Hi, ciao. Weißt du, was meine geschwollenen Augen von da hinten aus gesehen haben? Nö. Dass du verdammt hungrig bist. Ach ja? Ja, ich habe die köstlichsten Donuts hier in der Stadt, Mann. Du kennst mich bestimmt. Ich bin Captain Köstlich. Captain Köstlich. Ahoi, moin. Ja, Mann, auf jeden, Mann. Und ich habe die köstlichsten Donuts. Willst du ein paar haben oder was? Ja, ist eine Preisfrage, ne? Ah, Preis, Mais, das ist doch nicht. Das, wenn du den probiert hast, spielt das keine Rolle mehr, mein Freund. Also, naja, gut, wir sagen mal so. Also, einer liegt bei 8 und eine Viererbox bei 30. Da sparst du natürlich ein bisschen, je nachdem. Aber die sind wirklich dein Geld wert, glaub mir. Du beißt da einmal rein, du willst immer mehr, Mann. Das ist einfach so. Kannst du hier alle Leute fragen, Mann. Die haben alle schon probiert, Mann. Ja, ich fahr mal kurz zum Bankomat, ne? Gar kein Problem. Dann Du komm weißt ja, ich wo wieder. ich bin, Mann. Immer bei Ja, der Mann. pinken Karre, Mann. Alles klar, Mann. Wunderbar. Ne andere Frage. Kennst du dich hier in der Stadt ein bisschen aus? Ja, ich bin ja schon einige Wochen hier, Mann. Nice. Gibt's irgendwo einen Club oder irgendwo Musik, Diskothek? Ja, auf jeden. Es gibt das Tiki Lala. Tiki Lala. Tiki Lala, das ist, warte mal, lass mich mal kurz auf die Map gucken. Ah, warte mal. Also, wenn du die Map aufhast, Ja. dann ist das ungefähr bei, also wenn du beim Arbeitsamt, ja, Ja. rechts davon und dann hoch, diesen Berg hoch bei dieser dicken Straße dann, ja. Okay. Also rechts davon, dann links hochfahren auf dieser großen Straße Mhm. und dann die Straße nach rechts folgen, dann kommst du da auf jeden Fall an. Bei in der Okay. Nähe vom Café. Okay. Ja, check ich mal aus. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob da heute was geht, aber morgen ist auf jeden Fall der Fiasko, Mann. Okay. Genau. Also morgen ist große Party, ne? Ja, genau, morgen ist der große Party. Okay. Ja, muss ich mal auschecken. Ja, auf jeden. Hey, ich danke dir. Ja, gar nicht, Mann. Du kommst ja eh gleich wieder, ne? Ja, ich komme gleich wieder, ja. Okay, ahoi. Bis gleich. Nicht mal, vielleicht komme ich wieder. Alter, ich kaufe doch nicht im Stadtpark von irgendeinem Typ Donuts, der mich süchtig soll machen. Spissen. Weg hier. Da hat es ein Bankomat. Weg. Meine geschwollenen Augen. Weg hier, Mann. Was geht hier ab? Weißt du, Bankautomaten sind gerade über die Straße und der checkt's nicht, ja. Ja, so denkt. Weil ich es gesagt habe, so dachte nein, fuck, hättest du keine bessere Ausrede. Ich gehe jetzt mal das Tiki Lala abchecken. Oder soll ich dann mal so einen Donut abkaufen und schauen, was passiert? Der Bruno ist DJ, er kommt aus der Szene, weißt du? Aber ich glaube, Bruno hat eben Vergangenheit. Mach, please. Okay. Bruno hat in der Vergangenheit aber ein bisschen Probleme gehabt mit den Drogen. Jetzt keine Ahnung, ob ich richtig fahre. Ich glaube, ich glaube, das Tiki Lala ist im Hollywood Boulevard oben, so wie ich verstanden habe. Ist das hier schon? Also im Vinewood Boulevard, sorry. Alter, da komme ich doch nicht die Straße auf, schau das an. Hoffe, deine Aufnahme stockt nicht. Morgen wird sie wahrscheinlich... weil ich nehme nicht separat auf, ich werde einfach das Video von Twitch nehmen und über... Der Stream laggt extrem. Also meine Stimme mal, oder nur das Game? Nur das Game, ja. Ist leider so. Dann muss ich das nächste Mal schauen, dass ich es irgendwie anders herbekomme. Vielleicht streame ich einfach damit mit OBS und nicht mit Streamlabs. Camo. Scheiße. Ja, Camo. Aber Ton nicht. Aber die Stimme nicht. Scheiße. Ja. Ich kann es nicht sagen, was es liegt. Scheiße, scheiße, scheiße. Nur wenn du fährst oder rennst. Ja, dann laufe ich einfach nur noch. Was hat er gesagt? Ein Ding rauf, irgendwo an dieser Straße müsste es sein. He? Wenn das Bild ruhig ist, hast du kein Lag. Okay. Ja, ich habe schon übersprungene Frames erkannt. 71%.
Eine Fehlermeldung. Irgendwie will das nicht so recht, wie es sollte. Ich glaube, ich mache nächstes Mal einfach normal mit OBS. Oder probiere mal aus mit Streamlabs Administrator, wie du gesagt hast. Ja, jetzt sehe ich es selber da noch. Nächstes Mal über den Administrator öffnen. Ja, ich hoffe, es sei das. Ich hoffe, es ist nicht der PC, der irgendwie zu heiß hat. Oder so. So, das Tiki Lala suchen wir. Komm, wir gehen auch so einen Tonack holen. Eine Box ausprobieren. Also der Bruno. Ich nehme keine Drogen. Kinder nehmen keine Drogen. Tiki Lala, wo ist das? Sprit. Was? Police. Wird das sein? Hat das auch gehabt? Okay, ja, ich hoffe es. Ich habe mit Streamlabs so das Problem gehabt, dass mir immer wieder die Aufnahme abgebrochen ist, aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen. Beim Aufnehmen. Und darum habe ich jetzt auch keine Aufnahmen laufen. Ich nehme... Ah, da, Tequilala. Ich nehme jetzt einfach das Video von Twitch und hoffe, es ist einigermaßen... Es verhält einigermaßen. Da ist rote Bordsteinkante, da darfst du glaube ich nicht parken. Ich stelle da mal so ein bisschen. Bingen hier einen Baum. So. Da stehen wir ein paar Kehren rum. Und vor der Tür parken, aber doch mal schauen. Seid ihr ready für das Nachtleben, Leute? Unser zukünftiger Arbeitgeber vielleicht. Bis jetzt ist es einigermaßen gut. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe wirklich, es liegt am OBS, also im Streamlabs und nicht im Programm. Im Internet. Ich bin durch. So. Vielleicht hätten wir zuerst einen Donut holen, bevor wir in den Club gehen. Ah, noch schnell. Was ich auch Angst habe, ist, dass ich ein Copyright-Problem wieder bekomme, wenn ich da im Stream auflegen und so. Das macht mir noch ein bisschen Angst. Und nur copyright-freie Musik auflegen ist ein bisschen... Ja. Und vor allem habe ich auch Angst, dass die Leute gar nicht dorthin kommen, weil alle das Problem mit Copyright und GEMA haben. Hallo, guten Abend. Sind Sie der Besitzer? Nein. Hallo? Was? Sind Sie der Besitzer? Nö. Achso, okay. Wissen Sie, wann das hier aufmacht? Ich hab keine Ahnung. Ich hab gehört, morgen. Morgen? Okay. Also ich gehe jetzt... Ist geschlossen hier? Anscheinend. Also... Keiner da. Ist keiner da? Besuch läuft gerade. Okay. Ja, ich gehe mich mal umschauen hier. Okay. Ja, okay. Ja, ich glaube, das sieht mir relativ gleich aus wie im Spiel auch. Was baue ich da mein DJ-Pult auf? Oh. Ist das ein Notausgang oder was? Was ist da vorne? Ist das Backstage? Bin ich jetzt da eingebrochen? Ja, sorry, ich bin DJ, ich laufe automatisch im Backstage. Nicht anders gelernt. Ich hätte einfach sagen, ja, vorher uns kostet Eintritt und dort die 100 kassieren.
Sind Sie der Besitzer? Ja, ja, nur mal rein, komm. Du hast ein Bier, hier. Ich habe ja noch eins im Sack. Oh, ich kann mich ja hier herstellen und einfach jeden abzocken, der reinkommt. Ah, hier. Ah, das sieht schon mal gut aus. Aber Digga, was ist das für ein DJ? Ich soll nicht da oben stehen und hier gegen die Wange schauen und auflegen. Ich verarsche. Ich kann mal einen Screenshot machen und mir das irgendwie schicken, wenn ich da am DJ-Pult stehe. Aber warte. Ja, da kann ich arbeiten damit, das ist schon okay. Ja, aber könnt ihr das Ding nicht auf die Bühne stellen, Homies? Zum Kotzen. Ja, ist jetzt nicht unbedingt meine Art von Club, aber kann man etwas daraus machen. Kann man arbeiten damit, oder? Wo kommen wir hier? Ah, das ist der Backstage Ein- und Ausgang. Okay. Jetzt noch wundern, kann ich hier ein Bar irgendwie etwas suchen? Nö. Negativ. Copyright-Stress wegen dem Song. So, ja, soviel zum Nachtleben in Los Santos. Das war daheim anders gewesen. Ja, was machen wir jetzt? Donuts kaufen. Jetzt hat er gesagt, $8. Ein Donut. Da ist etwas los. Könnt mal vorbeischauen. Little. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne irgendwas, was mich weckt. Ein Kaffee oder... Also wir hatten Kaffee, Milchkaffee, Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, Eiskaffee und jeweils auch mit Schuss, wenn gewünscht. Ein Espresso mit Schuss klingt doch gut. Espresso mit Schuss, ja. Und wir haben seit heute selbstgemachtes Eis. Ja, nee, ich glaube, ich bleibe beim Espresso. Okay, also das wär's dann? Ja, gerne. Okay. To go? To go, gerne, ja. Okay, gut. Ich habe hier gar keinen Platz. Gut, ich muss ein paar Trainerhosen da hinten ins Gebüsch schießen. Ich habe keinen Platz mehr gehabt. Niemand gesehen. Also jetzt haben wir zuerst mal bei dieser jungen Dame da das Kaffee. Hast du geil gemacht? Weil ich glaube, das heisst... Oh, einen schönen guten Abend. Hallo, Was kann ich guten Ihnen Abend. Gutes tun? Ich werde schon bedient, danke. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Danke. Hey, der Laden ist mir sympathisch. Ja, normal habe ich noch mal etwas bestellt, was ich mich da angesprochen. Muss ja. Sonst wäre ich nur mal ein bisschen schauen. So. Haben wir Ihr Espresso? Ja. Bitteschön. Dankeschön. Das macht dann einmal $7, bitte. Gerne.
Hier, stimmt so. Dankeschön, vielen Dank. Danke Ihnen, schönen Abend. Ja, ebenso. Danke. Tschüss. Abend, Entschuldigung. Sorry. Alter! 10 Dollar für das Kaffee! 10 Dollar für das fucking Kaffee! Ich habe jetzt 10 Dollar für das Kaffee ausgegeben. Wo haben meine Trainer sofort geschossen, die auch etwa 50 wert sind. Ja, jetzt habe ich Durst, das passt. Seht ihr, das oben links so sieht aus, wenn man Durst hat. Jetzt gönnen wir uns das 10 Dollar Kaffee. Das ist einfach ein normales Kaffee, den ich jedem scheiß Tankstelle kaufen kann, für 2 Dollar oder so. Die Alte hat mich abgezockt. Das müssen wir uns jetzt gönnen. Fail. Ja. Der Bruno wird schnell mal schwach. In Zürich normal für einen normalen Kaffee. Ja, klar, und der Bruno kommt ja aus der Schweiz, der hat sich das gewöhnt, aber genau aus dem Grund ist er eigentlich ausgewandert. Ist das fucking Starbucks oder was? Oh, oben dran das Plakat, ist ja mal geil. Ja, aber wenigstens war die Bedienung freundlich gewesen, oder? Kann man schon mal machen. Schön hier. Schön. Schlangberg und Sachs. Das Kaffee müssen wir genießen, du. Gang wieder in den Park. Ja. Aber hast du die Bedienung gesehen, Kassel? So. Scheiß teuren Kaffee weg. Ja, komm, gehen wir in den Park. Habe ich noch Geld? Wie viel hat er gesagt? 8 Dollar, oder? Ja? Ich habe nur noch 4. Oh Mann. Ich habe nur noch 4. Ja, wir müssen ein Bankomat. Jetzt müssen wir wirklich ein Bankomat. Wenn uns die Alte einfach abgezockt hat. Aber es war eine hübsche. Und der Bruno kann einfach nicht Nein sagen bei schönen Frauen. Es ist einfach so. Ui. Aber der Bruno ist halt auch schüch. Ich meine, ich hätte mir jetzt die Handynummer erklärt, aber der Bruno... Noch einen Donut, dann haben wir einen Polizisten zum Morgen. Ja, Mann. So, wo muss ich durch? Alter, ja, jetzt legt es wieder wie ein Mohren bei mir. Ist der Bruno eigentlich obdachlos? Nein, im Moment wohnt er noch im Hotel. Bis er sich etwas anderes leisten kann. Er hat ein ganz, ganz günstiges Hotel. Ich muss schnell auf die Map schauen. Hier müssen wir... Also der Bruno hat von daheim aus noch ein Hotel bucht, glaube ich. Und auch zahlt im Voraus. Er hat aber gestern Abend ewig gehabt, bis er es gefunden hat. Das kann ich sagen. Das seht ihr im zweiten Teil vor Einreise, den ich auch den Morgen auf YouTube auflade. Alter, jetzt stockt es wieder übel. Ich glaube, es ist wirklich das Game. Oder kann es sein, dass wegen dem Streamlabs bei mir das Game stockt? So, wo ist der Typ? Holen wir das Geld und dann holen wir uns einen Donut. Und wenigstens vielleicht noch ein bisschen Spaß. Spaß wird.
Wo ist jetzt der Typ? Der ist nicht mehr da. Er hat gesagt, mit dem pinkigen Auto, jetzt ist die Cops durchgefahren und jetzt ist er auch weg. Okay, da ist Action. Sag ja, da läuft mehr als man denkt auf dem Server. Und da kann die grösste Hurenballerei sein und Krieg ausbrechen und du bekommst es nicht mal mit, weil du einfach an einem anderen Ort irgendwie einen Kaffee im Trinken bist. Wie gesagt, das ist so viel Spieler und die Map ist ja nicht klein. Aber wo ist jetzt der Typ, der vorhin Donuts verkauft hat? Er hat doch gesagt, beim pinkigen Auto. Also ist er ja nicht mehr da. Er ist an ihm vorbei. Nein, ich frage lieber nicht die. Wie gesagt, Bruno ist ein bisschen schüch. Und ich weiß nicht, ob man im Stadtpark sollte nach einem fragen, der ihm so komisch angesprochen hat. Wir warten einfach schnell, vielleicht kommt er ja wieder. Seid ihr noch da, Chat? Macht mal Lärm. Alle hängen in die Luft. Ich brauche so ein Emote. Ich glaube, ich habe den Mucke getrunken. Ja, Flexu, der geht auch. Hi. Hurti Burnout, Mann. Alles klar. Und heute die Gummi liegen, hä? Also für die Zeit sind noch recht viele Leute da, nicht? Jetzt kommt der da zu laufen. Alter, was hier los ist. Jetzt hat da zuerst die Polizei und dann die Ambulanz. Ich glaube, dort fahren wir nicht her. So, was haben wir eigentlich für Zeit so? Hat meine Uhr sich aktualisiert im Spiel? 23:13. Ja, stimmt wieder. Ach, wir fahren mal am Strand. Ich bin noch gar nicht am Strand gewesen, also so richtig am Strand. Sorry. Scheiße. Hey, alles klar bei Ihnen? Alles gut? Ja, ich hab mich nur erschrocken. Oh, Nein, ich hab mich nur erschrocken. Alles gut, alles gut. Kein RTW? Nein, kein RTW. Ich hab mich nur erschrocken. Alles gut, Weil wirklich alles zuerst gut? seid ihr stehen geblieben, dann fahrt ihr doch weiter. Ja, weil sie erst losgerannt sind, dann bin ich aus Schreck schon stehen geblieben. Ja. Gut, Josie. Ja, alles gut, alles gut. Ich hab mich nur erschrocken. Ja, aber nicht, dass Sie jetzt irgendwie Verletzungen haben und aus lauter Schock das nicht merken, ne? Nein, nein, der Schock vergeht, ich bin selber Ärztin. Ich bin selber Ärztin, alles gut. Alles gut, okay. Okay. Hast du wirklich kein RTW, ja? Nein, 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 alles Okay. gut. Einen schönen Ich hab Abend, mich ne? nicht Das getroffen. tut mir nochmal sehr leid. Halten wir das mal draus. Wird einfach kurz die eine angekarrt hinter uns. Mir hat so fast verwünscht. Heilige Mutter Maria. So, was habe ich gesagt? Am Strand wollen wir. Bruno war noch nie am Strand gewesen, das müssen wir jetzt ändern. Da können wir nämlich auch noch etwas schaffen. Das steht auf meinem Google Maps eingezeichnet. Das ist geil, der Karre. Let's go! Let's go to the beach. Die Straße schauen. Aber ich finde es gut, dass Cops so beschäftigt sind.
Weil dann kümmern sie sich nicht um einen Bruno, der ohne Ausweis rumfährt. Gott. Ja. Und das? Habt ihr das auch gehört? That's amore. That's amore. Hey Malo, bist du noch da irgendwo? Falls ja, gib mir ein Zeichen, Hutti. Ich hab noch eine Frage. Ja, jetzt kommt die Mucke. Verpiss dich. Scheiße, ich muss auch das Fenster gleich wieder zutun. Ja, umso schneller sie fahren, umso schlimmer wird's. Ups. Ja, ist wahrscheinlich das Streamlabs, hä? Wo das Game ein bisschen runterfräst. So. Da sind irgendwelche Leute. Oha. Jetzt habe ich Hunger. Dann fassen wir mal etwas. Da noch so einen halb vergammelten Burger im Sack. In dieser Zeit mache ich das Fenster zu, sonst fresse ich mit Mucke. Jetzt sehe ich erst Lärm, Lärm, Lärm. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Macht Lärm! So, hast du den Burger gefressen? Ja, gut. Oh. Habe mich angemutet. Upsi. Kann man hier etwas mieten? Bike Rental. Nur ATM. Okay. Hoppla. So, mal heute eine Runde im Strand joggen, hä? Oh, im St. Säckler macht einfach so schnell müde. Alter, da sind wirklich Leute am Strand am Chillen, hä? 1, 2, 3. 4, Mann. Überall wo du hergehst, es hat immer ein bisschen Leute. Ich feiere es. Übersprungene Frames erkannt. Ja, ich weiß. Aber ich frage mich, hörst du auf mitstechen, du hure Drecksmucke, komm da. Ich frage mich eben, ob jetzt wirklich das Game das Problem ist oder ob Streamlabs das Problem ist, wo das Game zum Stocken bringt. Das ist die grosse Frage. Alter, da vorne, ich hätte schon den Roller genommen. Komm, wir holen den Roller. Fahren da vorne, leck mir. Das ist zwar ein Veloweg, aber... Abend. Hola. Hola. Mexicanos hier, hä? So.
bin jetzt einfach so frech. Das ist ja notiert, da kann ich ja fahren. Basketballplatz. Das wäre auch mal nice. Ist halt ein bisschen Ausprobieren, an was es liegen könnte. Ja, und das Problem ist eben, ich kann jetzt nicht, ich will jetzt nicht den Stream unterbrechen. Dann habe ich wieder 7 Teile, die ich auf YouTube aufladen muss. Ich will alles an einem Stück und fertig. So, ich glaube, der Bruno muss wieder mal eins räucheln. Was ist jetzt eigentlich dein Ziel, Kollege? Der Bruno geht an den Strand, weil ihm die Einreisebehörde gesagt hat, dass es hier auch irgendwie Geld zu verdienen gibt. Und auf Google Maps hat er gesehen, dass hier irgendwie eine Markierung gesetzt ist. Und jetzt will er dort mal schauen, wie es da so aussieht mit Geld verdienen. Aber da kommt mir zu Sinn, da muss ich ja zuerst wieder, da muss ich meinen anderen Job wieder künden. Und dann ist mein Roller weg. Das ist jetzt die Frage, ob wir das ausprobieren oder nicht. Und ich muss mal schnell auf dem Discord etwas lesen. Das ist nämlich eine Ankündigung. So. Probier. Ja, du willst nur, dass ich mein Geld verliere, Castle. Du willst nur... Und du weißt, dass du alles, was du hier siehst, nicht darfst verwenden, wenn du da auf dem Server bist. Das weißt du alles nicht. Komm, laufen mal doch nicht zum Wasser ab. Ah, fuck, Sang mit den Schuhen. Übel. Ja, da kann ich die Schuhe abziehen. So. Ja, warte, jetzt muss ich meine Schuhe in Roller tun. Alter, wie er säckelt. So, zack, die Schuhe sind im Roller. Mal etwas ausprobieren. Ah, der Sang zwischen den Füßen. Endlich draus aus der Schweiz. Die Stadt hat mich weniger freundlich begrüßt, als ich es gehofft habe. Da läuft überall Musik, Mann. Nicht mal am Strand der Schuhe. Ah, da ist ein Ghetto-Blaster. Darum. Ah, da ist einer. Ah, okay, ich glaube, ich weiß, was man mit dem machen kann. Köder sammeln am Strand. Ja. Guten Abend! Hallo? Hallo? Da hat keinen Bock auf mich. Er hat jetzt selber fragen, wie viel sie verdient. Hallo? Guten Abend? Hallo? Hey! Hallo? Kann ich was fragen? Bist du hier am Arbeiten? Ja, das ist korrekt. Darf ich dich fragen, was man hier so verdient? Um ehrlich zu sein, habe ich auch eben erst hier angefangen, aber ich würde mal so sagen, so bis $150 die Stunde. Okay. Schon machen. Also ist besser als Pizza fahren? Ja, würde ich sagen, ja. Okay. Und weißt du das, hast du Pizza ausgeliefert auch schon mal? Ich habe mal kurzzeitig Pizza ausgeliefert, aber das war mir tatsächlich zu wenig Geld, was man da verdient hat. Okay, und weißt du das denn, ich musste $500 bezahlen für den Roller. Ja, die Leihgebühr, ne? Kriegt man die zurück? Die sollte man zurückkriegen, wenn man den Roller zurückbringt, okay, ja. Okay. Dann bin ich beruhigt. Ja. Hey, ich danke dir. Und viel Spaß noch. Vielleicht helfe ich dir gleich. Ja, gerne. Es ist immer viel zu tun hier. Okay. Hey. Man sieht sich. Man sieht sich. Ciao.
Ja. Der denkst du klaust den Müll, ja Mann. Usain Bolt. Hey, du siehst wieder säckelt mit dem Köder im Hang. Ah, mal eigentlich schnell die Füße ins Wasser an. Aber hey, $150 eine Stunde gehen gut. Ich muss den Job wechseln. Aha, mit dem Köder. Ah, geil. Köder. Köder! Mit Ü. Köder. Lern mal Berndeutsch. Oh nein, meine Hosen werden nass. Fuck. Alter, wie die so säckelt oder im Rauchen ist ganz sexy. Ei. So, zieh ich weg. Köder, sorry. Also ehrlich schreibt man es so, warte. Moment. So, Köder. Ja gut, dann gehen wir mal den Roller zurückbringen und hoffen, dass uns jetzt nicht verarscht. Und ich glaube, heute schlafen wir am Strand, Mann. Guten Abend. Hey, alle Huren nicht gesprächig. Sicher nicht. Das sind doch Legastheniker. Sagst du als Aargauer. So, da die Schuhe wieder aus dem Kofferraum nehmen. Apropos Kofferraum, was mich Wunder nimmt. Füße abtrocknen, die Schuhe anlegen. Was mich Wunder nimmt, ist, kann ich den Kofferraum von... Hat der Roller einen Kofferraum? Der Kofferraum wurde geöffnet. Kofferraum. Geil, ich habe wirklich 2 Kofferraum. 2 Kofferraum. Da könnte ich etwas rein tun. Ja, also mache ich jetzt nicht, weil der Roller gibt jetzt wieder ab. Aber gut zu wissen. Kofferraum schließen. Kann ich noch gut aufschließen. So. Das war da vorne irgendwo gewesen, hä? Alter, wir haben schon wieder hure Benzin gebraucht. Ja, ich glaube, dann gehen wir jetzt ein bisschen Köder sammeln. Wir müssen irgendwie an Kohle kommen. Im Moment ist das Ganze noch sehr ein Minusgeschäft. Hey Kassel, erinnert dich den Platz da noch etwas? Also das frage ich jetzt und nicht Bruno, hä? Bruno war noch nie hier gewesen. Was du verloren hast? Nein. Ich habe das ganz anders in Erinnerung. So. Ich verabschiede mich auch mal für heute. Ich glaube 7 oder so. Viel Spaß. Wer schnurrt mit mir? Okay. Viel Spaß noch euch. Ey, merci dir vielmals fürs Busy, Uwe. Und merci fürs Abo. Schönen Abend, schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ich jetzt den Roller hier abgebe, heisst es, ich muss vorne laufen. Halleluja. Mit 80 über die Strandpromenade, man kennt's. Das ist wirklich real-life-mässig. Aber ich werde ihn jetzt noch leer fahren. Weil wenn ich es zurückgebe, ja, egal. Hey der Herr, ich würde meinen Roller gerne wieder zurückgeben. Ich glaube, ich habe es ein bisschen gesehen. Aber ich komme auf die Tage sicher nochmal auf dich zurück. Merci. Hey Chef! Was jetzt? Für einen Moment werde ich glaube aufhören. Du bist zu weit vom Chef entfernt. Ja, sag doch, wenn du auf Nähe stehst. Ah! Danke Chef, noch $12,17 bekommen, also gibt es gleich noch ein bisschen mehr. Hey, merci vielmals. Schönen Abend, he? Ciao. Vielleicht sagen wir es mal wieder.
Nice. Dann joggen wir mal wieder ein bisschen. Ich bin schon wieder ausser Atem. Ei. Das Leben in Los Santos ist nicht leicht. Ich glaube, ich habe mir das ein bisschen einfacher vorgestellt, als es ist. Und wir werden sehen, was der Bruno noch herverschlägt. Vielleicht verdienen wir ja als Müll mal ein bisschen mehr. $150 eine Stunde tut doch gut. So, noch mal ein bisschen joggen. Ich bin kaputt. Ich höre einen Helikopter. Okay. Ja, und dir so, liebe Leute. Wie steht's, wie geht's? Habe ich noch Kaffee? Nö. Haben wir nochmal die Abkürzung durch den Sang. Aber jetzt ziehe ich glaube die Schuhe ab, sonst habe ich einen Rucksack. Nö. Ja, ich stopfe mir die Schuhe in meine Bauchtasche, die ich unter dem Pulli anhabe. Trink lieber ein Wein. Es heisst Wein mit I, ohne E. Du schreibst trink lieber M wie E. Langsam bekomme ich Hausweh vom Schnurren. So. Und ich glaube, ja, es sollte langsam mal irgendwie noch etwas. Nein, ja, noch ein Bier. Okay. Falls ich nicht mehr zu trinken habe. Dann kann ich doch noch einen Kaffee für 10 Stutz saufen. Ja, weiß nicht, vielleicht ist das nächste ein bisschen günstiger, wenn sich der Bruno schön anlächelt. Vielleicht kann man ja etwas im Preis machen. Also eigentlich wäre es ja nur 6 gewesen, glaube ich. Oder 7. Aber Bruno ist halt... Das ist halt der Bruno. Ai. Also für die, was interessiert, die es noch nicht gesehen haben, geht unbedingt noch auf meinem YouTube-Channel die Einreise anschauen. Da ist heute der erste Teil gekommen, morgen kommt der zweite. Das war recht witzig. Und da haben wir auch den James gelernt kennen. Unser einziger Freund bis jetzt. So, guten Abend, der Herr. Der hat einen Job zu bieten, scheint's. Starten. Strandhelfer gestartet. Okay. Was muss ich jetzt machen? Okay, auch die Punkte anlaufen und muss jetzt einen Ködersack in die Hand nehmen. Arbeiten. Da, die Punkte finde ich geil, dass sie die schon eingebaut haben. Seht das? Einpflanzen, Fenster putzen, fotografieren, Gitarre spielen. Ich könnte auch im Stadtpark stehen und ein bisschen Gitarre spielen. Das wäre echt, vielleicht geben Leute ein bisschen Geld. Koks stecken. Alles klar, Laubbass, Musik tragen. Ja. Okay. Dass hier überall Musik läuft, stresst mich ein.
könnte noch so ein Copyright-Problem geben. Ey, wer hat das? Das klaut mir jetzt mit Köder. Scheiße. Ah, okay. Du hast Stand gut aufgehoben. Wie viel gibt das jetzt? Ist da jetzt noch mehr? Ist das der Ködersack hier oder einfach nur die Flasche? Du hast schon Stand gut auf, okay. Soll ich mal schauen, ob ich jetzt Geld bekomme? $526. Ah, ich habe das Geld zurückbekommen. Gut, jetzt habe ich gedacht, what the fuck? Haha, Kassel, ich habe das Geld zurückbekommen. Ja, habe ich da hinten einen Punkt verpasst. Sorry, ich muss irgendwie schnell wegen Copyright drüber schnurren. Bliblabla, bliblabla. Bliblabla, bliblabla. Bliblabla. Bliblibli. Wie das aussieht, wenn er säckelt, ja. Das Träumchen. Wo ist hier die Köder? Ah, beim Häuschen, okay. Ist das der Ring da, den ich zusammensammeln muss? Kann ich da nehmen und im Stadtpark verkaufen? Ah, tatsächlich. Allez, Bommayer. Bommayer. Allez, Bommayer. Kann man das Radio irgendwie abstellen? Das macht mir kurz Sorgen. Ei. Jetzt ist hier schon wieder... Das kommt aber recht schnell wieder, hm? Wird jetzt da einfach pro Stunde gezahlt, wenn ich das mache? Oder wie läuft das jetzt genau ab? Das war nicht so im Griff, glaube ich. Oh oh, jetzt Überfall. Ja, jetzt ist es so. Guten Abend. Hier ist der Basel, ist gut bei dir? Ja klar, bei euch auch. Sí, natürlich, wie ist dein Name? Bruno. Und euer? Bruno. Bruno. Wo kommst du die denn her? Aus der Schweiz. Wo ist das? Das ist in Europa. Ah, okay. Und wohnst du hier? Ja, seit neuestem, ja. Ich bin wirklich? Seit wann bist du denn da? Seit gestern. Seit gestern? Ja. Hast du eine Wohnung bekommen hier in Vespucci? Nee, noch nicht. Ich bin absolut pleite. Ich habe die letzte Kohle gebraucht, um hier hinzukommen. Ich bin komplett am Arsch. Ei, amigo. Bist du die geflohen? Ist der Krieg bei dir? Ja, nee, nicht gerade, aber einfach sehr hohe Lebensunterhaltungskosten, ne? Was ist das? Ja, alles teuer. Ah, okay. Alles sehr, sehr die Leben teuer. ist nicht teuer. Sehr, sehr teuer. Okay. Und jetzt bist du die neu hier? Also ja, seit gestern, ne? Seit gestern, ja. Und ihr kommt von hier? Wir leben hier, weißt du? Schön. Vespucci. Ah, Vespucci. Das ist da, wo du gerade bist, ne? Das nice. ist der Strand von Vespucci. Ah, nice. Ist die schon, oder? Ja, ist sehr schön, ist sehr schön. Beste Gegend, amigo. Beste Gegend von Los Santos. Ja, cool zu wissen. Es sieht auch geil aus hier. Kann ich dir eine Zigarette anbieten? Rauchst du? Ja, ich habe, klar. Gerne. Hast du? Ich habe. Aber ich glaube, wir müssen kurz ein bisschen auf die Seite. Warum? Komm mal zu mir. Kann ich dir eine zustecken hier? No, ich wollte dir eine ob ich. geben. Ah, okay, nee. Ich hab, dankeschön. Sehr gracias. Warum musste ich jetzt auf die Seite? No, er wollte Nee, ich wollte ihm eine Zigarette geben. Er hat gedacht, ich will eine Zigarette von ihm haben. Genau. Aber wollte ich ihm eine anbieten. Verstehe. Hola amigos, das ist die Bruno aus die... Wie Hola hieß die zusammen. nochmal? ¿Qué pasa, Bruno?
Woher kommst du die nochmal? Aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Ja, Aus der Schweiz, ja. Ich bin am Arsch. Wie ist das? Ist das Afrika? Nein, in Europa. Ah, Genau. einmal über den großen Teich, ja. Einmal über den großen Teich. Bienvenido. Dankeschön. Wie lange bist du schon in der Stadt, ja? Hey, seit gestern erst. Seit gestern, ganz Ja. frisch. Ganz frisch. Freut mich, ja. Ja, ist schön hier. Ich hoffe, ich komme irgendwie durch. Was hast du denn vor? Ja, ich habe in der Schweiz, also in ganz Europa war ich als DJ unterwegs. Die letzten 10 Jahre. Als DJ? Als DJ, ja. Was denn für eine Musik? Alles Mögliche. Ich hab, Bist du gut? Sag mal ganz ehrlich. ist immer Geschmackssache, ne? Sie. Ja, die Musik ist Geschmackssache, aber der DJ nichts. Bist du Ja. ein guter DJ oder ein schlechter DJ? Ich selber finde ja, aber wenn Aber ich... die Leute in der Schweiz nicht, Ja, sonst wäre ich jetzt nicht hier, ne? Wegen deinen schlechten Sets, ja. Nee, aber ja, ich habe es irgendwie nie richtig geschafft, so. Und den großen Durchbruch. Und es gab auch zu viele andere DJs. Sie. Und jetzt, ja, habe ich alles zusammengekratzt, was ich noch irgendwie hatte und den Flug genommen und... Sie, Bruno, pass mal auf, Amigo. Ich kenne die vielleicht einer, der so Partys veranstaltet und einen Ja? Club vielleicht aufmacht und so. Gib mir mal deine Nummer, Ja, ne? sehr gerne. Vielleicht kann ich dir mal die Vermittlung machen. Sehr weißt du? gerne. Sie, sag mal. Okay, das ist die Vorwahl, dann die 603 Sie. 029. Okay. 029. Und was hast du so gemacht in der Schweiz, wenn du nichts gemacht hast, die Musik? Eigentlich nur die Musik, Mann. Okay. Ich habe für die Musik Hast du so und von der Tablette Musik genommen und gelebt. bist so abgespasst oder wie Nee, die heißt? nee, Mann. No. Da habe ich die Finger davon gelassen, sonst wäre ich noch eher hier gelandet. Keine Tabletten? Okay. Der hätte dir ja sein können. Nee, du, da war alle um mich rum, ja. Vielleicht mal etwas zu rauchen, aber mehr auch nicht. Ah, okay. Meinst du hier die, wie heißt das denn? Das grüne Zeug. Ah, das war, okay. Das magst du also? Ja, ab und zu mal. Ab und zu mal. Aber nichts Tabletten oder so? Nee. Okay. Ja, das ist die gut, ne? Ja. Dann bist du die gesund. Ich habe gehört, die Tabletten machen die ganz schön krank, ja? Ja. Sie, auf jeden Viele Freunde abgestürzt auf den Dingern. Fall. Ei. Aber machst du dann so diese Tablettenmusik, diese... Ja, zum Teil. Ich habe auch schon so an solchen Partys gespielt, aber ganz ehrlich, auch nur fürs Geld, ne? Also wenn die Gage stimmt, dann ja, aber ansonsten persönlich lieber andere Mucke. Ich habe einmal durchgehen. Ja. Moment. Das hat dir gepasst? Hab ich. Sí. Kannst du mich speichern unter Eduardo? Oder? Eduardo. Okay. Sí, natürlich, Hey, amigo. freut mich. Sí, freut mich dir auch. Warum stehen die am Strand rum, ne? Wie so Statuen? Ja, Das ist ich habe ein warum setzt bisschen... euch hin, ne? Ich wollte ein bisschen rumlaufen und der Typ hat hier was in seiner Tute, glaube ich, ja? Ja, ich habe ein bisschen Müll gesammelt da. Muss irgendwie Kohle verdienen, ne? Er gibt ganz schön Gas. Aha. Ist engagiert. Der ist ferngesteuert. So, du hattest doch bestimmt anstrengende Tag, anstrengende Reise. Ja, Jetzt bist du absolut. hier Trabajo am machen, hä? Dabei hast du, guck mal, dreh dich mal um, Amigo. Guck mal, du bist die angekommen in die Paradies, weißt du, wie ich die meine? Ja, Guck dir Mann. das mal an, wie schön das hier Das ist, ja? ist traumhaft. Richtig Strand, richtig schön. Musst du mal ein bisschen genießen, ein bisschen entspannen, ne? Ja, ich versuch's. Ich war vorhin schon kurz im Wasser sogar. So ein bisschen Sie, ja, warst Füße du reinhalten. schwimmen? Nee, ich Ja. schwimme nicht, aber so die Okay. Füße, mal die Füße rein. Einfach nur fürs Sie. Gefühl, weil... Sie. Habe ich in der Schweiz halt nicht, ne? Sí, Amigo. Ja. Willst du was zu rauchen haben? Wenn du was hast? Natürlich. Für $35, ich gebe dir direkt einen fertig gedreht und schön gerollt und kannst du direkt rauchen. Ich muss mal schauen, wie viel es ich bei mir habe. Doch, gleich gibt's Stutze. Sí, guck mal. 35 sollte ich zusammenkriegen, knapp. Sí, Ja? gibst du mir 35, gebe ich dir fertig gedreht. Okay. Das ist kein Problem. Okay. Aber ich muss mir mal kurz die Schuhe anziehen, noch die habe ich. Sí, mach mal. So. Hier, mein Freund. Sí, gracias. Warte mal, so hier. Ich habe die hier in die Schachtel reingetan, weißt du, damit die nichts kaputt gehen. Okay. Habe ich die gerade frisch gedreht, Amigo. Hier, Ja, ich bitte. danke Ein Meisterwerk. dir. Ich Guck dir das danke mal dir. an, Amigo. Ich bin ein Künstler.
Also wenn ich Bedürfnisse in dieser Form habe, kann ich mich melden. Dann hast du jetzt die beste Nummer der Welt. Perfekt. Sí, natürlich. Hör mal zu, amigo. Wenn du mal, kennst du dich hier ein bisschen aus? Guck mal, also erstmal für deine Information, dahinter ist ein Geldautomat hier. Ja. Direkt, wenn du den Strand hochgehst, an der Ecke, weißt du? Okay. Das ist schon mal ganz wichtig zu wissen, wenn du hier Trabajo machst. Wenn du hier weitergehst, da ist so eine Straße mit einem Sound, sieh? Da ist so eine Couch davor, da sitzen manchmal so ein paar Amigos von mir, die sitzen da. Okay. Wenn du was brauchst und du erreichst mich dir nichts, ja? Du rufst mich die an und keine Ahnung, ich höre die Telefon gerade nicht, ich mache gerade was anderes oder sonst irgendwas und du willst trotzdem dir was zu rauchen haben, dann gehst du zu dem Sound und dann sagst du Hola, ich bin, oder sagst du Hallo oder wie das bei dir heißt, sagst du, ich bin die Bruno und ich möchte gerne Jesus sprechen. Jesus, okay. Sí. Okay, also du schreibst da jetzt nichts irgendwie rum, hey, Hola, ich brauche was. Ja, wir verstehen klar. uns. So läuft das. Ansonsten kannst du mich gerne immer anrufen, wenn du mich nichts erreichst. Meine Amigos, die helfen auch immer gerne weiter, dann sagst du das einfach. Ne? Okay, alles klar. Und dann kannst du da immer hinkommen, wenn du was brauchst. Ja, alles klar. Sí. Muy bien. Ich danke dir. Sí, nicht dafür, ich glaube, nach deiner Reise und der ganzen Scheiße hast du genau gebraucht, das, was ich jetzt brauche. Ne? Sí, richtig. Hab ich mir die schon gedacht. Hey, okay, ich glaube, aber ich muss noch ein bisschen arbeiten da, sonst wird der Typ da hinten... Sí, mach das, amigo. Auf Ich jeden Fall. wünsche euch was, wir sehen uns die Tage, ne? Sí, alles klar. Hab mich gefreut. Amigo. Eduardo, Sí. Jungs, ciao zusammen, ne? Adios. Adios. Sí. Alter Mann, ich habe fast in die Hose gemacht. Ich habe jetzt einfach Weed gekauft. Alter, ich kann schwören, die nehmen mich aus. Ich kann schwören, die nehmen mich aus. Aber ich glaube, ich habe jetzt ein paar wichtige Freunde gemacht. Ausser sie nehmen mich später noch aus. Wie ernst sie das nehmen? Ja, das ist eben das Geile, Alter. Das ist Roleplay. Und das musst du eben auch ernst nehmen. Genau um das geht's. Stark Köder. Hallo. Abfall. Ah, hier. Ja, gut, wir haben neue Freunde. Bruno hat Freunde. Ich glaube, ich muss wieder den Sack in die Hand nehmen. Arbeiten. Alter, Mann, Pause auf 300. Ohne Scheiß, du bist allein am Strandplatz gestanden, wie 10 Stück um mich herum. Der hat alle sicher auch schon gedacht, jetzt ist Feuer ab. Ist am Arsch, Mann. Ja, ich kann schwören, die nehmen mich aus, Mann. Weil ich habe $500 im Sack von vorhin. Und sie können glaube ich, auch in den Sack legen. Habe ich mein Geld noch? Ja. Alter Mann. Ja, aber Kassel, du siehst, das ist wirklich krass hier. Die nehmen das alle ernst und wer es nicht ernst nimmt, ist schnell wieder weg, das kannst du mir glauben. Aber hey, wir haben jetzt einen Dealer. Und einen, der uns vielleicht Connection hat zu einem Club. Oh, hey, ich habe gerade ein bisschen geschwitzt. Und ich wollte nicht wissen, was passiert. Da sehe ich jetzt Stress da. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich das Cops jetzt rausnehme. Wo ist das Ding da? Weiter vor. Kollege vom Donutmann, ja. Ja, aber der mit dem Donut, ich habe das Gefühl, der hat mir einfach einen normalen Donut verkauft und hat mich einfach verarschen. Aber er hier hat mir ja jetzt wirklich einen Joint gegeben, also von dem her alles okay. Irgendwo hier muss Köder sein. Aber gebt es zu, ihr habt hier alle gedacht, es wird ausgenommen. Hey, kann sein, dass es dauernd wechselt. Nur ruhig. Sehe ich säckle da im Zeug rum. Ich finde die Flasche nicht.
Ist ein bisschen ein langweiliger Job, nicht? Ich hoffe, wir werden hier auf Stundenlohn, auf Stunde gezahlt. Alter, wo ist das Ding? Irgendwie nie. Mal abgehen und schauen, was es gibt. Ich muss mir das aufschreiben, was ich muss sagen. Jesus, wir müssen zum Zaun und sagen, wir wollen, ob der Jesus da ist. So, wie viel haben wir jetzt? 491. Wir machen schon wieder Minus, weil wir noch Gras kaufen während dem Arbeiten, Mann. Banden. $4,90. Wow. Aber so wie der andere hin und her sagt, ist ja klar, dass er $150 eine Stunde macht, Alter. Wir brauchen dringend ein DJ-Booking, Mann. Ich schwöre. Okay, dort Leute auf dem Dach. Okay. Scheiße, Mann. Joint. Gang noch zum Park. Wenn wir nochmal im Park vorbei. Ja, aber dann muss ich mir wieder den scheiß Roller holen. Jetzt habe ich kein Geld. Jetzt habe ich schon wieder weniger Geld als vorher. Müssen wir nochmal schnell ein Geld verdienen. Jetzt mir ist der Roller, weil man jetzt nicht nochmal zum Bankomat. Gönn dir einen Donut, ja. Ah, da. Ja, so lese ich auch immer Zeug auf, indem ich draufstehe. Und dann nehme ich es weg. Und den Ring packe ich einfach in meinen Hosensack. Ist jetzt da irgendwo noch? Kaffee 10, Weed, du kannst kein Plus machen, nein, wirklich nicht. Ich kann einfach nicht Nein sagen, also der Bruno. Bruno ist viel zu freundlich. Oder zu drogensüchtig. Kann man jetzt anschauen, wie man will. Hey, aber wenn jetzt die Cops kommen, drei durch. Ah, Finger rechts. Ich mache die Sachen immer an den gleichen Punkt. Ah, hier. Ich glaube, wenn du es nicht kennst, kannst du gleich noch recht schnell sein mit dem Zeug einsammeln. Links von uns. Seht ihr irgendwo etwas? Ah, ihr dürft es mir auch nicht sagen. Dort. Vielleicht kann ich einfach rumsäckeln und die Sachen, die ich sehe, auflesen. Ich glaube, ich check es langsam. Oh, die Hose aus dem Restaurant. Ich glaube, die sind noch dort. Ja, vor allem wie die sich einfach aus dem Nichts auftaucht sind, ja? Einfach aus dem Nichts plötzlich 5, 6 Typen um mich herum, Mann. Aber warum? Nur weil ich so aussehe. Sehe ich aus wie ein potenzieller Kunde, hä? Es geht mir auch in der Schweiz so, wenn ich irgendwo danach mich aufhalte, kommen immer irgendwelche Leute, die mir Sachen verkaufen. Oder fragen mich, ob ich etwas verkaufe. Nur ein Vorurteil, gang. Ui, ui, ui. Ich glaube, diese Flasche kann ich eben nicht einsammeln. He? Aber ich muss da unbedingt noch wieder... Pressluft haben wir. Ja. So.
Ich glaube eben, er schnappt mir die ganze Zeit das Zeug vor dort. Keine Minimap. Nein, eben nicht. Eben nicht. Die hast du nur im Auto, weil du dort ja das Navi hast. Oder wenn du das Handy vornimmst. Aber im normalen Leben laufst du ja nicht um und siehst irgendwo du in der Minimap. Weißt du, was ich meine? Ist eben schon noch tricky. Jetzt ist die Ambulanz da. Was ist los? Haben sie jetzt gleich noch einen abgestochen? Ich schon. Mit so einer Google-Brille. Und ich habe die ganze Zeit, hat man es vorhin gemerkt, ich habe die ganze Zeit betonen, wie pleite ich bin, dass sie nicht auf die Idee kommen sind, wie viel Geld bei mir haben. Aber ich glaube, wenn wir uns mit ihnen anfreunden, ich glaube, dann sind wir vielleicht ein bisschen safe. Weil ich glaube, denen könnten wir auch anrufen, wenn wir mal Probleme haben. Du nimmst jetzt den Ring dort. Arsch. Lieber nicht nachher zu viel. Hey Bruno! Guten Morgen, wir sind gerade am Köder sammeln. Am Strand. Wir müssen irgendwie Geld verdienen. Die hure Copyright-Musik, das sollten sie unbedingt noch ändern. Alter, jetzt nicht mehr, oder was? Jetzt bin ich einfach blind. Vorne, aber das schnappt mir eh dran, pisst jetzt wieder fort. Ah, hier. Ich könnte so einfach den Anger rausnehmen. Warte, bis er fertig ist. Wie läufst du? Wie ein Bitch? Ja, ich trage einen Ködersack, Bruno. Hey, lass mich Ring sein, Homie. Das gehört mir. Konkurrenzkampf am Start. Alter, da läuft die ganze Zeit hin und her. Ich nicht wissen, wie viel. Ja, klar macht er 150 Steine, so. Der Arsch. Hey, du Arsch! Hier sollte aber auch etwas sein, irgendwie. Hier. Ich meine, lauf mal normal, wenn du den Sack drehst, Bruno. Sicher aus Marga oder der Mexikaner, oder ja, was auch immer. Nein, Los Santosianer ist er, wahrscheinlich. Hey, kann ich den huren Kackradio nicht abstellen? Das muss ich jetzt ausprobieren. La 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 la. Copyright, 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 Copyright. Den kann ich nicht umstellen. Nein, der andere, der Milch laut, ja, wahrscheinlich. Er ist einfach schneller, ja, ich habe es verstanden. Ich glaube, ich habe es im Fall gesehen mit Müll sammeln. Langsam aber sicher. Was ist die Länge für die $500? Eben zuerst. So, jetzt nehmen wir den aus. Ja, jetzt haben wir abgegeben. Alter Mann, ja, aber kein Mensch säckelt so viel rum. Ich meine, er zieht die Schuhe ab für die Sang, aber dann säckelt er dauerhaft durch wie ein Uhr Usain Bolt. Das ist ja auch nicht so realistisch, Bro. So, also, können wir das Velo klauen? Das ist kein Fahrzeugschlüssel. Mist. Gespossen. Also wir können natürlich auch schnell mal schauen, was es hier so gibt. Das Fitnesscenter. Ist das offen? Ja, noch ein bisschen Sport machen, nach dem Strand rumlaufen. Ja, ein bisschen pumpen muss sein, oder? Warte, jetzt ziehen wir den Pulli ab. So wie man das macht da im... Scheiße, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Ich habe da noch Chino-Shorts.
Scheiße. Und meine alten Chino-Shorts fortschießen. Ja, da komme ich gerade noch einfach mal ein Bier rein. Ah. Prost. So. Jetzt kann ich den Pulli abziehen. Da heute da so ein bisschen umbingen. Maschine, der Bruno! So. Dann haben wir da Sport. Jetzt hast du mal ein bisschen Liegestütze machen. Ein bisschen pumpen. So. Kommen wir wieder. Bruno muss trainieren. Bis gerade. So. Boah, jetzt bin ich aber auch kaputt, Leute. Ah. Heute ein bisschen durchschnaufen. So, Liegestütze haben wir gemacht, jetzt machen wir noch Sit-Ups. Oh, jetzt hier auch noch irgendwo so ein scheiß Radio. Egal. Muss ich. Let's go. Okay, die Animation ist nicht so. Noch ein bisschen Yoga machen. Hey. Oh, ja, das kann Bruno besser als ich. Die Strecke ist gar keine scheiß Idee. Machen alle mit daheim. Endlich mal gute Musik, aber ich kann es nicht laufen, ich muss hier weg. So, fertig. Ich meine, es ist ja geil, dass überall ein bisschen Musik läuft und so, aber für mich ist das nicht so geil, weil ich wirklich Angst mal wieder vor YouTube. Oder wisst ihr, was ich meine? Und ja, ich warte noch, bis ich nicht mehr so verschwitzt bin. Mit Pulli anlegen. Ich kann ja jetzt noch ein bisschen joggen. Oh. Also. Guten Abend. Let's go. Kann man hier auch etwas zu trinken rauslassen? So nach dem Training wäre das vielleicht sogar kein Seich. Sieht schlecht aus. Ui, ui, ui. Das ist nicht extra gewesen. Auch nicht. Okay. Da steht nochmal ein Velo. Ich schwöre, ich probiere einfach jedes Velo zu klauen, das ich sehe. Entschuldigung. Niemand gesehen. Niemand gesehen. Ich bin weg. Ja, der Bruno ist einiges sportlicher als ich, muss ich sagen. Wie man jetzt gesehen hat. Heute schnell 100 Liegestütze, nicht kein Problem. Aber er ist nachher halt auch müde langsam. Er braucht eine Knarre, und zwar nicht zur Verteidigung, sondern einfach für jeden Radio kaputt zu machen.
Kann man das eigentlich irgendwo einstellen, dass man die Musik nicht mehr hört? Muss ich mich auch mal schlau machen. Hallo? Schied mal weg da. Der Wahnsinn. PC hates mehr als die Cute. Ich hau's ne schöne Kassel. Kuss geht raus. Bis gleich, Brudi. Gute Nacht und gibst eine Frau Kasse. Oh, Kassel! Merci vielmal für die 5 Beats. Mua. Aber warum ist jetzt meine Animation nicht gekommen? Hey, aber merci, dankeschön. Gibst der Frau ein Küsschen? Sagst du Gruß? Der Alte. Da bin ich jetzt schon zu weit gelaufen, oder? Ich glaube nicht, oder? Nein, davor. Kann ich den Roller wenigstens heimnehmen? Pizza auslieferer rendiert einfach wirklich nicht. Ja, der andere echt so eine Frage, aber irgendeinen Job hat für mich. Oh oh. Alter. Ich schwöre, ich habe es schon in Handschuhen gesehen. Ich schwöre, ich habe es schon in Handschuhen gesehen. Hola. Ich glaube, ich vernichte den Joint noch heute. Alter, Mann. So dachte ich, jetzt ist durch. Die nenne ich safe raus. So, wunderschönen guten Abend. Kannst du mir auch einen Roller geben, wenn ich nicht hier angestellt bin? Ausparken? Nö. Ja, ist ja gut, geht zum Chef. Da steht da noch einer. Hey Chef. Kann ich wieder bei dir arbeiten? Merci. Es ist warm in dieser Stadt, selbst um diese Zeit noch. So, da ist doch mein Baby. So. Aufschließen, aufsteigen. Ala. Ja, da ist wieder voll tankt. Geil. Jetzt weiss ich, wie ich es machen muss. Jetzt mal heute künden. Und dann gibt mir der Chef einen neuen Roller. So kann ich das Benzin sparen. Ja, ich glaube, dann fahren wir noch mal ein bisschen Pizza. Oder zuerst jetzt mal zu einem Bankomat. Gut, ich glaube, jetzt habe ich eh nichts mehr im Sack. Ja, noch 4,15 $, also die nimmt das niemand. Fahren wir halt noch mal ein bisschen Pizza aus. Machen wir nichts Dummeres. Und irgendwann sollte es dann mal zu der Sozialhilfe geben, glaube ich. Ich glaube, check das schnell davor am Bankomat. Das ist schon ausgezahlt worden. Ui, hoppla. $704. Wow.
glaube, wir ziehen nochmal ein paar Dollar raus heute. Also 6, dass ich so 10 Dollar im Sack habe. Nein, komm, ich will 700 auf dem Konto. 1.90. Einzahl. 1. Punkt 90. So, 700 auf dem Konto. Das kann ich mir merken. Und 8,16 $ im Sack. Das sollte ja länger, für irgendwo mal etwas zu trinken zu kaufen, oder? Ah, no risk, no fun. So einen schönen warmen Sommerabend fahren wir doch ein bisschen oben ohne. So, ein bisschen Pizzas ausliefern. Da hat einer ganz schön parkiert. Okay, Handbremse ausgehauen. Also, noch einmal. Ich fahre jetzt hier im Zyklus rum. Habe Gras dabei. Habe keinen Ausweis. Ich glaube, ich bin am Arsch, wenn uns jemand rausnimmt. Stockt es wieder, ja. Übel. Aber im Stream stockt es noch mehr als bei mir im Game. Ja, ich glaube, ich muss alles mal umbauen auf OBS Studio. Tut mir leid. Ich dringend so einen reichen Sack Pizza bestellt habe. Ja, jetzt muss ich da noch... Ei. Bongo Mac, oder wie? So einen ganz reichen Sack jetzt noch Pizza bestellt habe. Alter, schaut euch die Hütten an hier. Alter! For sale. Kaufen wir uns die? Alter, schaut euch die Hütten an. Die Pool. Alter. Nicht die Pool gehen. Ja, jetzt sollte ich auch langsam mal das T-Shirt wieder anlegen. He? So vor den Kunden. Den Pulli montieren. Einigermaßen ein bisschen Schnurren machen. So, guten Abend, Pizza. Merci. 74 Cent Trinkgeld. Naja. Naja. Also, dann machen wir die zwei. Naja. Sagen sie immer wieder von der reichen Lehrsparen. Ah, das ist Hupi. Geil, endlich. Per Zufall. Da am Lenker auf der rechten Seite. Hehe. Das wäre auch geile Hütte. Hehe, jetzt habe ich Freude. So. Da waren auch schon ein paar Leute, ha? Alter, Alter. Das ist nicht richtig.
Abend. Habt ihr die Kerren gesehen, die da stehen? Winewood West 35. Die Hütte mieten? Ja, Kling, da wohnt schon jemand. Mist. Habt ihr eine Pizza bestellt? Hallo? Nö. Soll ich mal Leute? Passiert nichts. Okay. Ich denke, vielleicht muss ich ja... Ah, hier, der hat eine Pizza bestellt. $1,35. Danke vielmals. Merci. Schöner Abend. Nice. Ja, aber schaut euch die Karre an, Alter. Da steht einfach ein fucking Supra. Ducati oder was das ist. Ein Patti 800. Der sieht aus wie ein Supra in Europa. Bei uns heissen die so, wie sie hier heissen, aber der sieht recht ähnlich aus. Und das ist irgendwie... Alter, geile Karre. Haben sie etwas gemacht? Nein. Hat irgendwo alle Arme mal angelassen. So, und der nächste ist da vorne. Das sieht so aus, als müsste ich hier runter. Wenn wir da irgendwie zwischenhindern. Oh, da steht der Foodtruck vom Herr Knussmann. Und was er ist? Könnte natürlich auch einer sein, der ähnlich aussieht. Abstellen. Oh, jetzt wäre hier Pizza bestellt. Das ist die grosse Frage. Google. Winewood West 39. Ah, Mist. Ich muss sich mal vorstellen, dass ich überall echte Spieler am Wohnen. Ist das safe da dann? Vor allem eine Wohnung hier kann ich mir nicht leisten. Sind wir realistisch? Zu realistisch. Ja, wahrscheinlich ist es dann irgendwo. Bei meinem Glück irgendwie im 5. Stock. Rechts. Ah, hier. Natürlich. Hallo? Ja, guten Tag, der hat Pizza bestellt. Eins Margherita con Cipolle. Hier. Oh, $1,19 Trinkgeld. Merci vielmals, der Herr. Schöner Abend. Geile Sieg. Da oben zahlen die Leute gut, scheinbar. So, wollen wir als nächstes her? Cruise 1 da oben. Und dann da oben runter. Ich glaube, nach dieser Fuhr ist der für heute mal Schluss. Mein Roller kommt einfach hier fast nicht rauf. Wow. Geil. Geiler Quad.
Schon fast 4 Stunden streamen, Mann. Blinker vergessen. Hoffentlich sehe ich das Cops nicht. Falsche Einfahrt genommen. Oh, ja. Können wir echt voran blinken? Ja, voll. Geil. Hallo. Wo jetzt da rein? Kann ich da reinschauen? Der reichen Leute ein bisschen Köder rumholen. Ding dong! Guten Abend, Pizza ist da. 19 Cent. Gut, merci, tschüss. Kommen nie mehr. Hat er aufgespielt. So ein Arschloch. Ja, so eine hure Protz will und ein 19 Cent Trinkgeld geben. Gut, ist besser als nichts, ehrlich gesagt. So, aufs Neue und hier runter. Jetzt muss ich schauen, die machen wir noch da unten. Aber da oben, falls es hat, jetzt das mal kenne ich. Gut, weil bin ich nicht. Aber ich finde es gut, dass wenigstens der Chef den Roller wieder auftankt, wenn ich aufhören arbeite und dann wieder, also am nächsten Tag wieder komme. Weil wenn ich da das Benzingeld zahlen müsste, dann wird es wirklich nicht. Oh Alter, schau mal, schau. Hey, schau. Schon schön hier. Das ist das Logo, das wir alle erzählt haben davon. In der alten Heimat. So, wenn wir mal raus, was geht, das ist ein Roller. Okay. Ich bin nicht übertrieben. Einen Unfall bauen. Wuhu! Endlich in Los Santos! Was macht Driften mit dem Ding? Oder nicht? Okay. Ruhig. So. Wo geht's hier? Hier. Schon hier abstellen. Komm da. Hier. Ah. Voll ins Gebüsch. Ja, ist jetzt die Frage, oder? Die Eingänge sind so. Bin ich hier richtig? Theoretisch schon, aber nicht an dieser Tür, mein Freund. Ach, auf das Dach. Sicher ein geiler Ausblick da, aber ich glaube, das checken wir mal heute aus. Ding dong. Habt ihr eine Pizza bestellt? Hier bitte. Merci. Für die 12 Cent, für das Piss jetzt eigentlich vom Balkon.
Vom Dach. Alter. Schau dir das mal an. Schau dir das mal an. Direkt mal ins Räuchchen. Vielleicht reinzupfen? Nein. Das sparen wir uns noch. Nehmen wir den mit dem James zusammen. Aber ich gehe schnell auf die Toilette, liebe Freunde. Ich komme gleich wieder.
Sorry, bei ein bisschen länger dauert. Gibt's manchmal scheint's. Ah, das war eine lange Zigarette gewesen, du. So, jetzt aber weiter arbeiten. Eieiei, komme ich von dem Dach wieder ab, ohne dass ich irgendwie stirb. Wäre noch geil. Bitte, vorsichtig. So. Hey, hey, aber. Hey. Geil wäre es, also es wäre nicht realistisch, aber geil wäre es, wenn sie freie Wohnungen würden Pizzas bestellen. Dass man so die freien Wohnungen kann finden. Ich wollte über das Mäuerchen klettern da. Sorry, ich bin einfach faul umweglaufen. Aber dafür bin ich dreckig. Mist. Toll, ich habe die Rolle nicht gesprossen. Schwenk hat keine Cloud hier. Wow, okay. So, wo gehen wir als nächstes her? Auf den Pizzas bleiben warm, da hänge ich in der Kühlbox. In dieser Box, die es warm hält. Es laggt halt schon extrem. Jetzt wird die Frage, was da reingeht. Nein. Ist aber auch geil. Hier wohnen wäre auch geil. So ein kleiner Pool im Hinterhof. Ach, schnell das Bett nehmen, das merkt jemand. Bei meinem Glück vermutlich ja. Hallo. Da ist niemand rum. Hallo? Klopf, klopf. Okay, sind wir überhaupt am richtigen Ort. Dann nochmal auf dem Handy gucken. Das Gebäude ist das Richtige, aber es müsste irgendwie auf der rechten Seite eine Wohnung sein. Also eher so hier. Ja, hier, guten Abend. Pizza Fungi. Dankeschön. 2 Cent Trinkgeld. Ja, ein Pool hier, Mann. Geil. Ich habe mir überlegt, ob wir nachher für heute Abend irgendwie am Strand pfusen. Könnte man auch noch einen Schwumm geben im Meer. Und dann heute einfach am Strand ein bisschen herlegen. Ich glaube, das fände ich noch geil. Denn es ist ja warm. Ich glaube, jetzt bin ich falsch gelaufen. Warte, wieder Leute durch den Garten. Ich hasse es, jetzt beißt es mich dann wieder überall. Nasse Schuhe habe ich auch. Kommt es jetzt regnen? Willst du mich verarschen? Komm, sag ich, komm, wir pennen am Strand. Gibt's doch nicht. Ja, toll. Jetzt noch Pizza ausliefern im Schiff mit dem Roller. Schnell die Tour fertig fahren und dann irgendwo an Schermen. Gibt's doch nicht. Ab in Southside ist die nächste Adresse, glaube ich. Vielleicht finde ich wenigstens dort irgendwo eine Sozialwohnung oder so.
Ich glaube, jetzt bin ich falsch abgebogen. Alter! Jetzt kommt es aber verdammt pissen, du. Ah! Hässlich, Mann. Oh, jetzt leckt es gegen wieder. Da hat im Scherm ein bisschen anstehen. Halt schnell ein bisschen warten, bis es nicht mehr so pisst, Mann. Das tut ja wie eine Sau. Es wird auch nicht besser. No, sie ist schon nass. Hilft's nicht, schaut's nicht. Regen macht schön. Ja, wieder schnell. Ja, ein anderes Problem. Moment. So. Hoffentlich bin ich nicht auf die Kreuzung gerollt. Ja, gut. Ich frage mich, bekomme ich echt das Geld vom Pizzamensch pro Stunde oder pro Lieferung? Vermutlich pro Lieferung. Ja, ich glaube, das ist jetzt wieder die berühmt-berüchtigte Southside. He? Da wäre jetzt froh, wäre der Eduardo hier. Da haben wir doch heute schon mal eine Pizza geliefert. Sie haben gerne Pizza. So, da vorne irgendwie. Nein. Ah. Steigen gehen ab und vergiss den Roller abzustellen. Dann habe ich ja dauernd kein Benzin mehr. Ja, hier sind wir doch schon mal gewesen. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich hasse so komplex, da weisst nie. Welche Tür es jetzt gemeint ist. Die da unten. Da habe ich ja schon mal geschaut. Das wenigstens würde schreiben ein bisschen genauer. Die Wohnungsnummer wäre gut zu wissen. Der Chef hat mir da vorne, dass eine von der vorderen Wohnungen sind, also entweder das 14 oder das 16, ja? Oder das 15. Ne? Das sieht schlecht aus. Ja. Überall Leute. So, da unten schauen. Es hat aufgehört zu regnen, hä? Nice. Kann ich wirklich leicht auspennen. Ich finde hier das Bänkchen oder so. Ah, der hat eine Pizza bestellt. Nice, merci für die 19 Cent Trinkgeld. Dankeschön. Schönen Abend. So, jetzt haben wir glaube noch eine Pizza zum Ausliefern. Ah nein, haben wir es glaube ich geschafft für heute. Unique Cars, da haben wir gestern doch auch davon gehabt. Und da schauen wir noch schnell vorbei. Die Pizza ist eh schon lang kalt. Nice, da geht das Tor auf.
Hallo? Geschlossen? Hallo? Ja, sieht aus, als hätten sie zu. He? Aber gell, dass sie jetzt die Türen können zutun. Dann können wir auf uns schauen. Ich habe die Feier ein bisschen jetzt. So eine wäre schon geil da. Und dort der BMW. Also ich weiß nicht, wie er hier in Amerika heisst, aber in der Schweiz wäre es ein BMW gewesen. Alter. Das wäre doch etwas für den Bruno da. Die rote. Uff. Naja. Irgendwann ist. Zuerst mal irgendwie eine Wohnung, glaube ich. Jetzt einfach mal die letzte Pizza für heute noch ausliefern. Komme ich da raus? Nice. Ist da eine Tankstelle? Abend. 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 Kann man helfen? Nee, ich schau mal. Danke. Alles klar. Hier kannst du wirklich Papes kaufen. Und nachher, wenn du Gras hast, Joints herstellen. Das Game ist wirklich, es ist geil. Aber ich würde gerne etwas zu trinken. Das Essen haben wir noch gut. Oh nein. Oh yeah. This is the rhythm. Nee, nicht der ATM. So. Etwas trinken. Suchen Sie was Bestimmtes? Ja, ein Bierchen oder ein Wasser oder so. Wasser sind hier im Regal hinter Ihnen und Bier okay. ist leider auch aus. Okay. Dankeschön. Gerne. Jetzt können wir eben nur eins Wasser kaufen, weil man kann es eigentlich aufeinander stapeln. Also ja, allzu viel solltest du nicht mitnehmen, weil es sollte ja noch realistisch bleiben. Aber ich sollte die Huren Shorts mal loswerden. Schönen Abend, danke. Schönen Abend. 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 Vorsicht, darf ich kurz? Ja. Dankeschön. Der Gegend möchte ich lieber keinen über den Haufen fahren. Du. Dann hat er doch mal gesagt,
der Busfahrer ist auch irgendwie eine Station. In der Barbershop oder so. Ich muss ein bisschen Connections machen, so. Vielleicht auch in die Haut. Dass wir irgendwie an die richtigen Leute herkommen, die Clubs und Partys machen. Ja, jetzt darfst du mal noch die kalte Pizza liefern. Drecksjob. Hier, hä? Oh, Schwenker. Ja, hier wird ich auch nicht wohnen, da schlafe ich lieber am Strand. Hey. Hallo? Habt ihr eine Pizza bestellt? Merci fürs Trinkgeld. Schönen Abend. So, da sind wir so weit durch mit unserer Lieferung, hä? Das ist richtig so. Oh. Dann würde ich mal sagen, fahren wir zurück. Irgendwo da, Strand, oder? Oder so hier. Da können wir den Roller einlagern. Ja, holen wir uns morgen einfach eine neue. Ich frage mich, wenn jetzt beim Roller etwas ins Helmfach tue und den einlagern, ist der eigentlich morgen noch seine Sachen noch drin? Also bekomme ich vom Chef den gleichen Roller zugeteilt. Ist ein bisschen heiß, ha? So. Ja, Freude habe ich zu Hupi gefunden. Ja, jetzt ist es langsam ruhig, ja? Die Stadt schlaft, glaube ich, nicht. Ich fahre dann glaube ich schnell eine Runde, wenn ich den Stream abgestellt habe, um zu schauen, ob es wirklich am OBS liegt oder am Game. Ja, das muss ich unbedingt in den Griff bekommen. Ich hoffe, es wird dann nachher eine Aufnahme, wenn ihr es jetzt auf YouTube schaut, wird es wahrscheinlich auch liegen und es tut mir leid. Ich weiß aktuell noch nicht, an was es liegt. Flex, du bist gegen noch da. Das Quartier nerven. Nein, ich sollte vielleicht nicht zu fest Lärm machen. Ich habe mit Schmier gesagt, dann sind wir safe raus und ich habe ja dann noch etwas im Sack, was ich jetzt im Sack habe. Oh! Oh! Jetzt bin ich voll mit dem Helm gegen das Schild geknallt. Ich habe zu weit reingelegen. Oh. Oh shit. Ey. Also die Feuer ein bisschen geschädert. Oh. In meinem Kopf macht es gerade so. Ja, ist gut mit die. Hier tut es auch ein bisschen weh.
Boah. Zum Glück habe ich Helm an. Oh, das auch noch. Schlange ich einfach den Gring im Schild an. Ja, es ist wirklich Zeit für Feierabend. Eieiei. Jemand am Strand. Ich glaube nicht. Spät haben wir es. Ich glaube, meine Handy stimmt wieder nicht. Ich lagere jetzt da gleich schnell ein. So. Ich glaube, ich bin fertig für heute, Fredo. Kannst du mich einlagern? Wäre das möglich? Danke. Hey Chef, ich mache Feierabend für heute. Ist okay. Merci, $13, danke schön. So. Jetzt frage ich mich halt noch schnell. Mit der auch einen, ne? Ja, wir können ihn nur umschießen. Ich glaube, ich sprinte jetzt noch schnell zum Bankomat rauf. Weil ich will mich nicht an den Strand zum Schlafen legen, weil wir haben jetzt 500 Stutz im Sack. Das ist mir ein bisschen zu heiß. Oh, mein Shadow brennt noch ein bisschen, ehrlich gesagt. Was für ein Tag, ey. Viel bügelt, aber auch viel Scheiß gemacht. Ich muss zuerst mal ein bisschen ankommen in dieser Stadt. So, wie sieht es aus? $700. Ja, das Sozialamt hat mir nicht mehr überwiesen. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie viel sie im Sack haben. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 23. Guten Tag, der Herr. Guten Abend. Ist hier noch frei? Ja. Cooles Bike haben Sie da. Danke. Darf ich fragen, wo Sie das her haben? Von der Firma. Von der Firma? Was arbeiten Sie denn, wenn ich fragen darf? Ich arbeite als Tourguide für Quad-Touren. Ach ja, das klingt interessant. Haben Sie Interesse an der Tour? Ja, nicht mehr heute, aber vielleicht ein andermal. Wir haben diese Woche noch unser Early Bird Angebot, weil wir die Woche erst gestartet haben. Normalerweise kosten die Touren $170 pro Person. Da ist auch Sprit mit drin, geht circa eine Stunde. Und jetzt verkaufen wir die zum Einführungspreis von $140. Die Gutscheine sind bis Dezember gültig. Das klingt interessant. Das machen Sie bei Paradise Entertainment und dann können Sie einfach unproblematisch einen Gutschein kaufen und dann können Sie mit einer Gruppe von Leuten kommen und dann machen wir eine Tour. Hoch in den Norden, ein bisschen Offroad, Mount Chiliad, dies, das. Ja. Klingt cool. Und wo finde ich Sie? Ich kann Ihnen meinen Namen geben, dann können Sie mich anrufen. Gerne. Ich heiße Daniels. Jawohl. Und die Nummer ist die 555. Die 555. 949. 949. 536. 536. Sie müssen nur gute Laune und Ihren Führerschein mitbringen. Das klingt gut. Wunderbar. Ja, ich Alles danke Ihnen, klar. Herr Daniels.
Nicht dafür. Schönen Abend. Wünsche ich Ihnen auch. Danke. Ciao. Ja, nice. Könnte man auch mal machen. So eine Quad-Tour, oder? Dann cool. Was ist das für eine? So, jetzt haben wir nur noch 8 Cent im Sack. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie viel wir gesamthaft haben. Ja, $700 haben wir drauf gehabt, glaube ich. Es waren 700 gewesen. Ich glaube es. Ah ja, auf jeden Fall. Aber 700 haben wir, ich glaube 700 haben wir drauf gehabt, haben wir jetzt 500 irgendetwas überwiesen. Ja. Das heisst, wir sollten jetzt irgendetwas um die 1200 drauf haben. Ich glaube, das sind 200 Stutz mehr, als wir gestern hatten. Ja. Ist nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht geil. Die Bänke sehen aber nicht bequem aus. Ich glaube, ich lege einfach in den Sand. Aber ich glaube, ich nehme jetzt noch heute die Schwumm. Hey, ich muss schnell, Moment schnell. Ich muss unbedingt das Problem mit der Uhr fixen. Das ist ein Scheissdreck, weil ich habe Angst, dass sie mich dann irgendwie falsch, das Sozialamt falsch zahlt. Aha. Ja, ich will kicken. Nice. Da ist schon wieder ein Helikopter. Immer der hohe Lärm mit den Grossstädten. Ich glaube hier beim Feuer. Ich lege hier mal meine Kleider her. Jetzt werden sie voll sagen. Ich schiebe mal hier heute. Da mal zulegen. Schnell schauen. Shit. Schön. Guter Stoff hat uns der Eduardo abgesorgt. Ja, das ist jetzt also Los Santos. Die grosse Stadt. So vor dem Pennen wollte ich einen durchziehen und dann ein bisschen abkühlen im Meer und dann liege ich da irgendwo her. Flaggenweit im Wind. Hinter dann die Skyline, vorne der Strand und das unendliche Meer. Der Pier. Ah, schön. So. Dann ist der Durst nach dem
So. Ich glaube, die roten Chino-Shorts. Soll die echt aus... Weißt du, ich glaube, die brauche ich als Badhose. Jetzt tue ich da mal meine Schuhe und meine Pulli und alles her. So, lege die Sachen mal da her. Hoffentlich klaut es niemand. Das sieht ja ruhig aus jetzt gut. Und dann... Ah, shit. Ja, das Cap halt ja nicht. Einfach nicht so tief ins Wasser. Aber ich muss halt... Ja, seien wir ehrlich, ich bin jetzt noch nicht duschen, als ich eingereist bin. Also kann ich immerhin ein kleine waschen. Auch wenn ich nicht salzig bin. Ich hoffe, der Bruno kann schwimmen. Ah, nice. Ja, wird halt das Cap ein bisschen nass. Das ist mir jetzt so gleich. Die Barbaren schwimmen. Oh, da kommt eine Welle. Aua. Ah, nicht zu weit raus da. Nicht, dass es mir auch raustreibt. So, das muss so lang. Das ist gut da. Jetzt sollte ich da schnell zum Feuer stehen. Und heute ich leider trachten am Feuer. Wir sind trocken mittlerweile. Hier noch heute ein bisschen herhöckeln. So ein Feuer an. Ja, nicht so. Schön. Ach, schön. Was für ein Bild. Wie wird es weitergehen mit uns hier in Los Santos? Was erwartet uns noch? Wird ich es schaffen als DJ oder wird ich das Leben lang Pizzas verteilen? Weißt du was, ich glaube, ich hole mir heute meine Kleider da. Ne? Holen wir heute meine Kleider. So. Die Löpfe übertragen. So. Ich kann die da herlegen.
wir hier her chillen. Ich glaube, der Füße da am Feuer an, vielleicht noch ein bisschen weg vom Feuer jetzt nach. Weil das sollte sich nicht ausbreiten im Sang. Ja. Ich bin noch nicht so bequem. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen hocken. Ich kann nicht schlafen. Was wird die Zukunft bringen? Jetzt ist es geklappt mit der Uhr. Ich weiß nicht, ob es irgendwie News geht. Klingelton wählen. So riesig gemacht, das Ding. Ich glaube, das ist ein Bruderklingelton. Oh, man kann Hintergrund wählen. Haben wir da schönes. Das Haus. Oder der Karre. Die Palmen haben mir eigentlich noch gut gefallen. Nicht über den von vorhin. Ich würde gerne wieder runter scrollen. Vorhin Palmen gehabt, warum kann ich die nicht mehr haben? Das ist ja Palme drauf. Ja. Das Chick glaube ich auch noch, hä? Ja, das ist super. Das passt. So. SMS. Nö, James hat nicht geschrieben. Ja, ich habe jetzt den Rang vorhin gespeichert. Daniel Squad, der Eduardo. Den kann man noch umspeichern. Welche Nummer? Mir hat doch gestern noch jemand probiert anzurufen. Einmal habe ich noch die Nummer gegeben. Da ist noch eine Nummer. Da muss ich auch mal anrufen. 1311. Ja, der hat mich ein paar Mal probiert anzurufen. Kann es sein, dass der Herr Gray war oder wie er geheißen hat? Und das ist jemand mit dem Töff. Okay. Guten Tag. Guten Abend. Geht's Ihnen gut? Ja, ja, alles gut. Jetzt werde ich gerade angerufen, tut mir leid. Kein Problem. Hallo?
Und dann geht er einfach wieder. Ist doch der andere, der vorhin... Entschuldigung. Kein Problem. Warum sitzen Sie denn hier ganz alleine? Ja, war ein bisschen baden noch und genieße den Strand, ne? Möchten Sie ein Sandwich? Ja, wenn Sie eins übrig haben. Ich habe Sehr tatsächlich gerne. sogar eine ganze Packung. Wollen Sie eins rausnehmen? Sehr gerne. Schön, müssen Sie mir nur die Packung zurückgeben. Ich muss kurz schauen, ich ziehe mir eben was an. Ich krieg langsam kalt. So. Ich kenne Sie doch irgendwo her. Ja, wir haben uns eben am Bankomat getroffen. Ah! Ach, Genau. krass, so klein ist die Welt. Und was machen Sie beruflich? Ich bin DJ eigentlich. Also Ach, ich echt? war DJ. Ich auch. Echt? Ja. Ach geil. Also aus dem Ort, woher ich komme. Ja, Ich komme ja aus der Nähe von Düsseldorf. ja, okay. Da war ich als DJ aktiv. Ach, Aber sehr hier in Los geil. Santos nicht mehr. Ja, bei mir dasselbe. Ich war in der Schweiz, war ich DJ. Ach, echt? Ja. Ich habe tatsächlich auch mal in Österreich aufgelegt. Ah, geil. Wollen Sie mir die Packung zurückgeben? Gerne. Ja. Dann packe ich meinen Quad kurz, dann können wir uns ein bisschen unterhalten, wenn Sie wollen. Ich hab keine Packung bekommen. Ich habe Ihnen eine Packung mit 9 Sandwiches gegeben. Scheiße. Ich habe keine bekommen. Ah, jetzt. Ich habe Da. Ihnen die doch gerade in der Hand gegeben. Ja, Hallo? ich- Sie haben die doch in der Hand. Ich verstehe das gar Ich nicht. hab die in die falsche Tasche gesteckt, sorry. Wollten Sie mich hier austricksen? Nee, oder nee, was? nee, keine Sorge. Ich möchte meine Sandwich wieder haben. Gerne, hier. Ah, okay. Schmeckt noch lecker. Ich danke vielmals. Selbst Waren gemacht. Sie... Nee, habe ich gekauft. Gekauft. Und wo waren... Also haben Sie da so in Clubs aufgelegt oder was? Moment. Eben mal kurz. Entschuldigung. So. Der Hunger hat mich gepackt. Nee, ich war ja in Clubs, auf Hochzeiten, in Cafés, alles mögliche. Ach, cool, cool. Und Sie? Ich habe hier für so einen örtlichen Radiosender aufgelegt. 1 Live Club hieß die Veranstaltungsreihe. Ja. Und dann auch hier so bei so einem örtlichen Festival, Parukaville nennt sich das. Ah, sehr cool. Habe ich auch schon gehört. Ach, cool. Ja, und hier so in der Region halt diese Clubs und Diskotheken. Aber seit ich halt seit Januar da ausgereist bin, gar nichts mehr seit Januar. Bei Ihnen wahrscheinlich das gleiche seit Januar, ne? Ja, Also- das ist schwierig geworden. Ja, schwieriges Pflaster, ne? Ja. In der Heimat. Aber jetzt sind wir in Los Santos und hier Ja. sind die Probleme der Heimat wie weggeblasen. Ja, ich habe nur nicht wahnsinnig viel Kapital mitgenommen. Ich war noch lange in der Heimat. Ich bin erst gestern hier angekommen. Sie hören Kapital Bra? Nee. Ich habe mein Kapital aufgebraucht in der Schweiz. Oh, das ist nicht so gut. Ja. Ja, ich habe es ziemlich lange noch rausgezögert und dann mit dem wirklich letzten Geld bin ich hier hingeflogen. Oh, Und jetzt man muss hört, dass Sie Schweizer sind. Ja! Wer hat's Ich erfunden? hoffe doch. Ja, ich. Wer hat's erfunden? Wir. Wer genau? Ricola. Kommt das wirklich aus der Schweiz? Ja, normal. Ah. Und was machst du so in deiner Freizeit? Ja, im Moment ein bisschen am Strand hängen. Und Hast sonst, du schon Anschluss gefunden oder noch gar Ja, nicht? es geht. Ich hab ein, zwei Leute kennengelernt, habe ein bisschen Pizza ausgeliefert, Ja. ein bisschen Müll eingesammelt, halt irgendwie zu Geld kommen erstmal. Wie viel Geld hast du denn schon zusammen? Boah, ich glaube irgendwie 500-600 $ oder so. Oh, was hast du denn mit der... Oh, okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber das ist auch noch, ich krieg noch Sozialhilfe, ne? Ja, ich kriege auch Sozialhilfe. Okay. Also das heißt bei mir nicht mehr Sozialhilfe, das heißt bei mir Jobunterstützung. Ah, Das okay. kriege ich, weil ich in einer kleinen Firma arbeite. Zusätzlich zu meinem Gehalt. Ach so, cool. Okay. Ja. Ja, ich hoffe, dass ich bald mal irgendwie was finde hier clubmäßig. Oh, da kann ich dir helfen. Ach ja? Ja, das Tikilala. Das Tikilala? Ja, da war ich heute sogar. Und, wie sieht's aus? Es sieht cool aus, aber da war niemand da. Warte, ich rufe da mal an. Die suchen noch einen DJ. Echt? Ja. Hallo zusammen, Audi, wo er Guck, wie es dem Herrn Hoffmann geht. Hallo, Herr Hoffmann, wie geht's Ihnen? 2 DJs auch gefunden, yes. Hatten Sie sich nicht gerade mit dem Quad verletzt? Wer war das?
Ja, ich glaube schon. Aber Sie waren ja mit dabei, ne? Die Lautstärke ist gut so. Genau. Weswegen ich Sie anrufe. Und Das ist zwar auch der Erste, steht der das neben mir sagt. ein DJ. Der ist, ich glaube, gestern Abend angekommen in Los Santos. Und der sucht noch eine Stelle. Hätten Sie da Interesse, dann würde ich mal die Nummer weitergeben. Alles klar, dann gebe ich Sie weiter, Herr Hoffmann, ne? Alles klar. Schönen Abend noch, tschüss. Ich gebe Ihnen jetzt die Nummer von Herrn Hoffmann, das ist der Inhaber von der Tequilada Bar, der sucht noch einen DJ. Sehr gerne, sehr gerne. Ich kläre hier die Kontakte. Das sieht so aus. Da kommt der Mann mit dem pinken Quad vorbei und ändert die Und das Leben. läuft, ja. 555? Herr Hoffmann, sagten Sie, ne? Genau. 2F. Nothing can stop me. I'm all the way up. Tequilala. Genau. Ich bin sehr vergesslich, da schreibe ich es besser so aus. Also die Hab ich auch 555, Dann die 431 431 406. 406. Okay. Wollen Sie meine Nummer auch haben? Ja, Sir, haben Sie mir doch vorher schon gegeben, glaube ich. Ach ja, Sie sind, stimmt, bei ja. mir sind Sie der Herr Daniels mit dem Quad. Das bin ich, der, genau. Das ist richtig. Ah, sehr nice. Ich würde ja fragen, ob ich sie mitnehmen soll, aber das ist ein Einsitzer. Hey, kein Problem. Ich chill hier noch ein bisschen und vielleicht lege ich mich auch sogar hier hin heute Nacht. Ist ja warm. Ja, das stimmt. Aber lassen Sie sich nicht überfallen. Im Moment sind viele Gangster in der Stadt. Sie wissen, dass das hier Mexikanergebiet ist, ne? Ja, die haben mich schon angesprochen vorhin. Das sagte Als Sie mir. saßen? Ja, ich war am Müll sammeln. Ja. Und dann hat mich einer angesprochen und mir gesagt, wenn ich was brauche, was kaufen will und so. Und er könne mich auch vermitteln, vielleicht für Clubs. Ach, cool. Hat mir auch seine Nummer gegeben, also. Rufen Sie den Hoffmann am besten direkt an, der ist noch da. Okay, mache ich gleich mal. Viel Erfolg. Dankeschön. Und schönen Abend, ne? Hey, merci vielmals, Dr. Arkham 85. Merci fürs Follow. Einfach vorher Schliessung gewesen, weil du weg vom Mikro hast geredet. Ja, voll. Ich muss zwischen ein bisschen hinterher liegen. Hey, nice, wir haben Kontakt für aufzulegen. Ich glaube, dem rufen wir mal an. Hey, wenn ich innerhalb von 2 Tagen einen Job als DJ habe, wäre ja der Shit. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie ich das technisch schnell umsetze hier, wie ich mehr Musik kann einspielen. Komm, wir rufen dem mal an. So schnell kann es gehen. Aber gell, jetzt hast du ja auch endlich dein Mikrofon. Ja, endlich das Anständiges. Guten Abend. Ja, mir extra für das RP habe ich mir noch ein anständiges Mikrofon bestellt. Aber auf Beleuchtung warte ich gäng noch. Die ist gäng noch so semi-geil. Aber es kommt. Warte nur Anfang 2 Monate. Merci Corona an dieser Stelle. So, drückt mir die Daumen. Seit wann zockst du jetzt schon RP? Seit gestern tatsächlich. Also du findest jetzt auf meinem YouTube-Kanal habe ich heute den ersten Teil von der Einreise aufgeladen und morgen kommt der zweite Teil von der Einreise. Und heute ist jetzt quasi der dritte Teil nachher, der dann übermorgen oder so als ganze Folge noch auf YouTube kommt. So, wünscht mir Glück. Jetzt bin ich ein bisschen nervös, ehrlich gesagt. Hey Malo. Hoffmann, hallo? Ja, guten Tag. Hier ist Bruno Moser. Hallo? Guten Tag, Herr Hoffmann. Ich habe den Herr Daniels gerade am Strand getroffen. Ja, Und er sagte mir, dass Sie noch nach einem DJ suchen fürs Tequilala. auf jeden Fall, ja. Das klingt sehr interessant für mich. Jetzt mal so eine Frage, hätten Sie einfach jetzt spontan Zeit, mal vorbeizukommen im Tequilala? Klar, gerne, kann ich machen. Lass uns einfach vielleicht mal zeigen, was wir so können, ne? Klar, kann ich Ja, okay. machen. Also ich habe Ja, im Moment, ich muss sagen, ich habe mein Equipment noch nicht zusammen hier. Okay, wir haben aber auch Mischpulte da. Okay, das wäre perfekt. Ja, komm Genau. ich mal vorbei, ne? Jo, bis gleich. Okay, bis gleich. Oh, sind schon aufgelegt. Ups. Ja, geil. So schnell kann es gehen. Aber Hauptsache ja vor dem Griff, du hast Bier gesoffen. Ja, gut, DJ. Dann lege ich mir mal meine Schuhe an. Und ab geht's, oder?
Ah, das sind Jogginghosen. DJ Lifestyle, ja, du sagst es mal. Ah, ja. Hey, mein Problem ist halt einfach, ich weiß nicht, wie ich jetzt hier kann Musik abspielen kann, im Game. Malo, hast du eine Idee? Weil wenn ich Spotify abspiele, gehört das ja nicht drin. Also im Game, weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich hole mir jetzt nochmal die Pizzarolle, für dort raufzufahren. Und den Chef fragen vom Pizzaladen, ob ich die Roller nochmal brauchen kann. Aber dann muss ich nochmal 500 Steine holen vor der Bank zuerst. Scheiße. Probier doch auf den Server vom Orange zu kommen und du ihn dann abfucken. Haha. Nö. Ich wüsste nicht warum. Nein, Malo, hilf mir. Wie spiele ich jetzt da oben im Club Musik ab? Also ich kann das Handy hier als Mikrofon haben, das könnt ihr ja verschissen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Vielleicht mit einem Stream-Schlüssel. Ja, nein, es müsste eben, der ganze Sound läuft über Teamspeak. Also müsste ich irgendwie können ins Team... Boah. Telefon. Moza? Hallo? Hallo? Hallo, da ist Moza? Ja, haben Sie ein Fahrzeug oder eine Mitfahrgelegenheit? Nee, ich müsste kurz mal den Chef da vom Pizzaladen fragen. Ich bin erst gestern eingereist. Wir würden Sie vielleicht schnell abholen. Sagen Sie einfach, wo Sie sind, wir holen Sie schnell ab. Das wäre cool. Ja, gleich da beim Strand, beim Pizza... Beim Luigi da, bei dem... Beim Luigi, genau. Genau, okay. Okay. Wir kommen vorbei gleich. Hey, vielen Dank. Dankeschön. Jo. Bis gleich. Tschüss. Nice, geiler Sieg. Nein, aber der ganze Sound läuft über Teamspeak und dann muss ich irgendwie es schaffen, die Musik ins Teamspeak reinzubekommen. Dass du vielleicht kannst über den TH streamen. Ja, aber die Frage ist wie. Ich weiß nicht, wie du das machst bei Teamspeak, das ist jetzt ein bisschen mein Problem. Jetzt kommt der vorbei und mich hören auflegen und ich kann nichts. Scheiße. Bin lost, was der sagt, kann er nur Discord. Ja, ich aber auch. Dann ist dann mal um Luigi her. Was ist das Problem? Bin jetzt zurück. Ich sollte jetzt quasi Probe auflegen im Tiki Lala. Hat der Chef per Zufall gelernt kennen, also über 7 Ecken. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich das mache, wie ich den Sound reinbringe. In Teamspeak rein. Das ist ein kleines Problem. Weil klar, ich kann das auf dem Handy machen. Wir jetzt mal auf dem Handy irgendeinen Spotify-Track parat. Irgendwo hupet's. Ah. Guten Abend! Jo, Peace, was geht? Am Privattaxi ist da. Verdammt, ich hab nichts zu essen. Egal wer es ist, geht dich gar nichts an. Kann mir jemand da noch was zu essen geben? Ich glaube, ich essen. bin so hungrig irgendwie die ganze Zeit. Baby kann jetzt tanken, ich Hunger essen. Ja, ich brauche was zu essen. Wie, du sollst tanken? Was für Rauchen? Ja, Rauchen wir nicht, oder? Ja. Nee. Ich hab keine Zeit jetzt noch ab. Ja, YouTube-Tutorial schauen zwischen geht nicht. Mit seinem Streamen. Wie heißt du überhaupt da hinten? Bruno ist mein Name. Macht das Bewerbungsgespräch schon? Ja, freut mich. Ja, Bruno, herzlich willkommen im Ja. Der Quiz-Taxi. So Casting-Couch-mäßig. Ja, das schnellste Taxi. Boah. Alles klar. Ich glaube, das ist der Shop, der leer war. Ja. X ist immer noch leer. Aber noch ein Sandwich Ich hab noch irgendwas. Homie, woher hast du die Cap? Die habe ich von zu Hause mitgebracht, aus der Schweiz. Also beziehungsweise meine Verwandten haben die mir hier vom Urlaub irgendwie gebracht. Ich glaube, die ist ursprünglich von hier. Ja, das ist richtig. Okay, wir können weiter. Hast du getankt? Nee.
steigen Sie ein, Herr Bruno. Gerne. Also ich glaube, es dauert keine 5 Minuten, bis Sie belästigt werden von dem Schwarzen da hinten. Der steht auf Ihre Cap, denke ich mal. Ja, ja, hab mich schon gefragt. Ja, das war mir klar. Alter, selbst der Geldautomat funktioniert nicht, Alter. Der Schwarze da hinten. Der mag sexuelle Belästigung. Halt die Schnauze. Ja, du kannst doch nicht unser DJ oder eventuell DJ nach der Cap fragen. Fragen kostet nichts, ne? Richtig. Ja, willst du die mir geben? Ungerne. Ich habe keine Haare mehr. Ja, du bist meine. Was Also was, deine Cap oder deine Haare? Meine Cap. Und meine Haare. Nee, ich kann die, das ist das einzige Stück, was ich ja aus der Heimat noch mit hab, ne? Ja, siehst Jaden, das kannst du nicht abziehen. Deins wird auch abgezogen. Richtig. Bei Ihnen, Sie hatten jetzt gerade mit Herrn Daniels gesprochen, oder? Genau, ja. Wer war das nochmal gewesen? Müsste mal ansprechen. Das ist der auch gesagt hat, der ist DJ, glaube ich, oder? Ja, hat er mir auch was gesagt. Ja, Also früher war er DJ Ja, ja. und jetzt macht er irgendwie mit Quad-Touren und... Aber dann habe ich ihn drauf angesprochen, ob er eventuell nebenbei das machen würde. Ich gesagt, nö. Okay. Alles easy, ich habe alles unter Kontrolle. Kein Problem, bin ich mich gewohnt. Ich sollte vielleicht ein neues Auto bald kaufen, weil das zu viele kennen. Oder gar nicht auch mit den Taxi-Autos. Stimmt. Aber das ist eine Folgetank, ja. Ja, der Kanal. Ja, natürlich habe ich Folgetank. Das heißt heute Ja, aber der gehört das heißt, ja heute nicht Schnur, aber laufen, ne. ob der Tank voll bleibt. Die kennen wir doch. Ja, wir machen das ist die einfach Fotze über voll. Spotify. Ja. Ist das unser Losty? Nee, das Nee, ist die Fotze, die mir nicht Hallo gesagt hat, als ich da hingelaufen bin. Die. Parkskills sind vorhanden. Ich geh mal eben um die Ecke und zieh noch was anderes an. Wie mein Konto. Ja, schnell. So. Hast du den Sound auch nochmal auf dem linken Ohr vom einen, der schnurrt? Ja, das ist normal. Das ist... Je nachdem, wo sie stehen. Okay, Bruno, steig ein. Fühl dich wie zu Hause in dem Auto. Ja, gerne. Aber denk dran, dass du immer noch Gast bist. Standardspruch. Du kannst Spotify-Musik damit abspielen, du musst einfach den Audiokanal auswählen. Die können nicht reden, hast du vorhin im Club gesehen. Ja. Was passiert, wenn du draufgehst? Wenn du tot bist, bist du tot. Das wird munter ausgegangen. Abgewürgt. Da ist die Charakter weg. Ich hab Jaden sein Gesicht gesehen, das habe ich das Auto abgewürgt aus Versehen. Ja, wie schnell schaffe ich das bei Teamspeak? Ja, nee, sonst würde ich das Auto nicht abwürgen. Ja, deswegen würdest du das Auto abwürgen. Ja, das Auto hat Selbstverständlichkeit Ich mach das einfach schnell mit dem Handy irgendwie, hat das da und einfach schissen. Das ist zu dumm für dich. Ja, ne? Kann ich nur Leute nixen, ich kann auch noch Leute... Keine Ahnung, ich wollte jetzt eigentlich reimen, aber mir fällt kein Reim dazu ein. Ja, leider gereimt. Oh. Das ist Spritsband, ne? Richtig, so fahren wir schon den ganzen Tag. Bruno, komm, zeig mir was. Der hat schon wieder seine Tür offen gelassen hinten links. Ich weiß nicht. Ich nicht. Ja, komischerweise war es keiner. Ist das nicht immer keiner? Ist das nicht normal? Dann komm so mit, DJ, ich zeig dir, wie das funktioniert. Gerne. Also, da haben wir die DJ-Ecke. Ah, nice. Aber da hier die Eier zu sehr schwitzen, weil es hier ziemlich eng ist, haben wir hier das wichtigste Equipment. Können wir rüberschleppen. Warte, hier, nimmer. Kabel sind nicht lang genug. Nimmer! Okay, Jaden, nimm mal das zweite. Oh, ja. So, dann gucken Sie, kommen Sie mal mit. Die Ja. wichtigsten Equipments, die schleppen wir dann mal hier hin. Stellen wir uns hier hin und dann stellen wir uns hier hin. Weil hier ist ein bisschen freiluftiger, hier kannst du ein bisschen tanzen und voll. Genau. Ja, ganz einfach mal dich ausprobieren und uns mal was vorspielen. Versuch's mal, den Sound von der Anlage jetzt, kann man den noch ausmachen oder? Läuft doch gar nichts. Ja.
So ein bisschen runterdrehen. Ah, das ist, glaube ich, hier auf dem Regler, ne? Ja, genau. Ja. Ah, okay. Ich sehe es. So, dann wollen wir mal. Ja, hauen Sie mal gute Beats raus. Was spielen Sie überhaupt für Musik? Hey, alles mögliche. Querbeet, was hättet ihr denn gerne? Ja, hau einfach mal Hip-Hop raus. Ja, alles, was du so im Angebot hast, einmal in Kurzfassung. Ja, let's go, ne? Woo! Let's go! Ja, jetzt ist es komisch, weil ich höre nur den Sound von denen. Ich glaube, wir müssen die Boxen mal überprüfen im Laden. Ja, ich glaube auch. Ja, ich denke auch. Ich hab's. Ihr hört nichts, ne? Ich hab's nur auf dem Kopfhörer. Ich glaube, das ist ein Stecker. Die Stecker tauscht. Ja, schon kommt das Ding doch ganz ist. Ja, ich guck mal, warte mal. Ja, ich habe ja auf USB auch gerüstet, damit ich nicht immer die scheiß CDs mit mir schleppen muss. Das ist uns anstrengend. Ja. Gucken wir mal, was habe ich denn hier mit? Ach, irgendwas. Ja doch, Funk doch. Muss ich mal ausprobieren. Ich versuch's mal, Moment. Gönn dir. Ich hab's ihm einfach weggenommen, wenn er was Besseres hatte. Ich behalte alles für mich, ich geb nie ab. Ich scheiß auf Mitleid und Gefühl, ich geb nie ab. Ich bin unberechenbar, ich lass mich nicht mehr reden. Ich hab kein Problem damit, die Kasse mitzunehmen und dir einen Tritt zu geben. Wenn du mich stresst, du Penner. Wenn wir hier bei der Sekte regeln, das wie echte Männer. Oh boy, ich kann es sehen, du würdest gerne sein wie ich. Du würdest alles tun für ein Leben aus meiner Sicht. Denn deins ist langweilig, du bist brav wie immer. Und ich geh ab, los, mach's mir nach, du Spinner. Guck mal, du hast die ganzen Regler und kannst auch deine Qualitäten sehen. Ja, ich hab da irgendwie noch. Tiefen. Ja, ich hab da irgendwie noch ein kleines Problem. Ja, warst du beruflicher DJ oder Hobby-DJ? Ja, nee, schon beruflich, aber. Wie, du warst beruflicher DJ und kennst dich mit Mischpult nicht aus? Ja, das ist irgendwie alles anders hier bei euch drüben, ne? Ja, wie? Das ist ganz normales Mischpult. Ich muss kurz mal den Laptop nehmen und meine USB-Sticks checken da drüben, ne? Gibst du mir 5 Minuten kurz? Ja, ja. Bis gleich. Ich hab extra auf neumodische Technik umgerüstet hier. Ja, ich hab die alte auch weggeworfen die letzten Tage, wenn ich USB hab. Scheiße! Wie mache ich das? Mit dem Handy geht nicht. Vor allem höre ich die ganze. Der scheiß Spielsound. Gilala, der pflegefreie Person. Eingabe wechseln. Hier finden Sie pflegefrei. Ja. Also, jetzt muss ich mal Spotify irgendwie auf da. Scheiße, wann ist Spotify? Ja, cringe as fuck. Ich hab keiner mehr trotzdem gegeben. So, also Spotify hat ja beim Schnitzeljagd durchgeht, aussteigt und jedes Mal die Tür abbekommt. Dann haben wir so einen Dennis und Lukas, die jedes Mal die Scheibe einschlagen. Aufnahmeprofil. Was denn? Du hast ein Soundboard und ladest die Musik ab. wo im TS stellst du die Soundeingabe ein? Optionen. Fenster. Aufnahme. Guck dir, wie deprimiert er da sitzt. Die lachen mich aus, die Pisser.
Helft mir! Ich schaffe es nicht. Profil hinzufügen. Ich kann nur das Mikrofon rein tun. Hure Scheiß. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Hilfe! Extras, Option, Erweiterungen. Soundboard, dann ein Lied abladen im Soundboard einfügen, das geht im Moment am schnellsten. Also Erweiterungen. Soundpacks. Extras, Option, Erweiterung, Soundboard. Erweiterungen. Sound, ich finde nur Soundpacks. Ist das? Plugins. Dort habe ich nie ein Soundboard. Muss ich das auch zuerst abladen? Ich warne euch. Ich bin noch nie auf Teamspeak gesehen. Browser Online, Soundboard. Jetzt das Problem ist, dass ich die ganze Zeit einen Sound vom Club noch habe. Das hätte ich aber auch eigentlich anstellen. Das ist Nigga, why you tripping, get your Mariah? Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so by my spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get your Mariah? Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so by my spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get your Mariah? Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so by my spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get your Mariah? Ja, einfach Game Sound abstellen, genau. Also beziehungsweise einfach Musik. Einfach so schnell installieren. Das geht nicht dann. Install. Like to install now VB-Kabel. Okay. Ah nein. Why you tripping with your Mariah? Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so by my spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping with your Mariah? Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so by my. All alone, call my phone, make me feel right. Girl, you know when you call, make me feel right. Das so machtlos. All alone, call my phone, make me feel right. Scheiße. Girl, you know when you call, make me feel right. Finde nichts Schlaues. Soundboard my Teamspeak. Apple Soundboard 64-Bit. Hoffentlich dann geht's. Der verzweifelt. Da. Yes. Restart Teamspeak, okay. Der Teamspeak weg. Oh Gott. Wo haben wir Teamspeak? Wo ist jetzt der Keibar? Hier. Das hätte man ja auch vorher mal machen können. Was? You can use TeamSpeak, but all settings will... Jetzt habe ich eine Fehlermeldung, toll. Ich bin nicht scheissig.
Kannst du die Bildschirm teilen? Ja, Moment. Probieren Teamspeak wieder zu starten. Fuck. Ja, ich glaube, jetzt kommt's. Ich glaube, ich habe den richtig jetzt. Ja, ich habe das noch nie gemacht über Teamspeak. Ich habe keine Ahnung von Teamspeak halt. Aber jetzt schmiert Teamspeak dauernd ab. Jetzt habe ich irgendeinen Scheiß runtergeladen wahrscheinlich. Es kommt die ganze Zeit eine Error-Fehlermeldung. Ich glaube, ich muss wirklich schnell das Game zutun. Genau da. Ich muss heute das Game zutun. Ich glaube, ich muss heute das Game zutun. So, jetzt nochmal Teamspeak starten. Alter. Ja, ich will Feierabend machen und dann kommt das aus. Genau. Toll, wenn ich jetzt in das Plugin runtergeladen wo mir den Scheiß zum Abschmieren bringt. Das gibt's doch nicht, ehrlich. Ah, jetzt, Achtung. Verbindung. Nein, jetzt stürzt Teamspeak dauernd ab. Das ist nicht lustig. Alter. Warum stürzt jetzt Teamspeak dauernd ab? So, verbinden. Jetzt, komm. Hey Malo, merci für den Bit, Mann. Schick Discord-ID. Ja. Warte. Hey, what the hell? Warte, ich muss schnell schauen. Ich probiere jetzt nochmal mit dem Link, den du mir schnell. Jahrelang trainiert. Fuck, man. Ich habe so keine Ahnung von dem Zeug, das ist mein Problem, weißt du? Stell mir das echt zum Beispiel her. Ah, Mann. Jetzt finde ich nicht mal mehr meine Discord-ID. Streamer-Modus aktiviert, ja, okay. Mein Account. Gottverdammt. Hilfe. Wo finde ich meine Streamer-ID? Meine Discord-ID. Nein, ich kann es aber nicht einfach abstellen. Dann fliegst du vom Server. Wo finde ich meine scheiß ID, Alter? Jetzt bin ich sogar zu blöd für das. Mein Account bei Discord. Einstellungen. Benutzereinstellungen, mein Account, dann hast du aber Stream-Modus. Ein Benutzername. Das zeigt es mir aber nicht an. Weil ich im Streamen bin. Den schnell deaktivieren vielleicht.
Mein Account hier, jetzt. Ah, ich muss den Streamer-Modus deaktivieren. So, jetzt kann ich dir das, glaube ich, hier über Dings flüstern, gell? Irgendwie. Was dagegen? Schau mal, ob du etwas bekommst. Ja, sonst machen wir es einfach so rum. Egal. Probier jetzt nochmal Teamspeak zu starten. Verbinden. Ah, warte, jetzt kann es sogar gehen. Okay, jetzt funktioniert es wieder. Jetzt schauen wir mal. Okay, RP Sound. Open Soundboard. Airhorn. Okay, ich komme drauf. Stop. No file. Change the number of buttons on the soundboard. Okay. Warte, ich bringe es her. Choose a file. Ja, jetzt sollte ich natürlich noch Musik haben. Shit, meine Festplatte. Moment, ich bringe es her. Ich schaffe es selber. Warte. Ich komme drauf. Ich habe nämlich meine DJ-Festplatte schon parat. So bin ich da. So. Nehmen wir da irgendeinen Klassiker rein, schnell. Ja. Aber das habe ich, man, jetzt kann der Scheiß wieder nicht. Wieder nicht auf YouTube laden wegen der Copyright-Musik. Das ist das nächste Problem. Da noch irgendein Hip-Hop-Track. Ich weiß nicht, was sie genau wollen. Ah, shit. Choose a file. Da Gangsters Paradise, was ich ein bisschen Hip-Hop will. Okay. Dann haben wir noch irgendetwas, was ein bisschen abgeht. Was haben wir da so? Ja, noch ein bisschen mehr Hip-Hop, komm. Halt, ich hoffe, die warten. Timo vorbereitet, wie ein Mohren. Hey, komm, für das ist jetzt gerade aus dem Ärmel zaubern. Ah, ich kann das Mixtape vom Kollegen nehmen, so einen Trap-Mix da. Nein, nicht der. Ja, dann habe ich vielleicht auch nicht so ein Problem. So. So, ich glaube, jetzt können wir es nochmal probieren. Jetzt können wir das Game nochmal starten. DJ Timo G ist parat. Alter, ich bin flotschnass. Alter Mann. Ja, kannst du die vorbeikommen und ein bisschen auflegen? Easy. Klar. Alter Mann. Ich bin flotschnass. Oh, unser erster Gig. Ja, jetzt aber schnell. Jetzt Vollgas. Ich hoffe, die sind noch da. Ich habe einfach irgendwie 3 Songs zur Auswahl. Kannst du dir nicht ausdenken. Nein, wirklich nicht. Ja, sorry, wer rechnet damit, dass ich an meinem 2. Tag im Roleplay schon in einem Club spielen kann? Weißt du, so, ich will doch sagen, heute vor einer halben Stunde habe ich noch Pizzas verteilt. Weißt du, was ich meine? Darum bin ich auch noch nicht vorbereitet auf das.
So. Jetzt komme ich dann nicht auf den Server, ich soll es kommen. Oh Gott. Meine Nerven. So. Let's go. Ah, da soll jetzt wieder. Spillsound Wagner. So. Are you ready, man? Ja, so. Ich musste kurz mein MacBook neu aufsetzen und die Sticks neu formatieren. Jetzt sollte es gehen. Tut mir leid fürs Warten, ne? Ja, kein Ding, wir haben uns amüsiert, ein bisschen mit Musik. Alles klar, Mann. Ja, hau mal raus. Ja, und hau mal die Fashion Beats raus. Ja, let's go. So. Now rocking with the best. DJ Steve, motherfuckers. Pretty motherfucker with the Mossberg. Jiggy motherfucker at my concert. I'm wearing box furs, rocking Oxfords, eating oxtails, sipping Cockspur. Silly motherfuckers looking awkward. So much dick riding at my cock hurt. We running clockwork, so we got perp and we got work. Tell Riri I go retarded on a remix, had to recall it on a CD, DVD, and TV, MP3. See me I go cuckoo for yo cuckoo. Yo flying fish is my favorite dish. Head crickets when I cricket. Hit it, play games like soccer when we kick it. Get it? Besser so? Ja, mach mal. Versuch mal verschiedene Musikrichtungen dann zu machen. Ja, was hattet ihr gerne? Ja, mach einfach alles querbeet. Alles querbeet ein bisschen, okay. Dreh mal noch ein bisschen auf, ne? Ja, gönn dir. Vegan. Aber noch fast. Wenn jetzt auch ein bisschen bessere Musik dabei hätte, dann schon. Wie? Ja, also die Musik ist nicht so wechsel mal so langsam die Musikrichtung. Okay. Ich sehe schon, ihr wollt was anderes. Wechsel mal. Was hättet ihr gerne? Mehr in die Richtung? Mach mal alles. Mach einfach mal. Ein bisschen alles, okay.
So. Ocean of memories. Back in the days. Ja, gerne. Rap, ja, also 99 Problems ist schon ziemlich oldschool, ne? Ja, richtig oldschool. Noch so. richtige, okay, okay. Army-Rap, Southside, sowas. Ja, können wir machen, kein Problem. Muss nur kurz da meine USB-Sticks ein bisschen durchsuchen, ne? Ja, genau. Hey, ich bin auch null vorbereitet, ne? Ja, alles gut. Wollte mich eben eigentlich hinlegen, ne? Was Zeit? Richtig, stress dich doch keiner. Also richtig oldschool, ne? Ja. Bin halt gerade noch versaut von dem Mix von gerade eben, Junge. Ja, sowas zum Beispiel hier. Let's go. Big L, rest in peace. Ja, wir kommen ganz langsam durch. Okay. Oder was haben wir noch da? Ja, die Frage ist ja, was willst du persönlich für dich als DJ für Musik abdecken? Welche Bereiche? Hey, eigentlich alles möglich, weil ich feiere so viel an verschiedenen Mucke. Ja, aber so, was dir halt so am liebsten wäre, das wäre halt so mal wichtig. So. Ja, schon irgendwas, entweder Hip-Hop oder House, Elektro. Und dann mach doch mal House Elektro. House Elektro? Okay. Mach doch mal das, was du spielen willst. Das, was ich spielen will? Ja, ich ja, habe noch keinen für euch rausgesucht hier. Ja. Pass auf. Ja, du kannst ja gleich hinterher nochmal reinmachen. Ja. Pass auf. Du machst das jetzt mal so, ja, du spielst jetzt mal so, als wenn wir dich jetzt hier eingestellt hätten und wir sagen dir, ja, ich spiele das Übliche halt, ne? Okay. Ja, gut, dann musst du mir erstmal sagen, was ihr hier so für Leute habt, ne? Ja, das ist ja unterschiedlich. Also pass auf, wir haben es ja so geplant, dass wir an verschiedenen Tagen unterschiedliche Musik haben. Und jetzt nehmen wir jetzt einfach mal dein Haus-Elektro-Zeug, ja? Okay. Mach einfach mal rein, wir gucken dann. Okay. Sagen wir haben jetzt ein Haus Elektro R&B Abend so. Das Okay. sind die 3 Richtungen, die du reinsteppen kannst zum Beispiel. Ja, richtig, mach mal. Hatten wir gerade eben nämlich schon in meine Richtung, da haben wir auch Haus R&B. Ja, aber du machst auch Old Rap. So.
Ich bin die Note für alles gefühlt. Let's go! Ja, mach mal kurz leiser. Ja. Also der Mix, der ist halt, ja. Ist halt recht der kommerziell, ist halt, ne? Ja, der ist jetzt nicht so geil tatsächlich. Okay. Also lieber was. Also an sich, die Richtung geht schon richtig, aber ja. Bisschen härter oder? Die Richtung, die kommt schon langsam ins Richtige, aber der Mix, der war jetzt halt, ja, okay, bisschen schlecht, sagen wir mal so. Ja, wir kommen schon in die richtige Richtung. Schau mal, was ich sonst noch dabei habe. Also was so richtig krasses, überzeugendes will ich hören, ja? Ja, ich versuch's, ey. Ansonsten kann ich dir gleich was vormachen, was wir gerade eben gehört haben. Klar, kannst du auch, gerne. Guck mal, dann mache ich einfach das, was wir gerade eben, dann kannst du ja so grob, dann weißt du eine grobe Richtung, das ist jetzt zum Beispiel R&B und Hip-Hop. Dann kannst du dich so grob ein bisschen einpendeln. Okay. Mein Problem ist halt, ja hier nur uralter Scheiß auf dieser Festplatte. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. Hey, you made me a believer. Hey, I let the bullets fly, I let them rain. My life, my love, my gladly. So, das ist halt zum Beispiel jetzt was Ruhigeres so. Okay, okay. Also. Okay, alles klar. Und wenn du Party machst? Ja, ich bin immer unterschiedlich, halt das, was wir gerade brauchen. Ja. Okay, okay. Ja, ich muss mal suchen da eben. Ja, da ist wo Alex schnell auf die Toilette gerannt. Ja, ist aber so schnell gerannt.
Ja. Hat aber bestimmt den Pfiff, Alter. Ja. Tu mal was auf. Okay. Dann red schon mal mit ihm. Oder willst du mit mir noch mal kurz reden? Ja, okay. Ja, setz dich doch erstmal hin, ja? Tommy? Hallo? Okay. Ja. 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 Setz dich doch erstmal hin, ja? Wir kommen gleich wieder. Okay. Alles klar. Dankeschön. Alter, ich probiere gerade im Hintergrund irgendwie etwas abzuladen, was ein bisschen moderner ist, aber... Scheiße. Ja, im Big Remix, ich weiss. Download. Keine Ahnung, nein. Komm weg. Nein. Was ist jetzt das gewesen? Downloads. Ich finde gerade nichts Schlaues. Nur so scheiß Spam-Seiten. Hat schnell eine schlaue Seite zum YouTube-Songs abladen. Online. Ja, das war einfach ein bisschen weit oben gewesen. Ich hatte einen, aber der geht 2 Stunden, der ist zu gross. Best EDM. Fünffach gegen Schmerzen. Probieren wir da. Checking Video. Ist sie schon da wieder? Oh fuck, ich bin nicht gemutet gewesen. Ja, vielleicht habe ich nicht mehr gehört. Converting Video. Das ist ja auch so scheiß Spam-Seite.
Okay, jetzt habe ich einen. Aber das ist der er vorhin gespielt hat, oder nicht? Der, den du mir jetzt geschickt hast. Oh, der Mann. Hure Dreckseite. Fünf. Jo, komm mal her, Homie. Also ich spiele jetzt noch so grob den Rap vor, so, was halt hart gefeiert wird und dann setzen wir uns mal alle zusammen und quatschen mal, was wir machen so. Ich kann dir mal so grob die Richtung zeigen, was halt die meisten hier feiern, was ich mittlerweile für mich auch herausgefunden habe. Old Rap. Oh ja, Okay. Player, give me some brew and I might just chill. But I'm the type that like to light another joint like Cypress Hill. I still do be spit loogies when I puff on it. I got some bucks on it, but it ain't enough on it. Go get the S-T-I-D-E-S. Nevertheless, I'm hella fresh, rolling joints like a cigarette. So fast across the table like ping pong. I'm gone, beating my chest like King Kong. It's on, wrap my lips around the 40. And when it comes to getting another stogie, fools all kick in like Shinobi. Homie ain't my homie to begin with. It's too many heads to be. Probably let my friend hit bit. Unless you pull out the fat crispy. $5 bill on the real before it's history. Cause fools be having them vacuum lungs. And if you let them hit it for free, you hella dumb. I come to school with a Taylor on my earlobe. Avoiding all the flick teasers, skeezers, and weirdos. Got me throwing off the land like where the bomb at. Give me $2, you take a puff and pass my bomb back. Suck up the dank like a Slurpee. The serious bomb will make a nigga go delirious like Eddie Murphy. I got more growing pains than Maggie. Cause homies snagged me to take the dank out of the bag. Junge, das ist so weg Copyright gestrikt, ich sage nichts. DJ zu warten auf YouTube ist nicht eine gute Idee. Oder auf Twitch. Ah ja. Niki im Soho nach Donnerstag, glaube ich. Alter, wird so weggebannt. Weißt du, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich schon das Mixtape vorbereitet. Ich schwöre, was muss sein, ich bringe es her, dass ich hier mein Zeug herstelle, mein Mischpult und dann wirklich hier live auflegen. Äh, 25.07. Nein, dann bin ich in der Ferien. Mensch, schafft sie so, Dings hier einzubauen. Chop. Ja, nice, nice, nice. Das wäre so die Richtung an Oldschool-Rap, den die Leute feiern. Ja, okay, so 90er. Ja, so. 90er, 210er, ne? Richtig.
Okay. Ja, habe ich auch da. Ging auch. Okay. Ist halt einfach so ohne Vorbereitung und schwierig, ne? Ja, alles gut, alles gut. Weißt du schon, was für Tagen du immer Zeit hast? Ich kann mich einigermaßen richten, ne? Also sprich, eigentlich so jeden Abend im Prinzip hast du Zeit. Fast jeden Abend, ja. Okay. Von wie viel Uhr? Boah, normalerweise so 8, 9 Uhr. 8, 9 Uhr, okay. Und bis wie viel Uhr ist so immer deine Zeit? Ja. Bis der Letzte von der Tanzfläche fliegt, ne? Ja, okay, das hört sich ja gut an. Hattest du dir schon mal so eine Gehaltsvorstellung irgendwie ausgedacht? Oder? Absolut nicht. Ich habe keine Ahnung, was hier bei euch drüben üblich ist. So. Bist du neu im Starter? Oder? Ja, ich bin erst gestern eingereist. Okay. Darum, ich hatte auch noch keine Zeit, irgendwie was zu sortieren in meinen Sticks da und was vorzubereiten. Stütze hast du keine, oder? Doch, habe ich noch. Okay, du hast Stütze jetzt. Ja gut, du hättest auch, wenn du das als Nebenjob machst, hast du auch im Prinzip trotzdem weiterhin Stütze. So. Okay. Genau. Also du bekommst quasi den Lohn obendrauf. Genau. Okay, alles klar. Also Lohn ist halt so, dass wir das so ein bisschen unterteilt haben. Sprich, als Anfänger hast du halt einen kleinen geringeren Lohn. Ja. Und wenn du da halt länger im Geschäft bist und die Leute das feiern, dann ist Chefchen auch so gütig und macht dir auch einen netteren Lohn, sagen wir es mal so. Okay, alles klar. Ja. Ja, klingt gut. Ich weiß nicht, ob du grob so eine Vorstellung hast oder ob dir mal jemand was gesagt hat. Boah, hey, absolut nicht. Wie gesagt, ich habe noch nie in Amerika aufgelegt. Darum keine Ahnung, was hier so branchenüblich ist. Also, dann machen wir das so, ja? Wenn jetzt der Chef nichts dagegen hat, dann bestimme ich jetzt mal 2 Sachen. Du kommst morgen mal vorbei. Zeigst mir am besten gleich mal deinen Personalausweis, dann zeigst du mir dann morgen nochmal an der Kasse. Dann lasse ich dich mal for free rein. Okay. Und dann hast du ein bisschen so den Kief zu, falls der spielen sollte. Ja, was er so für Musik auflegt. Er kann ja auch, was er machen kann. Du kannst, je nachdem, wenn du ein bisschen früher als 20 Uhr Zeit hast, kannst du ja, was ist denn morgen für Musikrichtung? Weißt du das einer? Oldschool Rap. Oldschool Rap. Du kannst ja so kurz vor 20 Uhr, wenn du Zeit hast, kommen, so mal zur Probe und kannst ja so, ich sag jetzt mal Oldschool Rap, der ein bisschen im Reingrooven ist. Also nicht voll auf die Fresse, sondern der so ein bisschen ruhiger ist, so zur Einstimmung, damit die Leute kommen. Bis halt DJ-Wechsel ist. Okay. Weil das, denke ich mal, für die Gäste auch ganz angenehm, wenn die hier reinkommen, ist schon so ein leise bisschen Musik. Warm-up. Genau, dass du dann dich mit dem anderen DJ um 20:30 dann oder 20:20 abwechselst, je nachdem, wann er da ist. Okay. Dann hören die Leute auch mal ein bisschen, wie du spielst. Ja, und wir können das dann mal ein bisschen verfolgen. Ja. Genau. Lohn würde ich mich gleich sonst mit den anderen noch mal kurz in die Ecke quatschen. Ja. Da können wir dir so eine grobe Vorstellung sagen, da quatschen wir noch mal kurz. Ja, gerne. So, dann würde ich noch sagen, bereitest du dich noch ein bisschen mehr vor. Ja, hey, absolut. Absolut. Und dann kommst du mal Samstag wieder. Ja. Am besten gegen. Was machen wir denn mal? Ja, das können wir morgen dann ausmachen. Ja, 23 Uhr oder so. Mal gucken. Okay, dann setz dich erstmal noch mal kurz hin, dann bequatschen wir uns noch mal und dann. Klar, gerne. Quatschen wir zu Ende. Dankeschön. Alter, ich weiß doch nicht, was ich so heischen. Ich habe keine Ahnung, ich bin seit gestern auf dem Server. Ich muss nehmen, was sie mir geben. Wir sind drin in der Allgäu. Ja, Mann. Jetzt TS3-Techniker. Jetzt muss ich es nur noch herbringen, dass ich hier mit Serato auflegen kann. Also, dass ich mein Soundsignal irgendwie einspeisen kann. Und dann kann ich richtig live hier auflegen im Roleplay. Weißt du, wie geil? Weißt du, wie krank? Bringen wir das her? Du hast jetzt mein Discord, oder? Ich brauche morgen auch mit deine Okay, Hilfe. war ein schnelles Gespräch. Kannst du wieder herkommen? Gerne. Ja, mach mal. Viel Spaß. Also, wir haben jetzt immer so gequatscht, ne? Du startest ja wie gesagt, ja als Anfänger. Du musst ja noch ein bisschen reinkommen in das Ganze. Klar, ja. Dich auch an unser Mischpult gewöhnen, an die Location hier und an uns. Wir haben halt gesagt, so der Anfängerlohn ist halt $15. Okay. Weil du kriegst ja nebenbei noch Stütze, das darfst du halt nie vergessen. So. Okay. Zählt ja nur als Nebenjob. Das heißt, du wirst nicht abgemeldet bei der Stütze, sondern du bekommst die ganz normal nebenbei. Okay. Wenn du dann halt ein bisschen drin bist, die Leute dich feiern und du ja uns alle so kennst und mit dem Mischpult klarkommst, dann steigt der Lohn auf $20. Das ist halt auch das Maximale, weil einfach
ja, du noch nebenbei deine Stütze hast. Okay. Und das ist ja auch zum Spaß haben für dich halt für nebenbei das Ganze. Ja, klar. Und ich glaube, das ist auch als Starter hier im Starte ganz angenehm, eine kleine Stütze noch neben der Stütze zu haben. Ja, absolut, absolut. Und ich muss Genau. erstmal wirklich wieder reinkommen und Alles gut. Ja. Ja, dann guck am besten mal, dass du dich für morgen schon mal ein bisschen vorbereitest, dass du bei den Liederwechseln keine kleinen Patscherchen hast. Ja, absolut. Ja, und dann guckst du, dass dich musikalisch vielleicht ein bisschen anpasst. Ich weiß nicht, ob du selbst Musik machst oder halt fertige Musik mixt, so. Wenn du halt fertige Musik mixt, dann guckst du halt, dass das vielleicht längere Lieder sind, dass du nicht immer zwischendurch switchen musst, so. Okay. Das macht ja auch jeder DJ anders. Zum Beispiel ich mache das ja wirklich, dass ich am Mischpult dann die Übergänge mache. Andere Leute haben halt einen Mix, der wirklich durchläuft, das ist ja jedem selbst überlassen. Dann guckst du, dass du was Ruhiges findest zum Eingrooven. Okay. So in die Richtung, wie ich jetzt gespielt habe, so richtig oldschool. Okay. Und ja, morgen kann man dann, da kannst du ja auch die Show genießen, du kommst ja kostenlos rein, hat der Türsteher gesagt. Denk mal, Chefchen hat auch nichts dagegen. Nö. Dann kannst du auch morgen, gut, ich glaube, morgen den hören wir auch zum ersten Mal, den DJ tatsächlich. Das ist eher so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, die haben das gemietet, sagen wir es mal so. Ja. Aber dann weißt du so grob, wie der Ablauf ist, wie die Leute arbeiten, wie die Chefs drauf sind, weil ich kann ja sagen, die Chefs sind ganz locker. Also es ist jetzt kein Spießerverein hier. Ja. Kannst da einen trinken und so und dann kann man sich morgen besprechen, wann du mal spielen kannst und dann spielst du halt mal einen Abend. Und ich glaube, dass du lernfähig bist, um dich da gut mit absolut. Team Wenn ich vorbereitet bin, sieht das ganz anders aus, glaub mir. Genau. Ja, es wäre halt, also wir haben 2 Testtage dann, die sind halt for free, die du spielst. Okay, easy. Das wäre dann halt morgen der und halt noch einer, wo du den ganzen Abend spielst und dann halt dementsprechend ist, soweit ich den Chef verstanden habe, Entlohnung. Okay. Genau. Ja, klingt gut. Wenn es dann hinhaut, kriegst du den festen Tag, wenn es wirklich gut ist. Okay. Das klingt gut. Dann hast du jetzt kleine Hausaufgaben aufbekommen von mir. Ja? Sollte ich hinbekommen. Ja, gut, hört sich gut an. an. Dann Vorbereitungszeit, kein Problem. Dann guckst du, dass du morgen kurz vor 20 Uhr am besten kommst. Okay. Und dann rufst du den Laden hier an. Dann kann ich mich morgen entspannen. Alles klar. Gut. Ja, dann danke ich euch vielmals für die Chance und wir sehen uns morgen. Jetzt, eure Namen sind überhaupt, wie heißt ihr? Ich bin der Alex. Und Alex? der auf der anderen Seite ist Chef und der kann sich selbst vorstellen. Lukas Hoffmann. Herr Hoffmann, freut mich. Ja, und Alex, Bruno, ne? Bruno Moser, Ja. freut mich. Vielleicht sind wir demnächst DJ-Partner. Ja, wäre doch was. Ja, auf jeden Fall, ne? Ne, also, dann Ich wollte bald mal eine Rente, deswegen. alles klar. Nein, Spaß, Lukas. Der Chef ist schon einen halben Herzinfarkt, ne? Ach, Quatsch. Er macht selbst Musik im Notfall. Selbst wenn er Rente hat, dann macht er trotzdem noch weiter. Wer hat das gesagt? Was? Alles klar. Gut. Ja, dann sehen wir uns morgen. Sehen wir uns morgen und wünsche Für die Hausaufgaben. eine gute Nacht, ne? Jo, gleichfalls. Ciao zusammen. Alles klar, ciao. Ciao. Mreisekick. Mreisekick. Ciao, Jo, gute peace. Nacht, ne? Bis Jo, morgen. peace. Mreisekick. Ja, es ist sicher möglich, aber ich habe es noch nie gemacht, nur mit Virtual DJs. Ein echtes habe ich noch nie gemacht, es wird sicher speziell. Ja, ich muss schauen, sonst mache ich halt irgendwo, geht's da raus? Hier hinten, glaube ich. Ich muss halt irgendwie einen Mix machen, irgendetwas vorbereiten. Das sind ein bisschen geile Übergänge. Ist jetzt ein bisschen stressig auf morgen, aber es sollte irgendwie herbekommen. Fuck, ja, okay, Backstage. 20 ist schon wenig, oder? 2 Kaffees. Nein, es ist tatsächlich so, das ist 20er Stunde plus ich bekomme eben auch noch die 40er Stunde Sozialhilfe. Also es sind dann schon 60er Stunde und das ist für den Anfang ist das okay. So für nebenbei ist das, glaube ich, ganz okay. Alter, das ist jetzt heute am Morgen gesehen, Mann. Heute die kleine Zangengeburt, Mann. Leck du mir. Aber geil, wir haben einen Gig. Das ist verdammt schnell gegangen. Wir schauen aber als erstes nimmst du mich mal auf Discord an. Ja, hey, mach ich jetzt sofort.
Sonst wird das nichts. Ja, absolut. Nein, ich glaube, ich müsste einfach das Mischpult anhängen. Ein kleines Mischpult dazwischen, dass ich es digital reinsenden, das Signal. Und dann müsste ich irgendwie im TS innen können einen zusätzlichen Kanal schalten, wenn man das kann. Hast du ja vorhin etwas gesagt, ha? Ah, aber ich kann doch jetzt nicht zum Strand laufen, ist echt noch das Taxi rum. Ich kann mal liegen, Mann. Ah, sieht schlecht aus, ja. Oh, der Bruno hat sich erst gekickt, Mann. Ah, jetzt bin ich nervös. Da wie sicher. Ja, ich hätte mich halt auch irgendwie gröber verkaufen und sagen, dass ich so voll der Star aus der Schweiz, aber der hätte jetzt auch abliefern müssen, weil das habe ich nicht können. Das ist ein bisschen das Problem. Hey, jetzt hier irgendwo ein Hotel. Das ist so ein bisschen das Problem. Weil der hätte irgendwie können sagen, ich habe nichts überlegt vorher, was sie würden sagen, was sie würden machen. Und dementsprechend, ja, bin ich jetzt ein bisschen überrumpelt worden. Sonst hätte ich gesagt, irgendwie, ja, so viel kostet es pro Abend. Aber ja, das ist ja voll geil. Das kann ich da wirklich... Ja, hätte ich alles parat gehabt. Oh Gott. So. Wo laufen wir jetzt her zum Pennen? Floorskin. Ah, die brauchen irgendwo ein Hotel. Das wird eine lange Folge auf YouTube, ja. Aber das werden wahrscheinlich meistens lange Folgen auf YouTube. Es sind halt einfach ganze Streams, wo die Leute nachher selber entscheiden, ein bisschen durchspulen und schauen, was sie wollen. Was sie hören wollen. Ah, jetzt irgendwo ein Hotel. Bruno muss schauen. Ich kann doch jetzt bis zum Strand aber joggen, Mann. Meine Nerven, Mann. Wallet Parking. Schneiden tust du nichts. Nein, das werde ich komplett aufladen einfach. Nein, weil ich habe leider eben noch ein normales Leben irgendwo durch. Und absolut Zeit nicht, das neue einzelne Folgen zu schneiden. Leider. Und das Problem ist eben auch, wenn ich das jetzt schneide, dann gibt es ein paar Folgen, die ich dann jeweils einen Tag hintereinander auflade. Und dann bist du dann auf YouTube einfach plötzlich so viel hinten drin gegenüber den Livestreams, weißt du, was ich meine? Und so bist du einfach 2 Tage, du sind wir mit 2 Tagen Verzögerung oder so, lade ich es dann auf YouTube. Ja, leider noch ein normales Leben, ja. Ich muss noch im echten Leben auflegen. Aber ich glaube, in Zukunft kann es sein, dass ich mehr im Game auflege als im echten Leben, wenn das so weitergeht mit Corona. Alter Mann. So. Ist da mal irgendwo ein Hotel? Das könnte ein Hotel sein, ja. Oder? Was ist das da? Richards Major Apartments. Ja, ich glaube, da miete ich mich jetzt mal ein. So. Oh Gott.
Ich arbeite voll Alltag, jeden Tag 9 Stunden. Ja! Aber ich bin nicht gut im Schneiden, das kommt noch dazu. So, einfach mal noch ein Zigarettchen gönnen jetzt. Für ganz Stress, Mann. Mein Gott. Ich kann dir schon Videoschnitte anbieten, ja, HF-Ferien. Ja, du gern. Wenn du das gerne würdest machen, noch so gerne, sage ich nicht nein. Können wir gerne mal drüber schnurren. Hey, Moment, schnell, so schnell einen Schluck Wasser. So, musst du morgen nicht arbeiten, also heute? Nein, ich bin DJ. Auch im echten Leben. Also beziehungsweise, was haben wir morgen? Was haben wir eigentlich für einen Wochentag? Also heute, Freitag, nein. Da wäre ich in Zissach gewesen. Ah, du hast den Malo gemeint. Entschuldigung. Ja, ich hatte eigentlich Gigs gehabt, aber die sind alle zusammen mittlerweile schon wieder abgesagt worden, weil es wieder komplett in eine falsche Richtung geht. So. Stimmt jetzt wenigstens die Uhr vom Handy noch. Ja. Oh Leute, hey, merci vielmal für eure Hilfe. Egal, um sie mal ein bisschen gönnen. Ehrenmann, Ehrenmann. So, jetzt kann ich den noch schnell auf Discord annehmen. Das sollte jetzt irgendwo eine Anfrage sein. Ausstehend, da. Gut. Ist gebonkt. Der TS-Techniker ist der einzige, der geholfen hat. Ja, der hat mir heute den Arsch gerettet. Super. Nein, weil das Ding war, ich habe halt wirklich schnell heute... ich schnurre die ganze Zeit in-game. Ich habe halt wirklich... eigentlich wollte ich liegen. Ich wollte aufhören zu streamen und liegen. Schon vor 1,5 Stunden oder so. Und dann können wir einfach spontan Probe auflegen. Das ist genau das. Aber so ist es im echten Leben wirklich gekommen. Ich war auch schon an einem Ort in der Ferien. Habe dort per Zufall einen Leute kennen. Und hat ihm so erzählt, dass ich DJ bin. Und dann sagt er, ja, er hat einen Club, wo ich heute Abend spielen. Und ich so, Digga, ich habe nicht mal irgendwie etwas in der Ferien, ich habe nichts dabei. So, ja, kannst du schnell hier, da, mein Laptop, bla bla bla. Ja. Und dann habe ich aufgelegt am Abend. Also wie ist es wegen dem Videoschnitt? Wie soll ich dir das Video zukommen? Ich weiß nicht, wie man einen Stream von Twitch downloadet. Ja, aber ich müsste ihn auch downloaden und dir dann zukommen. Und dann kannst du es schneiden und mir wieder zukommen. Aber das tun wir am gescheitsten, glaube ich, heute im Discord besprechen morgen. Weil ich glaube, es geht aber ein Zeitchen, bis auf Twitch verarbeitet ist. Und das Problem ist jetzt eben wirklich der mit der Musik. Weil das wird jetzt mein grösstes Problem, wenn ich sie auf YouTube auflade, gibt es hure Lampen. Ja, morgen Nachmittag ist Horti. Ja, mit OBS den Stream aufnehmen, ich weiss, aber ich habe kein Problem jetzt mit Streamlabs, dass mir alles abgeschmiert ist, darum habe ich es jetzt mal heute nicht gemacht. Wird aber morgen auf das normale OBS-Studio wechseln und dann nehme ich wahrscheinlich alles auf, oder? Machen wir einen Termin. Ja, schreibt mir im Discord heute. Ich muss jetzt einfach mal ein bisschen pennen. 14 No-No können wir machen, sollte passen. Ungefähr. Hoffen bitte auf. Und dann muss ich irgendwie noch das DJ-Set vorbereiten.
Oh mein Gott. Wünsche eine gute Nacht, Jungs. Haut rein und bis morgen. Hey, morgen mit Gig im Tiki Lala. Um die 8 Uhr, komm vorbei, Malo. Gute Nacht und merci vielmals. Saubere Sache. Jo. Oh mein Gott. Wie kann man wegen einem Game so aufgeregt sein und nervös werden? Aber es stehen halt wirklich 3 Leute dort. Das können, ihr müsst euch mal vorstellen, das können irgendwelche Streamer sein, die 10'000 Leute zuschauen, theoretisch. Ich meine, es hat solche Streamer auf diesem Server. Mehrere. Und ich kenne nicht alle. Ah Gott. Ja, suchen wir irgendein Oldschool-Hip-Hop-Mixtape. Ich glaube, so schnell bringe ich Käse her bis morgen. Ausser ich kann eben live auflegen, aber ich glaube, das ist schwierig. Aber es wäre schon verdammt geil. Weißt du, geil, wenn ich im Roleplay als DJ arbeite, dann stehe ich hier mit meinem DJ-Pult und lege wirklich auf. Das wäre der Wahnsinn. Hängen morgen noch mal alles an, dann probieren wir. Ja, auf jeden Fall würde ich mich jetzt langsam mal verabschieden. Ich glaube, der Bruno geht jetzt so ins Hotel da. Langsam aber sicher. So. Voilà. Boah, es ist etwa 5000 Grad drin. Stream-Setup noch ein bisschen geiler machen und dann bist du professionell. Ja, ich hätte eben eigentlich alles parat gehabt. Da ist noch der Teamspeak noch zu. So. Ich hätte eigentlich ein Overlay gehabt, ich kann dir das sogar schnell zeigen. So, hihi. Wäre eigentlich alles parat gewesen mit Einblendungen, Donations, blablabla und noch das Logo und ja, es hat vorher noch ein bisschen anders ausgesehen. Das Problem ist nur, dass es ein fixes Overlay ist und die Kamera hierher gesetzt habe, die jetzt nicht kann verschieben kann, weil das ein Stück ist. Und dann habe ich gemerkt, dass hier, wo die Kamera wäre, nimmt er immer das Handy vor und dann sieht man das Handy nicht mehr. Und dann habe ich gefunden, mache ich auf Simple und mache einfach so fertig. Und habe dafür die noch einbauen da. Nothing can stop me, I'm all the way up. Das habe ich immerhin hergebracht. Ich kann dir dort helfen, schauen wir morgen. Gut, aber ich würde es nicht allzu kompliziert machen, weil ich finde es so eigentlich schon recht easy. Dass es möglichst simpel ist. Ich hasse es, wenn too much so auf dem Overlay ist. Müssen wir schauen. Auf jeden Fall sage ich noch einmal merci vielmals alle, die heute donated haben, alle, die gefollowt haben, die reingesubbt haben. Und merci vielmals für die Hilfe vorhin beim DJ-Gig. Für all die das auf YouTube sehen, das Like da lassen, was euch gefallen hat. Kanal abonnieren, ihr wisst, wie es läuft. Und ja, euch im Twitch-Stream, gute Nacht zusammen. Ich hoffe, ich kann das Video auf YouTube aufladen, wegen der Musik. Wir werden es sehen. Gute Nacht zusammen. Bye bye. Ciao. Merci Niki. Hashtag merci gau. Ja Mann. Ciao TS3 Techniker. Ciao ciao.